So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Ich bin Oliver Schröm. Was machst du, Olli? Ich bin Journalist und Buchautor. Du warst zuletzt in Folge 542 bei uns. Okay. Weißt du noch, zu welchem Thema? Das war im November 21. Ja, das war das Thema Cum-Ex, weil das ist ein Steuerbetrugsthema, das hat mich 10 oder 12 Jahre umgetrieben. Ja. Ist das mittlerweile alles gelöst? Wir hatten zuletzt Anne Brohlker hier, Cum-Ex, alle Milliarden zurückgezahlt, alle Täter hinter Gittern sozusagen? Nee, da ist gar nichts gelöst. Aber es tut sich viel. Also es tut sich wenig, aber im internationalen Vergleich tut sich viel. In Deutschland gibt es zumindest Verurteilungen. Es wurden auch schon Gelder zurückgezahlt. Schön. Aber es ist letztendlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Anne Brohlker war ja hier und hat vielleicht auch erzählt, warum sie nicht mehr Staatsanwältin ist. Und gut, die hat viele Aufgaben hinterlassen. Die hat ja noch zu ihrer Zeit, glaube ich, knapp 2000 Beschuldigte geführt. Und jetzt müssen das die Nachfolger halt abarbeiten. Das ist viel Holz. Sind die politischen Verantwortlichen wenigstens, ist da jetzt alles klar? Ich weiß noch, wir hatten über Olaf Scholz geredet, den damaligen Hamburger Bürgermeister, Peter Tschentscher, den heutigen Hamburger Bürgermeister, der war auch zwischenzeitlich hier. Ja, ich kann mich an die Sendung gut erinnern, die habe ich nicht aufmerksam verfolgt. Und Peter Tschentscher hat es da, wie soll ich sagen, nicht so, war es ja mit alternative Fakten unterwegs. Das war eine bemerkenswerte Sendung Ja, mit dem. es gab dann auch einen Faktencheck, der bei Finanzwende veröffentlicht wurde. Kann jeder nachlesen, was er gesagt hat und was wirklich ist, plus den Belegen. Also das war schon ein wilder Ritt, den er hier veranstaltet hat. Glaubst du, dass wir dann nochmal ein endgültiges, zumindest politisches Urteil bekommen werden? Also, dass wir da tatsächlich wissen, was Tschentscher gewusst und gemacht hat, was Scholz gewusst und gemacht hat? Weil am Ende, wir wissen es ja nicht. Du hast ja Vermutungen, andere haben Vermutungen. Ja gut, wir wissen, was passiert ist. Ja. Also Olaf Scholz hat sich mehrmals mit Cum-Ex-Banker getroffen. Die haben mit Cum-Ex irgendwie 90 Millionen ergaunert aus der Hamburger Staatskasse und wollten natürlich, als sie aufgeflogen sind, das Geld nicht zurückzahlen und waren unter anderem deshalb auch bei Scholz, um zu intervenieren. Das ist belegt durch Tagebucheintragungen. Die haben auch Dokumente übergeben. Das ist auch belegt. Aber was da unter 4 Augen gesprochen wurde, daran kannst du da nicht mehr erinnern. Da konnte sich Olaf Scholz nicht mehr daran erinnern. Er war zweimal, es gab dann einen Untersuchungsausschuss, den haben unsere Berichte ausgelöst. Da muss er auch zweimal sprechen. Und dann, ich habe, glaube ich, Strichliste geführt. Also er hat dann in jeder Vernehmung, glaube ich, 30, 40 Mal gesagt, ich kann mich nicht erinnern oder diesen Satz variiert. An Banalitäten kann er sich überraschend immer sehr gut erinnern. Aber Gespräche, wo es um zweistellige Millionenbeträge geht, offensichtlich nicht. Jetzt bist du ja Journalist. Wie viel davon, wenn man so sagt, ich erinnere mich nicht, ist quasi eine juristische Schutzbehauptung? Weil die Anwälte sagen, sag das mal lieber nicht. Und um was ist daran quasi so verräterisch? Weil es gibt ja auch so das Laienpublikum, wahrscheinlich auch Leute, die hier zugucken, sagen, guck mal, weil er so tut, als ob er sich daran nicht erinnert, ist das eigentlich ein Schuldeingeständnis? Weil wenn er das sagen würde, wäre er geliefert. Das ist ein interessanter Aspekt, weil wenn du Zeuge vor Gericht bist, Du darfst dich nicht selbst belasten. wird dein Anwalt dir sagen, Du musst dich nicht selbst belasten. du wirst belehrt vom Richter, sehr geehrter Herr Jung, der wird dich nicht duzen. Sie dürfen hier nicht die Unwahrheit sagen, Sie dürfen nichts weglassen, Sie dürfen auch nichts beschönigen. Ansonsten, das ist strafbewehrt, das ist eine Falschaussage, da drohen bis zu 5 Jahren. Deshalb rät der Anwalt oder würde dir dein Anwalt raten, Thilo, sag einfach, du kannst dich nicht erinnern, weil das ist nicht justiziabel. Ja. Und vom Untersuchungsausschuss gelten dieselben Regeln wie vor Gericht. Also Olaf Scholz wurde belehrt, was eine Falschaussage bedeuten würde. Er ist auch Anwalt, er weiß das. Ja. Und hat dann halt 30, 40 Mal dann immer wieder gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Jetzt kommt aber ein Umstand dazu, also wir haben das in 2 Tranchen veröffentlicht, die Treffen. Und nach der ersten Veröffentlichung, wo wir ein Treffen enthüllt haben, war Olaf Scholz im Finanzausschuss des Bundestags und diese Sitzung war VS-vertraulich eingestuft. Und er hat sich an dieses Treffen erinnert. Kann man nachlesen. Durch einen glücklichen Umstand bin ich an das Protokoll gekommen und wir haben das dann auch veröffentlicht. Es war damals, glaube ich, sogar eine Titelgeschichte. Und dann gab es Anzeigen wegen Falschaussage, weil jetzt war dadurch
nahegelegt, dass die Aussage, ich kann mich nicht erinnern, nicht stimmt, weil er konnte sich erinnern. Dann landeten Anzeigen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft, die haben dann die Akte von links nach rechts, von rechts nach links geschoben. Hamburg halt, ne? Haben nie ernsthaft ermittelt. Ich kenne die Akte, also sie haben sich nicht mal bemüht, dieses Protokoll zu besorgen. Sie haben dann irgendwann eine Begründung geschrieben, warum sie nicht ermitteln. Und die ist, das hat was von Schildbürger Streich, die haben gesagt, wenn Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss sagte, ich kann mich nicht erinnern, dann hat er vermutlich die Wahrheit gesprochen. Wenn er im Finanzausschuss des Bundestags sich erinnern konnte, da hat er vielleicht die Unwahrheit gesagt. Allerdings eine Falschaussage im politischen Raum, im Finanzausschuss, ist anders als im Untersuchungsausschuss nicht strafbar, Akte geschlossen. Also auf diese Begründung muss man erstmal kommen. Meinst du, er wird sich irgendwann mal erinnern? Ich meine, noch ist er im Bundestag, vielleicht schreibt er, irgendwann schreibt er seine Memoiren oder so. Also wenn er sich dann, wenn viele Sachen nicht erinnern kann, dann wird es ein dünnes Büchlein, aber wollen wir mal hoffen, dass er sich vielleicht doch an das eine oder andere erinnert. Also ich bin gespannt. Reden die mit dir, so die Scholz und Schmitz? Nee. Wegen Cum-Ex oder schon vorher, oder Wadenbeißer bist? Hast du jetzt wegen dem Ukraine-Ding Nord Stream versucht, mit denen zu reden? Ja, also natürlich. Stellt man so Interviewanfragen. Hallo, genau. Sie kennen mich da. Gibt es dann keine Antwort, habe ich auch nicht damit gerechnet. Aber musst du halt machen, ne? Ja. Dein Cum-Ex-Buch hat zum Untersuchungsausschuss geführt, in Hamburg hast du erzählt. Jetzt hast du mit Ulrich Thiele ein Buch zum Nord Stream-Anschlag geschrieben. Können wir mit dem Untersuchungsausschuss bald rechnen? Glaube ich nicht. Weil da einfach die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag dafür nicht reichen. Also Ja, aber ich glaube, ein Untersuchungsausschuss können doch 25% der Abgeordneten schon einberufen, ne? ja, aber da müssten dann. Also da braucht es doch die Kanzlermehrheit nicht. Nee, also das ist ein Instrument der Opposition. Aber da müsste sich dann die Opposition, also dann zum Beispiel mit der AfD zusammentun. Und das werden sie nicht tun. Was man verstehen kann. Wäre aus deiner Sicht ein Untersuchungsausschuss sinnvoll? Ja. Warum? Das versuchen wir in dem Buch darzustellen. Da geht es also nicht nur um den Anschlag, sondern auch um die, ich nenne es mal, fragwürdige Ukraine-Politik von Olaf Scholz und wie auch dann mit Nord Stream umgegangen wird und umgegangen wurde, wie Hinweise der Amerikaner ignoriert wurden bezüglich Krieg. Also das wäre allemal ein Untersuchungsausschuss, wäre das alles aufzuarbeiten. Auch die Hintergründe von Nord Stream, klar. Also wir haben das jetzt versucht, auf 240 Seiten mal darzulegen. Das kann jeder nachlesen. Wie dick war die ursprüngliche Fassung? Wie viel musstest du weglassen? Weil die Verlage wollen ja immer, nicht so dick, Olli. Nee, das ist ja vorher vereinbart, welchen Umfang das haben soll. Dann hält man sich da auch dran, weil Kürzen ist die Hölle. Ja, das ist eine journalistische Praxis sogar. Ne? Ja, aber Gott, ist jetzt mein 13. Buch, also da hat man dann auch ein bisschen Routine, dann hält man sich auch an Vorgaben, weil man weiß, andererseits, ansonsten hätte es viel Nacharbeit nötig, wenn alles wieder eindampfen muss. Was unterscheidet so eine Investigativrecherche zu so einem internationalen Geschehen, Anschlag, Sabotageakt, zu so einer Recherche zu Cum-Ex? Wie arbeitet man journalistisch dort anders? Oder gleich? Also Cum-Ex ist natürlich ungleich komplexer, komplizierter. Es gibt schon Gründe, warum ich da 12, 13 Jahre dran gearbeitet habe. Also bis man sich da einfuchst, das dauert einfach. Ich meine, das ist nicht anders bei Ermittlern oder bei Staatsanwaltschaften, die oft jahrelang an einem Fall arbeiten, bis sie den endlich zur Anklage bringen. Und natürlich brauchte ich auch ewig, um das dann irgendwie zu durchdringen. Dann kriegst du hin und wieder der Hinweis. Bei Cum-Ex gab es so ein paar Meilensteine und denen nachzugehen, zum Beispiel, dass diese Geschäfte trotz der Versicherung der Politik, dass sie nicht mehr möglich sind, weitergehen, haben wir einen Tipp bekommen. Aber das dann irgendwie in trockene Tücher zu bringen, das hat uns Ewigkeiten gekostet. Dann gab es irgendwann mal, dann war ich gefühlt mit dem Thema Cum-Ex durch. Dann bekomme ich einen Anruf vom Informanten, der sagte, ja, er hätte von 2 unabhängigen Quellen gehört, Olaf Scholz sei in diese Geschichte involviert.
dann fing alles wieder von vorne an und es war halt ein Informant, den ich ernst nehmen musste. Den kannte ich einfach lang und ich wusste, wenn der was sagt, da ist nicht nur Rauch, da ist auch irgendwo Feuer. Dann war für mich irgendwie gefühlt ausgeschlossen, dass Olaf Scholz selbst Cum-Ex gemacht hat und sich da irgendwie bereichert hat. Also das konnte ich mir irgendwie jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Bis wir dann aber dahinter kamen, dass es da in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister einfach diesen Fall mit einer Hamburger Privatbank gab. Da fing plötzlich an, sich so ein Konstrukt sichtbar zu werden, wo man sagt, okay, das könnte was sein. Dann ist aber die Frage, wie kriegst du das belegt? Dann erfuhren wir, dass einer dieser Cum-Ex-Privatbanker Tagebuch geführt hat. Schon für sich genommen ein wilder Vorgang. Der Olearius, ne? Christian Olearius, ja, damals Miteigentümer der Warburg Bank, also einer der ältesten und größten Privatbanken Deutschlands, sitzt in Hamburg. Dann war natürlich die Idee geboren, wenn es Antworten gibt, wenn an der These was dran ist, könnte vielleicht das Tagebuch Antworten liefern, aber es musste natürlich erst an dieses Tagebuch auch irgendwie rankommen und das hat mich auch wieder sehr, sehr viel Zeit gekostet. Aber da kann doch jeder reinschreiben, was er will. Also aber wer lügt sein Tagebuch an? Gute Frage. Ja, du gehst ja nicht davon aus, dass es irgendwann mal öffentlich wird. Dann war das Tagebuch, das waren Tausende von Seiten. Da gibt es natürlich kein Inhaltsverzeichnis. Und der Herr Christian Olearius hat jetzt nicht unbedingt eine schöne Schrift, sage ich mal. Es hat mich eine halbe Ewigkeit gekostet, diese Tagebücher zu lesen und zu dechiffrieren. Und siehe da, er hat natürlich über seine Treffen mit Olaf Scholz Tagebuch geführt, dann auch das Dokument, das sie Olaf Scholz übergeben haben, reingelegt, wie so ein Poesiealbum, festgehalten, wie die Gespräche verlaufen sind und so weiter und so fort. Und ja, und Olaf Scholz kann sich wohl nicht daran erinnern, aber er streitet sie dann jetzt auch nicht mehr ab. Er kann sie auch nicht mehr abstreiten, weil durch diesen Untersuchungsausschuss musste er auch seine Kalender offenlegen und 2 dieser 3 Treffen sind in seinem Kalender auch vermerkt. Also das im Schnelldurchlauf, um ein bisschen zu zeigen, wie es das für ein langer Weg dann manchmal ist, nur für einen einzelnen Fall. Und bei Nord Stream ist es total anders gelagert. Da gibt es keine Akteure, die sich nicht erinnern können? Umgekehrt. Aha. Also ich war da noch voll und ganz mit Cum-Ex beschäftigt, als diese Sabotage passierte. Und da gab es ja auch viel Berichterstattung, haben ja viele Kollegen viel geschrieben und auch viel enthüllt. Darauf haben wir auch aufbauen können. Ich habe das Thema interessiert verfolgt, aber jetzt mir nicht vorstellen können, selber das Thema anzupacken. Ich habe mal vor Cum-Ex viel über Terrorismus und Geheimdienste gemacht, 10 Jahre lang, da auch Bücher veröffentlicht. Also ich kenne die Welt. Und der Welt zu recherchieren ist irgendwie immer schwierig und edgy. Warum? Naja, Agenten haben einfach auch die Lizenz zum Lügen. Also es ist immer schwierig, da irgendwie dahinter zu steigen. Täter auch, potenzielle Täter wahrscheinlich auch. Ja, aber da gibt es dann meistens dann halt doch, bei Cum-Ex gibt es halt Paper Trails, das gibt es halt bei solchen Sabotageakten selten. Und deshalb hatte ich da wenig Lust, ursprünglich da an das Thema ranzugehen. Aber dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Hast du irgendwelche Rauch festgestellt und Feuer? Ja, dann gab es die ersten Verhaftungen. Und Ulrich muss ich jetzt vorausschicken, mit dem ich das Buch gemacht habe. Dessen vorhergehendes Buch ist über Nord Stream, nicht über den Anschlag, sondern über die ganze Geschichte der Pipeline, über die Rolle von Frau Schwesig und so weiter und was da alles so gemauschelt wurde. Also der hatte einen Wahnsinns-Background und haben halt irgendwann beschlossen, diesen Krimi-Plot anzugehen, sich in das Geheimdienstmilieu zu begeben. Ja, und siehe da, überraschenderweise haben wir da irgendwie ein gutes Momentum erwischt, weil viele Leute bereit waren zu sprechen. Aber nur weil sie sprechen, muss man ihnen auch nicht glauben, ne? Ja gut, es gilt halt immer mindestens 2 Quellen und mehr und wenn es irgendwie geht, irgendwelche Dokumente, die irgendwas belegen, Fotos. Gut, in dem Fall gab es jetzt keine, weiß nicht, ob es auch Tagebücher gibt oder die Tagebuch geführt haben. Jetzt mal fragen müssen.
Lieber Herr Zelensky, gibt es da einen Tagebucheintrag über das und das? Glaube ich nicht. Wie war es jetzt mit zu zweit zu recherchieren? Ist das anders, als wenn du es alleine machst? Oder wie habt ihr euch das aufgeteilt, bevor wir dann gleich einsteigen? Es ist unterschiedlich. Also Ulrich hat mehr die Ukraine-Schiene bearbeitet. Ich habe mehr die amerikanische, die CIA-Schiene bearbeitet. In Deutschland waren wir beide unterwegs. Das war total unterschiedlich. Also von meinen 13 Büchern, wenn ich ehrlich bin, ich glaube 2/3 habe ich mit Kollegen zusammengeschrieben. Und es ist richtig und wichtig, im investigativen Bereich mit Kollegen zusammenzuarbeiten, weil niemand ist perfekt. Du machst natürlich Fehler. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, Journalisten allgemein und auch insbesondere investigative Journalisten, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Ja, unser Job ist ja eigentlich, der Wahrheit so weit als nahe zu kommen, um möglichst ein Gesamtbild zu schaffen. Manchmal gelingt es ja auch, ein komplettes Bild zu schaffen. Ja. Bei anderen Fällen wird es schwierig. Also mitnichten ist dieser Fall gelöst. Also ich könnte jetzt aus dem Stegreif noch offene Fragen auf den Tisch werfen, wo ich sage, wenn die mal beantwortet werden, kann das ein richtiger Gamechanger werden. Zum Beispiel eine ganz große Frage ist ja bekannt, es waren Ukrainer, also Privatiers, Ex-Geheimdienstler, die diesen Anschlag durchgeführt haben, am Schiff geschadert, sind über die Ostsee geschippert und haben dann sind 80 Meter runtergetaucht und haben Sprengstoff an die Pipelines befestigt und dann mit einem Zeitzünder versehen. Und dann sind die Ladungen Ende September 22 explodiert. Ich glaube, jeder hat das Bild vor Augen, diese blubbernde Ostsee. Eine ganz große Frage ist, woher war der Sprengstoff? Weil was wir herausgefunden haben oder was uns immer wieder versichert wurde, es war ein Sprengstoff, der in der Ukraine nicht erhältlich ist. Also müssen sie ihn irgendwo im Ausland bekommen haben und so einen Sprengstoff bekommst du jetzt auch nicht irgendwie darf man hier Werbung machen oder Anti-Werbung, also nicht irgendwie im Baumarkt um die Ecke, sondern da brauchst du schon auch bestimmte Beziehungen, vielleicht auch in staatliche Behörden rein. Also das könnte schon noch mal sehr spannend werden. Jetzt, lass uns mal am Anfang abräumen. Ja. Im politischen Berlin, hier bei einigen kann ich mir sogar immer noch vorstellen, war so, die Russen selbst haben Nord Stream gesprengt. Also es gibt ja Roderich Kiesewetter von der CDU, auch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrolliert. Der, ich weiß nicht, ob der immer noch so, damit rumläuft, aber der ist sich da felsenfest sicher. Gab auch andere hier in Berlin, die meinten, ja, die Russen haben das selbst gemacht und versuchen das den Ukrainern so vollzweckmäßig in die Schuhe zu schieben oder auf CIA zu zeigen. Wissen wir, dass die Russen das jetzt nicht waren? Oder könnten sie nie die Ukraine angeheuert haben? Würde ich nahezu ausschließen. Also vielleicht kommen wir noch dazu, wer die Saboteure sind auf jeden Fall. Und deren Hintergrund. Und wenn man das so dann erzählt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass die für die Russen da irgendwas tun. Es gab ja viele Thesen und viele Thesen hatten auch wirklich was für sich. Auch die These, dass es Russland war, weil es gab auch Schiffbewegungen von russischen Schiffen um den Anschlagszeitpunkt herum, die sich da bewegt haben. Also es wurde auch anfänglich in allen Richtungen ermittelt und das ist ja auch richtig so. Also es war alles denkbar. Ich weiß, der Kollege Holger Stark von der Zeit, der meint ja auch so, bevor er da eingestiegen ist, bevor er ein paar Quellen bekommen hat, meint er auch so, ne? Also sein Bauchgefühl war, das sind die Russen. Ja. Bis dann die Informationen, die ihr bekommen habt oder in die andere Richtung gedeutet haben. Ja. Es ist halt schwer vorstellbar, dass, sollen wir jetzt doch gleich in die Vollen gehen, wer das ist oder war? Entscheide du? Ja, okay. Also, es waren Ukrainer, aber das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil das andere Kollegen sehen das anders und bringen da leider auch was durcheinander mit, finde ich, fatalen Konsequenzen. Es war nicht die Ukraine. Also es war nicht im Auftrag von Zelensky. Warum? Also diesen Plan, Nord Stream in die Luft zu sprengen, den gab es schon 2019. Also in ukrainischen Geheimdienstkreisen. Zelensky wurde 2019 Präsident und hat unter anderem
einen der Drahtzieher dieses Anschlags, das ist nämlich der frühere Militärgeheimdienstchef der Ukraine, gefeuert. Ein anderer Geheimdienstler, den hat er auch gefeuert, weil der eigenmächtig eine andere Operation, die ähnlich husarenstückhaftig war, durchgeführt hat. War sogar ein Jahr im Gefängnis, lief mit Fußfesseln rum. Also das sind Leute, die Zelensky nicht mögen, um es mal freundlich auszudrücken. Ich würde sogar von Hass sprechen, das ist ein starkes Wort. Und die ihm auf jeden Fall nicht trauen. In der Ukraine? Ja. Und umgekehrt, Zelensky traut denen auch nicht, weil er die auch gefeuert hat. Also von daher kann ich mir schwer vorstellen, dass die irgendwie im Auftrag oder mit Zustimmung von Zelensky sowas durchführen. Die haben den damaligen Militärgeheimdienstchef der Ukraine, Saluschny heißt der Mann, informiert. Das Nachfrage war dann, weiß Zelensky was davon? Die Antwort war nein. Also wir lassen das dabei, weil er Zelensky auch nicht traut. Das ist ein Gegenspieler von Zelensky. Das habe ich so über die Recherche jetzt gelernt, dass welche Fraktion da es in der Ukraine gibt, wer dagegen wen arbeitet. Und lange Rede, kurzer Sinn, das waren also Geheimdienstveteranen, die dann, als der Krieg losging, zu dem Schluss kamen, das wäre eine Operation, die irgendwie aus ukrainischer Sicht sinnvoll ist. Man muss sich einfach vor Augen führen, nachdem der Krieg losging, ist die Nord Stream Pipeline 2, die fertiggestellt, aber noch nicht zertifiziert war, ging dann auf internationalem Druck quasi dann nicht ans Netz. Ja, das war ja die ursprüngliche Vereinbarung zwischen Merkel und Biden und dann später Scholz und Biden, dass die Deutschen versprochen hatten, okay, wenn die Russen irgendwas machen, also irgendwie in die Ukraine einrücken, Invasion haben sie jetzt nicht gedacht, aber quasi völkerrechtliche Verstöße Russlands, dann geht Nord Stream nicht ans Netz. Wo Biden in einer Pressekonferenz gesagt hat, we will make sure und so weiter. Ja, okay. Ich hoffe, auf die Geschichte kommen wir auch auf noch. Jeden Fall. Okay, wo waren wir jetzt? Also genau, es waren Geheimdienstveteranen, die holen den alten Plan aus der Schublade. Seit wenigen Monaten ist Krieg in der Ukraine und Nord Stream 2 war nicht am Netz, aber durch Nord Stream 1 floss Gas. Und im Gegenzug bekam Russland roundabout eine Milliarde oder einen hohen dreistelligen Millionenbetrag für das Gas, monatlich. Die Ukrainer, deren Argumentation war, wir bekommen keine Waffen, aber umgekehrt bekommt Putin seine Kriegskasse gefüllt, also müssen wir das Ding irgendwie in die Luft jagen. So der Plan. Dann hatte der eingeweihte militärische Oberbefehlshaber kein Personal und sagte zu diesem Geheimdienstveteran, müsst ihr selber machen. Und dann haben die richtig gescoutet in Tauchschulen und haben dann 6, 7 Zivilisten angeheuert, mit denen geübt und dann haben sie das Ding durchgezogen. Also auf dem Schiff war natürlich auch ein Ex-Geheimdienstler, aber die Taucher waren Privatiers. Gut, jetzt sind wir jetzt über die Russen hingekommen. Wissen wir, dass Seymour Hirschs Variante nicht stimmt? So wie es er dargestellt hat, ja. Der kam ja ein paar Wochen bevor dann quasi die große Story von New York Times, Zeit und so weiter mit die Spur für die Ukraine kam er heraus, die CIA war das, die Amerikaner waren das. Ja. Ist da irgendwas dran? Jein. Also die auserzählte Variante von Cy Hirsch, Reporterlegende, muss man auch mal sagen, stimmte so nicht. Wir hatten dann, das ist eine der Enthüllungen in dem Buch, die CIA war frühzeitig über den Anschlagsplan eingeweiht. Und die örtlichen CIA-Residenten in Kiew haben sogar in Aussicht gestellt, dass sie den mitfinanzieren. Also der Anschlag hat so roundabout 200.000, 300.000 Euro gekostet. Dann passierte eine Groteske, dass der niederländische Geheimdienst von diesem Plan Wind bekommt. Genauer Tag, wie viele Leute? Sehr detailliert, total detailliert. Ja. Und meldet sich beim großen Bruder in Langley bei der CIA und sagt, Achtung, 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 da ist was im Busch,
das soll passieren und breiten da ihre Koordinaten aus. Und jetzt hatte die CIA ein Problem. Also wenn jetzt rauskommt, dass sie schon vorher informiert waren und das sogar stillschweigend geduldet haben, sogar überlegt haben, das mit zu finanzieren, dann ist es natürlich ein Skandal, Untersuchungsausschüsse, böse Berichterstattung. Was macht die CIA? Tritt die Flucht nach vorne an, informiert die Bundesrepublik, Achtung, Achtung, da gibt es einen Plan, informiert auch den Präsidentenpalast in Kiew, lässt Zelensky wissen, ob direkt oder Beraterstab, das ist offen. Da gibt es irgendeinen Plan von irgendwelchen Leuten in der Ukraine, die planen, diese Pipeline in die Luft zu jagen und dein militärischer Geheimdienst, dein ex-militärischer Geheimdienst, der Name war, glaube ich, nicht genannt, dein militärischer Oberbefehlshaber weiß Bescheid. Dann gab es ein genaues Datum für diesen Anschlag. Mitte Juni, ne? Mitte Juni, nagel mich jetzt bitte nicht fest. Ja. Da war ein großes NATO-Manöver in der Ostsee, also mit vielen Kriegsschiffen. Und es war klar, dass man währenddessen so eine Operation nicht durchführen kann. Also es sollte unmittelbar nach Ende dieser NATO-Operation geschehen. Jetzt hat allerdings die CIA einen Rückzieher ja gemacht und auch was die Finanzierung anbelangt. Und jetzt mussten natürlich die Saboteure erstmal Geld auftreiben. Also haben sie den Anschlag nach hinten gelegt. Und die Wahrnehmung war dann von Langley bis Berlin. Das prognostizierte Anschlagsdatum ist abgelaufen. Vermutlich ist an der Warnung nichts dran. Der Rest ist Geschichte. Aber auch schon eine wilde Story, ne? Also war ja auch so, wenn man nicht auf die Idee gekommen ist, dass die Ukrainer selbst das waren, dann war ja so, na gut, Russen oder irgendwelche Amerikaner. Also war schon ziemlich naheliegend, also dass die Ukrainer das dann selbst gewesen sein könnten, also ukrainische Bürger. Also wie gesagt, ich wollte anfänglich mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Es gab da 3, 4 Thesen und alle hatten was für sich, viel sprach dagegen. Und ich dachte, es gibt einer der Geschichten, die nie aufgeklärt werden, so, was weiß ich, John F. Kennedy, Tod von Martin Luther King. Also ewiges Mysterium, wer war's? Meinst du echt das? Das war dein Bauchgefühl? Das war damals, das wird nicht aufgeklärt. Ist irgendwie schwierig. Wie gesagt, du kannst, also zumindest nicht von Journalisten, weil im Geheimdienstmilieu zu recherchieren und dort irgendwas Belastbares zu finden, das ist einfach schwierig. Aber wie gesagt, dann hat es sich überschlagen, weil es waren ja Amateure, die das durchgeführt haben. Und Amateure machen halt auch amateurhafte Fehler. Sie haben DNA auf dem Schiff hinterlassen, Sprengstoffspuren. Und dann ist durchgesickert, wer da auf welchem Schiff das gewesen sein soll. Dann wurde das Schiff untersucht. Die Andromeda, ne? Ja, und so haben dann die Ermittler Mosaiksteinchen von Mosaiksteinchen zusammengelegt. Und dann gab es auch 2 Verhaftungen, eine in Polen, eine in Italien. Der Mann, der in Italien verhaftet wurde, der war mit auf dem Schiff. Also er war kein Taucher, aber der hatte eine Geheimdienstvergangenheit, zumindest eine Ausbildung, wenn er dann auch nie als Geheimdienstler lange gearbeitet hat. Der wurde in Italien festgenommen, dann nach langem Hin und Her nach Deutschland ausgeliefert. Der sitzt jetzt in Hamburg im Gefängnis und wartet auf die Anklage der Generalbundesanwaltschaft und auf den Prozess. Der Prozess ist, wann geht der los? Wissen wir das? Weiß man nicht. Also ich schätze, dass erstmal muss eine Anklage fertig geschrieben werden und dem Gericht überreicht werden. Ich schätze, dass das noch Ende des ersten Halbjahres passiert. Dann ist das Prozedere, die Gegenseite kann da Einblick nehmen, kann Stellung nehmen. Richter muss dann überlegen, ist das alles so plausibel, dass ich den Prozess eröffnen kann. Also ich denke, wenn es zum Prozess kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der vor Herbst beginnt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte: in Polen wurde einer der Taucher festgenommen. Da gab es dann einen Prozess in Polen, ob er nach Deutschland ausgeliefert wird. Und das polnische Gericht hat entschieden, ja, nein. Klar, kein Problem. Wir sind ja hier Interpol und sowas. Nee, ne? nee, es war
bemerkenswert, weil es war ein europäischer Haftbefehl. Eigentlich hat man dem schon auch irgendwie zu folgen. Aber das Gericht hat sich darüber hinweggesetzt. War auch kurz nachdem Tusk wieder übernommen hat. Ne? Also ich weiß, hier in Berlin war so, jetzt sind wir hier die Peace-Leute los und Tusk wird mehr kooperieren. Ja, Herr Tusk hat sich dann auch, nachdem der Taucher in Polen freigesprochen wurde, auch geäußert und sagte, das Problem war nicht, dass die Pipeline gesprengt wurde, sondern das Problem war, dass sie überhaupt gebaut wurde. Also du siehst, im europäischen Nachbarausland schaut man auf diese Pipelines anders als vielleicht in Deutschland. Quasi Deutschland selbst schuld, dass das zerstört wurde. Nee, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber natürlich ist die Pipeline von jeher ein Problem gewesen, auch geopolitisch. Also Nord Stream 1 hat ja noch Gerhard Schröder auf den Weg gebracht. 2005 mit Putin, ja. Genau, dann war sie 2014, 2015 hat man sich dann entschlossen, dass man jetzt auch Nord Stream 2 baut. Und ohne dass Nord Stream 2 am Netz war, gab es schon eine Abhängigkeit vom russischen Gas. Ich glaube, Deutschland hat sein Gasaufkommen 65% aus Russland bezogen. Also eine eindeutige Abhängigkeit. Und das Problem von der Pipeline war, früher wurde das Gas über die Ukraine nach Deutschland und nach Europa gebracht. Und natürlich waren die Ukrainer, auch die Amerikaner, viele waren dagegen und sagen, wenn es da jetzt eine Pipeline gibt, ist natürlich Ukraine als Transitland hinfällig. Das hat zwei Auswirkungen. Ukraine verdient kein Geld als Transitland und man hat es quasi als Lebensversicherung erachtet, weil gedacht hat, solange Russland sein Gas über die Ukraine nach Westeuropa, nach Deutschland bringt, werden sie die Ukraine auch nicht angreifen, weil es ja wichtig für die Gaslieferung geht, um viel Geld. Aber das fiel alles weg mit dem Bau von Nord Stream 1 und mit Nord Stream 2 hätte sich das auch noch verschlimmert, die Abhängigkeit. Und dann lag wahrscheinlich noch im amerikanischen Interesse, dass wir amerikanisches Gas kaufen. Das kam auch dazu, klar. Also hat jeder natürlich Interesse und es geht immer um viel Geld. Olaf Scholz hat Beispiel Sommer 2020, damals war Trump das erste Mal am Ruder und wollte die Nord Stream 2 mit Sanktionen belegen. Also da wurde noch gebaut und dann hat Olaf Scholz in einem sogenannten Non-Paper einen Vorschlag unterbreitet, so quasi, wir bauen für 1 Milliarde Euro LNG-Terminals. Ja. Damit können wir euer Fracking-Gas aus den USA aufnehmen, weil bis dato wäre das gar nicht möglich gewesen, LNG-Gas irgendwie zu verarbeiten. Also Olaf Scholz war da bereit, mal wieder mit Doppelwumms in die Staatskasse zu greifen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen und dazu kam es dann gar nicht mehr. Aber das zeigt, wie Olaf Scholz immer hinterher war, dass das mit Nord Stream 2 einfach ins Laufen kommt. Aber Merkel ja auch. Auch, ja. Aber irgendwann war halt er am Ruder und so beginnt auch unser Buch. Wir nach der Wahl, also als designierter Kanzler, aber noch nicht gewählt, noch versucht hat, die Zertifizierung durchzudrücken. Das war also, wir sind jetzt im Oktober 21. An der Grenze zur Ukraine marschieren schon die Truppen auf. Viele ahnen Böses. Die Amerikaner fangen ständig an, die Deutschen in Person von Angela Merkel, aber auch von Olaf Scholz zu warnen und sagen, wir haben Hinweise, das ist kein Manöver, es kommt zum Krieg, der planten Krieg. Sowohl Merkel, aber dann auch später Scholz mehrfach haben das einfach vom Tisch gewischt. Zelensky auch. Weil, das beschreibt man auch im Buch, weil als die Amerikaner Zelensky mal gewarnt haben, hat er gesagt, Macron und Scholz sagen mir, ich soll euch nicht glauben. Sie würden mit Putin telefonieren ständig und er hätte ihnen versichert, er würde die Ukraine nicht überfallen. Also Zelenskys Glaube speiste sich offensichtlich durch die Angaben von Olaf Scholz. Aber noch ein wichtiger Punkt, die Amerikaner haben halt die Warnung natürlich auch immer mit Forderungen verbunden, haben gesagt, ihr habt ein Stück weit in der Hand mit Nord Stream 2. Sagt Putin klipp und klar,
Truppen abziehen, dann wird Nord Stream 2 zertifiziert. Kein Truppenabzug, gibt es kein Nord Stream 2. Genau. Also da wurde immer ein Zusammenhang hergestellt und deshalb Aber wollte man das hier auch nicht hören und nicht glauben, dass es zum Krieg kommt, dass es glasklare Kriegsplanung gab. Nach den Erkenntnissen der Amerikaner. Die hatten natürlich technische Aufklärung, angeblich auch eine Quelle im Kreml. Also es war schon offensichtlich sehr belastbar, was die da präsentiert haben. Die haben das nicht nur den Deutschen präsentiert, sondern auch allen anderen europäischen Staatschefs. Dossiers mit ihren verteilt. Gibt es auch eine schöne Anekdote in unserem Buch, nachdem sie in Deutschland irgendwie, also die Amerikaner nicht auf Gehör stießen, haben sie sich an die Polen gewendet und haben denen ein Dossier übergeben. Der damalige polnische Ministerpräsident hat dann das Dossier mit Erlaubnis der Amerikaner kopiert und hat dann alle, außer an Ungarn, weil da war es vergeblich, an alle Mitgliedstaaten dieses Dossier verteilt und gesagt, schaut, hier sind die Belege, die planen den Krieg. Lasst uns Vorkehrungen treffen. Aber Nord Stream, einfach nur, damit wir keine Verwirrung stiften, das war ja so ein wirklich fast schon überparteiliges Projekt hier in Deutschland. Also außer die Grünen, die waren immer gegen Nord Stream aus meistens umweltpolitischen Gründen und weil das Gas einfach nicht notwendig war für die Versorgung. Ansonsten Linke, FDP, Union, SPD waren alle und haben Nord Stream unterstützt. Und wir hatten ja auch schon andere Interviews, gerade mit Ökonomen und so weiter, weil das einfach billige Energie war. Und die deutsche Industrie. Es geht um Geld. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Und unsere Bundesregierung, die macht halt Politik für die Reichen und die Wirtschaft. Und dann, ist so. Cum-Ex ist da auch. Quasi Politik, eingreifen für die Reichen. Und unsere Industrie ist halt sehr energieintensiv immer noch. Selbst schuld, weil sie nicht umstellen. Und das ist fast schon logisch, dass sie dann sagen, es ist jetzt schade, dass Ulrich Thiele nicht da ist, weil der die ganze Geschichte von Nord Stream kennt, also nicht vom Anschlag, sondern die vorhergehende Geschichte. Der könnte höchstwahrscheinlich jetzt auch darlegen, dass dieses Gas aus Russland so billig dann auch nicht war. Nein, aber billiger oder und direkte Verbindung und halt unsicher, quasi so Transitländer, Transitländer sind dann unsicher. Die Polen haben dann auch im Gespräch mit Scholz ihm wirklich Wege aufgezeigt und gesagt, nee, es geht auch anders mit Gas. Es wird ein bisschen teurer, aber das ist halt auch trotzdem handelbar. Es gibt ja noch andere Pipelines und andere Länder, die liefern. Aber nee, man war einfach darauf fokussiert, dieses Gas aus Russland zu holen. Und wie gesagt, der Krieg war schon längst ausgebrochen. Es gab schon schlimme Kriegsverbrechen und wir haben immer noch das Gas. Hätten wir auch alles vorher wissen können. Selbst hier mediale Landschaft, die waren auch im Großen und Ganzen unkritisch. Immer nur, wenn sie den Amerikaner gemeckert haben, dann ist halt Transatlantiker hier und hier angesprungen. Aber zum Beispiel wir haben das auch immer Nord Stream 2 immer als unnötig betrachtet und das auch so gefragt. Deshalb habe ich mich ja dann doch irgendwie durchgerungen, das Thema anzufassen, weil es jenseits von diesem Anschlag, der ja für sich genommen schon Krimi ist, die ganzen politischen Geschichten drumherum. Und wenn du es einordnest, ist es einfach unglaublich. Es ist ein Polit-Thriller, es ist ein Geheimdienst-Thriller. Mich wundert, dass Netflix diese Geschichte nicht längst verfilmt hat. Haben Sie noch nicht gekauft? Oder? Nicht, dass ich wüsste. Gibt ja noch ein anderes Buch parallel, auch jetzt zu Nord Stream von Bojan Banczewski von Wall Street Journal. Habt ihr euch abgesprochen, oder? Nee, aber er spielt auch bei uns im Buch eine Rolle und keine gute, weil er hatte im August die Geschichte veröffentlicht und das auch jetzt in seinem Buch nachgelegt und jetzt auch ständig in Interviews, dass Zelensky informiert war, also damit drin steckt. Genau, also Bojan sagt, es ist sicher, dass Zelensky es gewusst hat. Und das ist der Unterschied zu eurem Buch. Genau, und das ist ein entscheidender Unterschied, weil also ich habe jetzt nichts Überzeugendes gehört, wodurch das belegt sein soll. Er beruft sich aus Leute aus dem Umfeld von diesem von dem einstigen militärischen Oberbefehlshaber. Ich habe ja vorher dargelegt, warum es eigentlich keinen Sinn macht, dass da Zelensky involviert war. Weshalb ich das kritisch finde, also
Ich glaube, am Wochenende war eine Schlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung, sinngemäß die Deutschen kuschen vor Kiew, so quasi, die berufen sich auf den Wall Street Journal Kollegen. Zelensky hat quasi deutsche Infrastruktur, ich überspitze das jetzt mal, weggebombt oder seine Zustimmung dazu gegeben und die Deutschen unterstützen ihn. Wie geht das zusammen? Und deshalb finde ich halt, ist schon entscheidend, wusste Zelensky davon oder wusste er nicht davon? Und unsere Recherchen nach würde ich das jetzt ausschließen. Ist das so eine Schwarz-Weiß-Frage? Oder kann es nicht auch, das hat man ja auch hier von Entscheidungsträgern und Mächtigen, dass es so plausible deniability, sagt man im Englischen, gibt, so dass wenn du für mich arbeiten würdest, dann sage ich einfach, du, mach mal. Ich will davon aber nichts hören. Damit ich, wenn ich irgendwann mal öffentlich gefragt werde, gar nicht lügen muss, sondern einfach eine plausible Antwort habe. Davon weiß ich nichts. Ja klar, die gibt es natürlich, aber deshalb habe ich ja versucht darzulegen, dass das in dem Fall schlecht greift, weil die Drahtzieher, das sind Zelensky-Gegner, Hasser, die trauen ihm nicht, er traut ihnen nicht. Das waren hochrangige Geheimdienstleute, die er gefeuert hat. Der eine landete sogar im Gefängnis. Das geht nicht zusammen. Also wenn man sich jetzt in die Rolle von Zelensky versetzt, warum soll er einen Anschlag genehmigen, auf Leute vertrauen, denen er misstraut, und das Risiko läuft, das Ding fliegt auf, es fällt auf ihn zurück und er hat dann ein politisches Problem. Und zwar von Deutschland bis nach in die USA, sprich, das ist ein terroristischer Staatsakt gewesen oder ein Staatsauftrag. Können wir diesen Mann, dieses Land politisch, militärisch unterstützen? Also warum soll er dieses Risiko, das wäre und dann noch mit Leuten, denen er nicht über den Weg traut, das wäre Irrsinn, das wäre wirklich Irrsinn. Ich finde, so einer der naheliegendsten Gründe, warum es eher dafür spricht, was du sagst, anstatt von Kollegen Panschewski, ist ja, ich glaube, die Russen hätten das auch in irgendeiner Weise irgendwann mal mitbekommen. Und es könnte den Russen ja nichts viel Besseres passieren, als der westlichen Öffentlichkeit, der europäischen Öffentlichkeit zu zeigen, guck mal hier, der Präsident selber, der Hauptverantwortliche, den ihr unterstützt, politisch, diplomatisch, mit Rüstung, ist dafür für diesen Anschlag verantwortlich. Wir beschreiben, das ist eine ganz andere Geschichte, aber da legen wir auch einen Fokus im Buch drauf. Es gab einen Leak in Amerika, da hat mal wieder jemand ausgepackt aus dem militärischen Bereich. Also es war nicht so groß wie bei Snowden, aber da kam halt ganz viel Abhörprotokolle auf den Markt. Daraus ging unter anderem auch hervor, dass die CIA von den Niederländern informiert wurde. Die andere Geschichte, dass sie vorher schon Bescheid wussten, das ist nicht oder kommt erst durch uns raus. Aber die haben auch Zelensky abgehört. Und das ist, was man da so lesen konnte, das ist nicht unbedingt nur sympathisch, also scheint ein sehr impulsiver Mensch zu sein. Glaube ich gern. Also wenn da irgendwas dran wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein Einfallstor gewesen. Die haben wahrscheinlich nicht nur Zelensky abgehört. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es so plausible deniability. Es könnte, man weiß es ja nicht. Ne? Ist das, was ich eingangs sagte, ne? Wir sind auch nicht im Besitz der absoluten Wahrheit, wir versuchen uns der Wahrheit anzunähern. Und in der Geschichte ist es besonders schwer. Es wäre jetzt töricht, wenn ich sagen würde, ich schließe das total aus. Natürlich gibt es ein Restrisiko, aber ich sehe das anders wie Kollegen und kann es mir wirklich schwer vorstellen. Ein kurzer Unterschied, wir müssen nicht viel über Bojans Buch reden, aber da fällt auf, wenn es um die Figuren dieser Pipeline-Sprengung geht. Er hat so den geheimnisvolle Decknamen gegeben. Ja, so der Colonel, der General oder General, der Kapitän. Ihr arbeitet mit den Echtnamen. Ja. Ich meine, es ist Journalismus. Also es ist Journalismus. Ich schreibe ein Sachbuch und jetzt nicht irgendwie Belletristik und dann agiert irgendein Colonel und was weiß der Teufel. Na gut, Bojan würde jetzt, also kann mir vorstellen, sagen, ja, ich will die vor russischer... die Namen die kennt jeder. Okay. Also bestimmt auch russische Dienste. Also das Argument zieht nicht, sondern ich denke, wenn man da arbeitet, dann muss man auch Ross und Reiter nennen. Das mache ich immer, also nicht nur bei
bei Nord Stream, auch bei Cum-Ex. Das bringt dir natürlich auch Schwierigkeiten ein, weil wenn du Leute beim Namen nennst, Ross und Reiter nennst, dann wehren die sich auch in der Regel und du hast Stress. Ich wollte gerade sagen, juristische Probleme schon bekommen für das Buch? Ja, ganz aktuell, der Wolfgang Schmidt, der frühere Kanzleramtschef unter Olaf Scholz, geht juristisch gegen das Buch vor. Er hat uns eine Unterlassungsaufforderung geschickt, also uns an die Autoren wie auch den Verlag, und da mahnt er 45 Passagen an. Deadline war heute früh 10 Uhr, also wenn wir diese Unterlassung nicht unterschreiben und es künftig dann auch nicht mehr behaupten, was er anmahnt, beziehungsweise ändern in den nächsten Auflagen, dann geht er zu Gericht. Also ich nehme, da wir nicht unterschrieben haben, also weder wir als Autoren noch der Verlag, kann ich mir gut vorstellen, gut, jetzt ist 17 Uhr, dass vielleicht heute kurz vor Beginn der Sendung seine Anwältin bei Gericht war. Er folgt mir auch, vielleicht guckt er gerade zu. Okay. Kannst du mir sagen, Wolfgang, da kommt noch was? Nein. Wie gesagt. Nein. Ihr seid euch sicher, oder? Ja, klar. Also ansonsten, wenn du so ein Buch machst, egal zu welchem Thema, dann muss dir eine Sache schon sicher sein. Und das ist jetzt keine Glaubensfrage, sondern du brauchst Belege. Das Ding wird lektoriert. Es wird juristisch lektoriert vom Anwalt. Also da wird er schon auf den Zahn gefühlt. Und das fordere ich auch ein. Ja. Alles andere wäre ja töricht. Nichtsdestotrotz, niemand ist vor Fehler gefeit. Aber natürlich ist es... sind wir uns sicher, deshalb haben wir auch die Unterlassung nicht unterschrieben. Wir haben natürlich auch unsere Belege nochmal angeschaut, zusammen mit 2 Anwälten, 2 Top-Anwälten, muss ich hier mal sagen, die uns der Verlag dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Das ist alles auch nochmal aufgearbeitet. Wir haben einen Schriftsatz schon prophylaktisch verfasst mit Anlagen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, wenn du solche Geschichten machst. Egal zu welchem Thema, hast du immer ein juristisches Nachspiel. Und deshalb musst du das auch schon antizipieren, auch einplanen. Also die nächsten Wochen nach... Wäre ein schlechtes Zeichen, wenn da keiner sich aufregt, ja? Ja, und du musst dann da sein. Und dann wird es halt alles aufbearbeitet. Also dieser Schriftsatz mit den Anlagen, warte mal, unser Buch hat 280 Seiten mit dem Anhang. Das ist so dick wie das Buch selbst. Und das geht dann zu Gericht. Also wir sind auch zu verpflichtet, unsere Belege offen zu legen. Und das wird nicht der letzte Schriftsatz bleiben, weil dann wird die Gegenseite wieder, also mir tun jetzt schon die Richter und Richterinnen leid, die das alles lesen müssen. Und um dann zu entscheiden, was richtig oder falsch ist, es geht auch nicht immer um richtig und falsch im Pressewesen, sondern es geht dann da, darf man darüber berichten, sind ja Persönlichkeitsrechte betroffen. Wir zitieren aus E-Mails, auch E-Mails von Wolfgang Schmidt. Dann ist die Frage, ja, er will nicht, dass man seine E-Mails berichtet. Ich meine, das ist ja nicht keine private E-Mail, sondern die er in seiner Eigenschaft als Staatssekretär und Kanzleramtschef geschrieben hat. Wo auf die nicht her? Da geht es mir jetzt wie Olaf Scholz. Ich kann mich nicht dran erinnern. Nee, das geht natürlich jetzt, Quellenschutz geht über alles. Wir kommen über Schmidt und Scholz nachher nochmal zurück. Aber vielleicht, das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass das Leute draußen gar nicht wissen. Wir sind ja da über die Namen gekommen. Diese wie investigative Journalisten arbeiten und dass sie dann natürlich ständig juristischen Attacken ausgesetzt sind. Und das kostet wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Zeit. Und, und du brauchst einen Verlag oder eine Zeitschrift, die dann auch dir die Anwälte zur Verfügung stellt und auch das Geld hat, in so eine juristische Auseinandersetzung zu gehen. Mir ist zum Beispiel mal vor über 10 Jahren ein Buch vom Markt geklagt worden. Oh. Ja, da ging es um die Krebsmafia. Damals war der onkologische Bereich ein sehr korruptiver Bereich. Ich befürchte, er ist heute noch so. Also da geht es darum, um die Herstellung von Medikamenten zur Bekämpfung von Krebs. Damals hatten das so roundabout 250 Apotheken in Deutschland diese Medikamente hergestellt. Das ist eine Lizenz zum Gelddrucken, das ist ein Milliardenmarkt. Und da ist natürlich dann Korruption und Abrechnungsbetrug. Es gab dann sogar Panscherei. Und einer dieser Apotheker hat gegen uns damals geklagt. Und in der zweiten Instanz, also die Kosten waren schon im hohen
fünfstelligen Bereich ist dem Verlag im wahrsten Sinne des Wortes das Geld ausgegangen. Ich habe es später erfahren, weil der Verlag hat im ablaufenden Geschäftsjahr mehrere Millionen miese gemacht. Er konnte sich diesen Prozess nicht mehr leisten. Es geht ja auch um Arbeitsplätze. Also hat er dann gesagt, behauptet man nie wieder. Die Gegenseite hat natürlich Lunde gerochen und sagt, ja, wir wollen aber das ganze Buch weghaben. Und dann hat sich der Verlag dazu bereit erklärt, ja, wir veröffentlichen das Buch nicht mehr. Konnte das auch leichten Herzens, weil die erste Auflage war abverkauft. Das Ganze, um das mal deutlich zu machen, hat auch eine strafrechtliche Komponente damals gehabt. Für Inhalte, die wir in dem Buch enthüllt haben, ist der Apotheker zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ah. Also der war dann irgendwann auch hinter schwedischen Gardinen. Und da siehst du dann auch mal diese Eigenarten, presserechtlich kompliziert, Frage des Geldes, verlierst du auch, wenn das Geld fehlt. Aber strafrechtlich ist die Sache eigentlich klar, sogar so klar, dass jemand dafür ins Gefängnis geht. Und das sind so diese äußeren Umstände, mit denen du dich da auseinandersetzen musst, wo du halt ständig dich bewegst als investigativer Journalist. Also ich müsste jetzt lang überlegen, wann irgendeine Publikation von mir nicht ein rechtliches Nachspiel hatte. Also ich würde sagen, von 4 bei 3 gibt es ein juristisches Nachspiel. Nochmal ganz kurz generell zu dem Buch. Heißt ja Die Sprengung, Untertitel Der Nord Stream-Anschlag, die Jagd nach den Tätern und Deutschlands Verrat an der Ukraine. Da habe ich gestutzt. Okay. Weil, ich meine, du hast ja gerade selbst erzählt, auch ihr seid euch sicher, Ukrainer sind die Täter. Ukrainer, aber nicht die Ukraine. Ukrainer. Also Herr Zelensky, Regierung. Genau. Aber es waren ukrainische Staatsbürger, die einen verbrecherischen Anschlag, Bundesregierung spricht sogar von terroristischen Anschlag, verbrecherischen Anschlag auf die deutsche Infrastruktur. Auf deutsche kritische Infrastruktur von Russland nach Deutschland. Gut, die Pipeline gehört Gazprom und wenn ich richtig informiert bin, ist Gazprom, oder gehört überwiegend Gazprom, wenn ich richtig informiert bin, ist Gazprom ein russisches Unternehmen. Gut, aber ich bin jetzt immer noch rechtsstaatsgläubig und der Bundesgerichtshof sagt, das ist deutsche kritische Infrastruktur. Warum sagt ihr dann, dass es bei dieser Sprengung in Nord Stream um Deutschlands Verrat an der Ukraine geht und nicht andersrum? Ist das nicht ein Verrat von Ukrainern an Deutschland? Also von Ukrainern. Wenn deutsche Rechtsradikale in Frankreich eine Synagoge in die Luft sprengen, würde man dann sagen, Deutschland hat eine Synagoge in Frankreich in die Luft gesprengt? Ich habe ja Ukrainer gesagt. Und die Frage ist ja, warum nennt ihr das nicht ein Verrat von Ukrainern an Deutschland, sondern ihr sprecht, dass es einen deutschen Verrat, Deutschlands Verrat an der Ukraine gibt. Okay. In Sachen Nord Stream. Wo hat Deutschland die Ukraine verraten? Bei dem Nord Stream-Anschlag? Nicht bei dem Anschlag, sondern geht es ja um die Politik. Ja. Gut, vielleicht hätten wir uns vor Veröffentlichung treffen sollen. Ja, stimmt, man kann drüber streiten. Das hat mich sofort der Gedanke dahinter ist, dass dieser Anschlag natürlich auch politisch benutzt wurde. Ne? Weil es stand dann im Raum, auch durch das Wall Street Journal, also irgendwie nicht ein Käseblatt, sondern einer der größten und einflussreichsten Zeitungen der Welt. Es war Zelensky. Und dann war natürlich die politische Debatte ausgelöst, können wir eigentlich noch die Ukraine unterstützen? Und Scholz war immer sehr zurückhaltend, bekanntermaßen, wenn es um Waffenlieferungen geht. Und als Beispiel dann, wie diese Geschichte rauskam, die Spur geht in die Ukraine und durch Wall Street Journal, Zelensky könnte mit drin hängen, hat dann Olaf Scholz damals dann auch laut drüber nachgedacht, ob die finanzielle Unterstützung der Ukrainer, ob man die jetzt lässt, weil es gäbe ja jetzt EU-Gelder. Da gab es einen riesen Aufschrei, auch in seiner eigenen Partei. Wolfgang Schmidt musste dann ein Rundschreiben verfassen, um die Gemüter zu beruhigen. Also das fand ich spannend. Immer wenn es Hinweise gab, die in die Ukraine gingen und nicht differenziert wurde zwischen Ukrainer und dem Staat Ukraine, gab es Debatten, kann man liefern, kann man nicht liefern. Also das war schon... Es ist so gut, dass es Debatten gibt. Ne? Ja, klar. Aber... Darum, also ich habe es auch mal mitbekommen, ja, natürlich waren auch alle Regierungen, auch nach Scholz jetzt mit Merz, die sind
in dem Sinne zurückhaltend in Sachen militärische Hilfe für die Ukraine, wenn du quasi die andere Seite siehst, die hier auch in Berlin, so alles, was sie brauchen. Alles, was sie, egal was die Ukraine einfordert, das müssen wir schicken. Da bin ich erstmal froh, dass wir dann quasi eine Exekutive haben, die sagen, vielleicht erstmal nicht alles. Nee, es ist schwierig. Also wir beide haben jetzt auch hier leicht reden. Also wenn du darüber entscheiden musst, also jetzt bei allen... Deutschland ist, glaube ich, in Europa immer noch der größte militärische Unterstützer der Ukraine, jetzt nachdem die Amerikaner weg sind. Also, dass wir uns ist dem so? Ja. Also im Großen und Ganzen, aber du musst es ja immer in Die Relation... Deutschen haben Kampfpanzer geschickt. In Relation, ich meine, es hieß ja, wir haben das meiste Geld nach den Amerikanern geschickt, aber wenn es dann irgendwie umlegst, dann rangiert Deutschland, glaube ich, zwischen Platz 15 oder 19 und das kleine Estland oder Dänemark haben viel, also in Relation zur Bevölkerung und zum Bruttosozialprodukt viel mehr geleistet. Aber man kann doch jetzt weder bei der Ampelregierung noch bei Merz jetzt sagen, dass wir Ukraine zurückhalten für militärisch unterstützen. Wir geben doch schon jede Menge. Wir geben nicht alles, Taurus und so weiter. Das ist ist es falsch? Ich meine, Fakt ist ja wirklich, da gibt es jetzt hoffentlich keine zwei Meinungen drüber, wer hier der Aggressor ist. Ja? Russland überfällt die Ukraine, keine Frage. Begeht schwere Kriegsverbrechen in der Zivilbevölkerung. Dass man da die Ukraine unterstützt, liegt nahe. Ich persönlich, auf einer persönlichen Ebene, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Wenn wir jetzt eine Regierung also von einer persönlichen Ebene stellen sich mir dann natürlich auch ganz andere Fragen. Aber politisch, geopolitisch. Aber da bin ich ja völlig bei dir. Wenn wir jetzt Regierungen hätten, Bundesregierungen, die, obwohl die Ukraine angegriffen wird, illegal angegriffen wird von Russland, unsere Regierung sagen würden, wir helfen denen nicht, weil irgendwie Geschichte, Russland oder whatever, dann würde ich ja verstehen, dass ihr von einem Deutschlands Verrat an der Ukraine spricht, weil das wäre ein Verrat. So an Freiheit in Europa, Demokratie und alles Mögliche. Aber das ist ja nicht der Fall. Naja. Wo ist der Verrat an der Ukraine? Während die Ukrainer Nord Stream sprengen. Der Bau von Nord Stream ist halt zum Nachteil der Ukrainer gewesen. Ist so. Wirtschaftlich und auch geopolitisch. Da beißt, glaube ich, der Maus keinen Faden ab. Ja, aber das ist nur was anderes als ein Verrat. Aber ich finde das ein... Too much? Ja. Okay. Darum sollte man das gut begründen können. Ich habe es ja dargelegt, wie wir das sehen und wodurch für uns die Zeile irgendwie gerechtfertigt war. Du siehst es anders. Nee, haben Ukrainer jemals, also ukrainische Regierungsseiten und so weiter, jeweils davon gesprochen, dass sie verraten werden durch Berlin? Habe ich auch noch nicht gehört. Wie? Ja, ich meine, die Polen, Osteuropäer, Amerikaner haben immer im Nord Stream-Bau kritisch gesehen, gerade Nord Stream 2. Die Ukrainer haben insbesondere insistiert. Mir wäre aber neu, dass Kiew, ob nun Zelensky oder andere, gesagt haben, ihr verratet uns. Mir schildert eine Anekdote in dem Buch. Nach Kriegsausbruch sind 3 osteuropäische Staatschefs zu Zelensky gereist. Und Zelensky sagte dann zu denen, tut mir einen Gefallen, also wir sind jetzt so im April, Mai, wenn ich mich richtig entsinne, 22, also der Krieg geht schon ein paar Monate, ruft Olaf Scholz an und bittet ihn, dass er mich nicht länger anruft. Und dann sagen die, warum? Sagt er, ja, er drängt mich zu kapitulieren. Wir haben natürlich Scholz damit konfrontiert, der streitet es ab, aber warum soll ich jetzt ausländischen Staatschefs weniger glauben als Olaf Scholz? Ich glaube, man sollte allen gleich wenig vertrauen, oder? Ich finde, das ist... macht mich jedenfalls stutzig. Okay. Weil wir ja quasi über ein Verbrechen an diesen Nord Stream Pipelines sprechen, wo die Ukrainer die Täter sind.
Und dann steht auf deinem Titel zu dem ganzen Ding Deutschlands Verrat an der Ukraine. Ja, ich habe doch dargelegt, Ja. versucht darzulegen, wie die Sabotage benutzt wurde, um da auch politisch irgendwie zu argumentieren. Ich gebe dir recht, wenn man auch diesen Anschlag aus Sicht der Ukrainer als logisch empfinden kann, es ist ein Verbrechen. Da müssen wir nicht drüber reden. Ein Anschlag ist ein Anschlag, eine Sabotage ist eine Sabotage, es ist ein Verbrechen, klar. Wir gehen gleich das alles mal chronologisch durch, weil ich finde, das ist für unser Laienpublikum am besten quasi, wie es da offenbar zu diesen Anschlagsplänen gekommen ist, wie es dann passiert ist, was danach passiert ist. Nochmal ganz kurz, aber eine journalistische Frage, damit die Leute das auch besser nachvollziehen können. Wie recherchiert man da eigentlich? Und wie kann man quasi die verschiedenen Seiten, du hast ja Quellen dann quasi auf der ukrainischen Seite. Ihr habt mit Tätern gesprochen, ihr habt mit Leuten, die die Täter kennen, gesprochen, wahrscheinlich mit Geheimdienstlern von verschiedenen Seiten. Dann gibt es die Seite, die hier quasi politisch verantwortlich ist. Du hast gerade schon Scholz und Schmidt und so weiter gesagt, die reden nicht mit dir. Dann gibt es aber den Generalbundesanwalt, der ermittelt und anklagt. Die reden wahrscheinlich auch anders mit dir und geben dir nicht alles preis. Wie geht man da in der Recherche mit um? Weil ich kann mir vorstellen natürlich, das gibt es auch andere aus der Historie, so, dass Täter nicht, also die Täter, selbst, also die sagen, dass sie die Täter sind oder die Täter kennen, das muss ja auch nicht stimmen, was sie dir erzählen. Das stimmt alles, was du sagst. Wie geht das, wie kann man da die Glaubwürdigkeit von Quellen und Tätern? Ja, das ist ja die Kunst oder auch die Herausforderung. Es ist teilweise viel banaler. Also ich habe gesagt, oder vorher erzählt, dass ich relativ spät auf dieses Thema eingestiegen bin. Und es gab schon viel Veröffentlichung. Also du liest erstmal alles, was veröffentlicht ist. Dann ergibt sich ja schon mal ein Bild, aber es geben sich auch Fragen. Welche Fragen sind offen? Wer hat sich wo wie geäußert? Und daraus ergibt sich schon mal eine Liste von möglichen Gesprächspartnern. Von Politikern bis zu Geheimdienstlern, bis zu Ermittlern. Dann ist natürlich die Frage, wie kommt man an die ran? Gibt es Paper Trails? Gibt es irgendwelche belastbares Material, Dokumente, E-Mails? Wie kommt man an die ran? Das ist halt die mühsame Kleinarbeit und manchmal hast du einfach auch Glück. Beispiel die Involvierung der Amerikaner. Ich würde mir jetzt gern was drauf einbilden, das rausbekommen zu haben, aber es war einfach so ein Glückstreffer. Ich habe mit jemand, wie umschreibe ich das jetzt? Sag mal so, der war jetzt der CIA nicht fern und auch nicht irgendwie der Türsteher in Langley über einen größeren Sachverhalt geredet. Über die Ukraine und auch über die Warnungen der Amerikaner an die Deutschen, die ständig gewarnt haben und nicht ernst genommen wurden. Und ich hatte dann im Vorgespräch auch angekündigt, ich würde gerne über Nord Stream sprechen. Dann war aber sofort so klar, das Thema, das läuft nicht. Natürlich habe ich es trotzdem angesprochen und dann war zu meiner Freude, hat man sich darauf eingelassen. Und damals war bekannt, dass die Holländer Wind von der Operation bekommen haben die CIA informiert und die CIA hat unter anderem Deutschland und andere Partnerdienste informiert. Das war in den Medien, das habe nicht ich rausgefunden, das haben andere rausgefunden. Ich konnte mir das immer nie vorstellen, warum ausgerechnet, jetzt nichts gegen den niederländischen Geheimdienst, aber wie ausgerechnet der niederländische Geheimdienst noch mehr weiß als die CIA. Ja, MH17, oder? Hat das damit nichts zu tun? Spielt auch mit rein, das niederländische Passagierflugzeug aus der Ukraine abgeschossen wurde von den dass Russen. Der niederländische Geheimdienst sehr aktiv und gute Quellen in der Ukraine hat. Klar. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ja. Das ist einer der Gründe, aber das ist trotzdem noch ein weiter Weg. Gut. Ja. Und dann sagte ich, also Sie können mir nicht weismachen, dass Sie das nicht vor den Niederländern gewusst haben. Da hatte ich einen Lucky Punch. Und 48 Stunden später war Ulrich in der Ukraine und traf sich mit den Strippenziehern. Wissend, was
was wir schon jetzt wissen. Das war auch immer eine These von uns. Das kann nicht sein, dass dieses große CIA das nicht vor den Niederländern wussten. Da wussten wir noch nicht, dass die involviert waren. Dann war Ulrich bei den Ex-Geheimdienstlern, bei den Strippenziehern und hat die dazu befragt. Und wir hatten einfach ein Momentum. Ihr Kollege war schon verhaftet, war schon ausgeliefert. Die wollten einfach nach vorne gehen und erzählten dann auch. Und die erzählten dann auch die Geschichte mit der Finanzierung. Und da hast du plötzlich innerhalb von 48 Stunden aus 2 unterschiedlichen Quellen den Hinweis, was da im Hintergrund so gelaufen ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Aber trotzdem ist ja das Grundproblem anders als bei einer Bundesanwaltschaft und die andere Seite, die ja quasi nachverfolgt und die aufklären will. Ja. Du hast es hier mit Tätern und Geheimagenten oder Ex-Geheimagenten zu tun. Du hast vorhin gerade gesagt, Agenten lügen. Und Verbrecher lügen auch. Oder sie lügen dich nicht die ganze Zeit an, aber geben dir nur das, was stimmt, was ihnen vielleicht in den Kram passt. Und das, was ihnen nicht Kram passt, da entweder belügen sie dich oder sagen sie nicht die Wahrheit. Ja, wie könnt ihr das, also woher weiß ich, dass ihr das jetzt... Wie habt ihr festgestellt? Du baust natürlich, also wenn jemand mit mir redet als Whistleblower oder als Quelle, wie auch immer, ist meine erste Frage, die ich an mich selber stelle, warum? Was ist seine Motivation? Gibt es viele Möglichkeiten? Er hofft, dass er Geld bekommt, er hofft, dass er will Politik machen, jemand anschwärzen will, Ärger machen. Also du hast selten jemanden, der hehre Ziele hat. Ich meine, eine Quelle, ein Kronzeuge kann ja nur erzählen, wenn er Teil des Verbrechens war, ob es jetzt bei Cum-Ex ist oder bei Nord Stream. Also kann ja nur einer erzählen, der dabei war. Also, aber auch ein Kronzeuge muss nicht immer die Wahrheit sagen. Klar. Und dann geht es natürlich darum, ist das belastbar, kriegst du eine zweite Quelle. Wie gesagt, bei der Geschichte ist es ungleich komplizierter, der Wahrheit nahe zu kommen. Und ich sage bewusst, wir wissen nicht alles. Bei Cum-Ex, wo es um viel, viel mehr Geld geht und auch für mich ein größeres Risiko, aber da hast du unglaublich viel Dokumente, Gigabytes, Terabytes. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit, irgendwelche Cum-Ex-Geschäfte nachzuspüren, die zu rekonstruieren, Handelsdaten zu analysieren. Aber da hast schwarz auf weiß. Da hast du mehr schwarz, da musst du erstmal durchdringen. Das schaffe ich auch nicht alleine, da brauchst du dann auch jemanden, Datenjournalisten, was weiß der Teufel. Ja. Und es dauert oft Wochen oder Monate. Also da fühle ich mich, ich kann nur auf Anfang der Sendung zurückkommen, da fühle ich mich wohler als natürlich in diesem Geheimdienstmilieu, wo es schwierig ist. Vielleicht haben die eure Naivität oder deine Naivität ausgenutzt. Ja, aber dann nicht nur uns, also die wollten nach vorne, die wollten raus mit der Geschichte. Das wollte ich auch gerade. Warum? Wie dumm sind eigentlich Strippenzieher oder Verbrecher? Die wollen, dass euch das... Nee. Die waren ja schon länger im Verdacht und haben sich da immer gewunden. Also ich war jetzt nicht mit Ulrich in der Ukraine, aber ich habe mit einem der Strippenzieher einen Videocall gehabt, aber wir haben jetzt keine große Gesprächsebene gefunden, muss ich zugeben. Aber ich habe trotzdem viel gelernt über die Ukrainer und auch über die Täter. Die haben, wenn du mit denen redest, die sind stolz drauf. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt. Das war eine Heldentat für die. Für die ist es eine Heldentat und es wird in der Ukraine als Heldentat erachtet. Selbst der Herr Tusk sieht es als Heldentat. Wenn ich Bojans Buch richtig verstehe, ist das für ihn auch eine Heldentat gewesen. Ich will es den Kollegen... Jeder kann nachlesen, was der geschrieben hat und jeder kann nachlesen, was mir geschrieben hat. Sitzt du jetzt hier gerade mit gelb-blauen Socken im Studio? Nee, tue ich nicht. Also Bojan hat ja bei Lanz mal gesessen und... Ja. Also das finde ich ja schwierig. Ja, aber wenn ich den Gedanken... als Heldentat und so weiter. Ja, aber wenn ich den Gedanken zu Ende führen darf, wenn du das dann, als ich das dann gelernt habe, begriffen habe, dann kannst du natürlich Äußerungen anders einordnen. Trotzdem muss es noch nicht die Wahrheit sein. Ne? Also deshalb versuchst du halt noch andere Gesprächspartner zu finden. Da ist natürlich von Interesse, was haben die Deutschen schon rausgekriegt durch ihre Ermittlungen, welche Sachbeweise gibt es. Also, dass es diese Crew war, die auf der Andromeda war, das ist
fast zweifelsfrei, würde ich sagen, einfach weil sie Spuren hinterlassen haben Hast du in das ihrer Amateurhaftigkeit. Grenzübergänge, sie wurden kontrolliert. Manchmal ist es zum Haare sträuben. Also der in Italien verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert wurde, der war im Urlaub mit seiner Familie mit dem Klarnamen. Ich meine, da macht es halt irgendwie im Ritschratsch im Computer und dann blinkt, sein Name war bekannt. Er musste eigentlich davon ausgehen, dass der bekannt ist. Also es ist mir zum Beispiel auch ein Rätsel, wie konnte jemand, war geradezu eine Einladung, den zu verhaften. Jetzt sitzt er in Hamburg. Aber habt ihr denn quasi bei euren Quellen und den Strippenziehern irgendwann auch mal Ungereimtheiten festgestellt? Oder war da so, guck mal, das stimmt, das wird schon stimmen? Nee, wir äußern ja auch unsere Skepsis im Buch, im Vor- und Nachwort und sagen auch klipp und klar, dass viele Sachen offen sind und die dann, also gerade diese Sprengstoffgeschichte, die das auf komplett anderes Licht ergeben können. Und natürlich nimmst du nicht alles für bare Münze, was sie dir erzählen, klar. Oder gerade, ich meine, beschreibt ihr ja auch ein Buch, Ex-Geheimdienstler, ja gut, da sind ein paar Taucher, irgendwie Zivilisten quasi so dabei. Also mit einem der Strippenzieher, mit dem ich versucht habe zu sprechen, das ist ein Killer. Der hat also in frühere Operationen Leute ins Jenseits befördert durch Bombenanschläge und so. Das ist schon gruselig, Da würde man ja dich meinen, mit so jemandem zu unterhalten. Ne? Erstens das. Ja. Und zweitens würde man meinen, da hast du es mit einem Profi zu tun. Oder mit Profis. Und dann liest du auch in deinem Buch auf dem Schiff, also an Andromeda, mit der sie dann quasi an die Ostsee geschippert sind, das Ding da alles gemacht haben, was wir gleich noch besprechen. Da gibt es dann schlechte Passfälschungen, die sie hinterlassen. DNA, Fingerabdrücke, Sprengstoffspuren auf dem Boot. Es gibt ein Blitzerfoto, glaube ich, in Rügen, wo der eine auf die Andromeda geht. Die Kaution des Schiffs wird nicht abgeholt. Es gibt echte spätere Reiserouten, die klar und deutlich werden. Und dann sagte der Hintermann da, ja, Männer können halt nicht putzen. Wenn wir es aber mit Profis zu tun haben, dann hört sich das aber alles sehr amateurhaft an. Ja, das sagte ich ja. Die Strippenzieher sind Profis, das sind Geheimdienstveteranen, aber die den Plot aufgeführt haben, sind keine Profis. Das sind Zivilisten, Tauchlehrer, die eben nicht wie Geheimdienstler denken und funktionieren. Und was ich auch gelernt habe, die wollten einfach diesen Anschlag durchführen. Es war klar, sie kriegen keine Unterstützung von Militär. Der militärische Oberbefehlshaber hat das ja abgelehnt. Sagt, ich habe keine Leute, ihr müsst es selber machen. Es musste schnell gehen, ist egal wie, das Ding durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube auch, aber das ist jetzt eine Mutmaßung, die haben einfach auch wahnsinnig viel Glück, dass es überhaupt funktioniert hat. Dass sie nicht vorher irgendwo aufgeflogen sind. Also, aber das war, ehrlich, ist jetzt aber auch eine Spekulation von mir, den Strippenziehern, glaube ich, auch egal. So quasi, die schicken wir jetzt ins Gefecht, sie kriegen es hin oder sie kriegen es nicht hin. Sie fliegen auf oder sie fliegen nicht auf. Ja, sie sind aufgeflogen. Nachträglich, aber es hätte auch vorher passieren können. Nur ganz kurz, ihr habt hauptsächlich Kontakt gehabt zu den Strippenziehern, aber nicht zu denen, die auf dem Boot dann waren. Das sind ja, glaube ich, wie viel waren es? 8, 9 Leute? Es waren erst 6 und dann kam noch ein 7. dazu. Also, Habt ihr mit einem der tatsächlichen, die das durchgeführt haben, geredet? Bei den Treffen mit den Strippenziehern war einer dabei, der mit auf dem Boot war. Aber es war. Hat der mit dir geredet? Oder mit euch? Ich war ja nicht dabei, Ja, okay. aber Mit Ulrich. mit Ulrich und James Reed, das ist ein Mitarbeiter von uns, der da mitgearbeitet hat. Klar, der hat sich dann zu verhalten oder sie haben dann irgendwie sag was oder bestätige das oder was weiß ich, aber klar. Ich hatte von anderen, vom NDR-Kollegen auch mal gehabt, quasi, die waren teilweise gesprächswillig, also entweder also quasi Journalisten zu helfen, westlichen Journalismus, da quasi die Strippen nachzuvollziehen und so weiter. Und da war da mal so, ja, aber gib mal Geld. Habt ihr das auch erlebt? Nee. Dass Quellen oder potenzielle Leute, die mit dir gesagt haben, hier, gib mal Geld, Nee. dann gebe ich Also nicht in der Geschichte. Nee. Gibt man Informationen. Ist das journalistisch, kann man das machen als Journalist? Geld einer Quelle geben, damit die redet? Nee, das wäre Anstiftung. Aber ich habe beispielsweise in dem Buch, wo ich vor 5 Jahren hier war, ja beschrieben, wie ich einmal einer Quelle auch Geld gegeben habe, weil die Quelle das verlangt hat. Das macht man doch eigentlich nicht als Journalist, oder? Ja.
ich hatte damals kein Problem mit, weil ich habe den nicht angestiftet, sondern der wollte für eine bestimmte Information oder Akte Geld haben. Und die Akte, denke ich, war es wert. Und ich habe das, glaube ich, damals im Buch auch versucht auszuführen. Das Verrückte ist, weil du sagst, wann glaubst du einer Quelle oder wann glaubst du einer Quelle nicht? Ja, klar. Eigentlich, wenn eine Quelle sagt, hier, ich habe eine Akte, du schaust rein, die ist echt und die dokumentiert das und das, und dafür will ich Geld. Das ist eigentlich die ehrlichste Informationsbeschaffung, die man sich vorstellen kann. Weil das irgendwie klar, um was es geht. Ansonsten sage ich ja, rätselst du oft, was will derjenige, der dir das erzählt, im konkreten Fall da bei Nord Stream. Was treibt denn? Wie muss ich das einschätzen? Kann ich dem glauben? Wie weit kann ich dem glauben? Das andere ist eigentlich eine klare Angelegenheit. Aber ehrlich gesagt, die Zeiten, ich mache den Job jetzt auch schon seit 40 Jahren, früher wurde für Information bezahlt, ob es jetzt beim Stern oder beim Spiegel war. Wahrscheinlich will es heute niemand mehr hören, aber das war früher der Fall. Das ist heute nicht mehr so. Das ist allein die ökonomische Situation erlaubt es nicht mehr. Oder gerade deshalb, weil alle alle verzweifelt nach tollen Storys sind. Nein. Gut. Ich würde... Achso, noch zu den Drahtziehern, zum Beispiel auch, um zu zeigen, dass die einfach anders ticken. Sind auch immer Männer, ja? Keine. Bei den Tauchen war eine Frau dabei. Die Drahtzieher waren auch immer wieder in Talkshows in der Ukraine. Und als sie suspendiert waren oder von Zelensky gefeuert wurden oder weil sie eine Operation nicht durchführen durften, das haben die öffentlich gemacht und haben Zelensky als Verräter dargestellt. Das musst du mal vorstellen, auf Deutschland übertragen, ein Ex-BND-Präsident geht zu einer Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen oder sitzt hier bei dir und bezichtigt den amtierenden Bundeskanzler als Verräter. Es ist undenkbar. Also, was ich damit sagen will, die ticken irgendwie ein bisschen anders. Das musste ich auch erst lernen und Ulrich auch, um auch deren Aussagen irgendwie einschätzen zu können. Also, es ist Krieg, die gehen raus und hauen da um sich, ohne Rücksicht auf Verluste. Und sie halten das für eine Heldentat. Die sind stolz drauf. Wie viel habt ihr mal gecheckt, wie viel politische Ideologie dahinter steckt? Weil man hat ja auch oft hier, ich meine, wir wissen von Azov-Bataillonen im ukrainischen Militär, also wirklich rechtsradikale, rechtsextreme Gruppen, wo ich mir vorstellen kann, wenn die einen jüdischen Präsidenten haben, was Zelensky ist, da ist erstmal grundsätzlich eine Antipathie. Würde ich nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Also, dass die Antipathie auch ideologische Hintergründe hat. Habt ihr da irgendwas gefühlt? Oder, ja, du kannst manchmal, gibt es dann so Andeutungen, wo du denkst, oh, kann man so oder so interpretieren, aber das haben wir jetzt natürlich nicht vertieft. Keine verräterischen Tattoos gesehen und so weiter? Nee. Ich würde mal chronologisch vorgehen. Okay. Du kannst immer sagen, wenn ich irgendwas übersprungen habe, aber ich mache mal ganz kurz, wir hatten ja schon gesagt, Herbst 2005 beginnt eigentlich die Geschichte von Nord Stream. Da haben nicht Putin und Schröder kurz vor der damaligen Bundestagswahl noch vereinbart, wir bauen hier mal Nord Stream. Die erste Gaspipeline von Russland nach Deutschland ist dann 2011 in Betrieb gegangen. Dann war das offenbar so erfolgreich, dass Merkel mit Putin, nachdem schon der Maidan war und die Russen im Osten der Ukraine ihre Männchen einlaufen lassen haben. Und da war schon ein Krieg vonstatten. 2015 hat Merkel dann mit Putin beschlossen, dass Gazprom noch eine zweite Pipeline baut. Nord Stream 2. Unter politischen Protest der EU, Polen, natürlich Ukraine, die Amerikaner auch. Auch der Unterschied, die Amerikaner haben bei Nord Stream 1 noch nicht so hart protestiert wie bei Nord Stream 2. Dann steht auch in eurem Buch, 117 bis 119, beschreibt ihr, im Sommer 2015 ging es dann auch los, hat bis 2017 gedauert, dass die CIA mit den niederländischen Geheimdiensten und dem ukrainischen Militärgeheimdienst eine enge Kooperation gegen Russland aufgebaut haben.
Das hast du jetzt schön sagen dürfen. Das kann man auch noch drastischer ausdrücken. Aber okay, mach weiter. Ich hab's mir jetzt mal. Und das wurde irgendwie Operation Goldfisch genannt, wo dann ukrainische Agenten in Amsterdam und Rotterdam ausgebildet wurden. Ist da der Ursprung für die niederländischen Quellen? Und auch also das war auch nachdem MH17 abgeschossen wurde. genau, also 2014, 2015 war halt so ein Gamechanger, ne? Der russlandorientierte Präsident musste sich absetzen und natürlich auch die damaligen Geheimdienstler. Und die CIA sah da ein Vakuum und dachte, okay, wir gehen da rein und restrukturieren oder bauen den Militärgeheimdienst neu auf. Und dann kamen sie irgendwie zusammen mit, manchmal ganz menschlich, das war der örtliche Resident des CIA, dessen Kinder in die gleiche Schule ging wie der Resident des niederländischen Geheimdienstes. Sie haben sich kennengelernt und gesagt, ja, da gibt es ein Vakuum, lass uns da reingehen. Wir können das quasi neu aufbauen, reorganisieren. Das ist dann quasi ihr Geheimdienst. Die Leute, und da gehören auch die Strippenzieher und Hintermänner von dem Anschlag dazu. Also ich nenne die immer flapsig Kinder des CIA, die wurden damals rekrutiert, ausgebildet in Langley, in Holland und es waren ihre Leute. Also die hatten natürlich Kontakt nach Russland, die sprachen die Sprache, die haben abgehört. Das war natürlich für den amerikanischen Geheimdienst und auch für den niederländischen Geheimdienst aus deren Sicht natürlich Gold. Also quasi im fremden Land einen Geheimdienst zu haben, der nach ihrer Pfeife tanzt und auch von ihnen durchfinanziert ist. Ein prägnanter Name ist hier Roman Czerwinski. Auch 2015 hat die CIA laut euch im SBU, was ist SBU? Es gibt zwei Geheimdienste. Der eine ist der Inlandsgeheimdienst, das ist der SBU, und dann gibt es den militärischen Geheimdienst in der Ukraine. Also wie bei in den meisten Ländern gibt es verschiedene Geheimdienste auch in der Ukraine. Gut, SBU ist der ukrainische Geheimdienst. Ihr beschreibt jetzt hier, baut in diesem ukrainischen Geheimdienst das sogenannte 5. Direktorat auf. Und dieser Roman Czerwinski, der gleich noch relevant wird dessen Leiter. Das ist interessant. Dann 4 Jahre später, in der 2019, wechselt dieser Czerwinski zum GUR. Was ist GUR? Das ist dann der militärische Geheimdienst. Das ist der Ukrainer? Der Ukrainer, ja. GUR Genau. gibt es auch in Russland, aber da hat es andere Funktionen. So, Czerwinski hat, wie gesagt, CIA-Kontakte. Und jetzt gehen wir mal, wir überspringen mal die ganzen politischen Sachen, weil wir das ja schon rausgearbeitet haben. Ja. USA, Trump, Obama, Biden haben Druck gemacht, die Polen haben Druck gemacht auf Deutschland. Merkel waren alle, mit Scholz war für Nord Stream. Am Ende gab es einen politischen Kompromiss. Okay, wenn die Russen irgendwas noch machen in der Ukraine, dann werden die Amerikaner dafür sorgen und wir dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht an den Start geht. Wo viele ja auch anhand dieser Pressekonferenz dachten, naja, we will make sure, dass das quasi eine Drohung war von den Amerikanern. Wir hauen das, ballern das weg. Meine Quellen, aber nur ganz kurz, meine Quellen haben immer gesagt, nee, es gab einfach nur eine schriftliche Vereinbarung. Das war der Kompromiss. Wenn die Russen irgendwas noch mehr machen in der Ukraine, also was seit 2014 nach Maidan schon passiert ist, sprich eine Invasion, militärische Angriffe und so weiter, dann sagen die Deutschen, okay, dann machen wir das nicht. Das war die Zusage an Amerikaner. Ja, und die Amerikaner haben aber die Zusage frühzeitig eingefordert. Als sich abgezeichnet hat aus amerikanischer Sicht, dass es zum Krieg kommt, haben die Zusage eingefordert. Ja. Ihr müsst jetzt die Karte ziehen. Ja. Und das wollte man nicht. Aber mir wäre neu, dass irgendeiner gesagt hat, wir ballern das weg. Oder wir werden Nord Stream quasi zerstören. Es gibt ja Teile der Öffentlichkeit, die das so verstanden haben, als Biden das in der Pressekonferenz so, we will make sure. Ja, das galt als Indiz für die Vertreter. Genau, die sagen, die Amerikaner haben die Pipeline in die Luft gesprengt. Ja. So, zurück zu der Chronologie. Wir sind im April 2022, kurz nach dem Beginn der Invasion der Russen, dieser Czerwinski, der erst bei dem Inlandsgeheimdienst war, jetzt beim Militärgeheimdienst, CIA-Kontakte hat, der wurde auf einmal stellvertretender Kommandant einer neuen Spezialeinheit. Dann holt er Anfang April parallel einen den Serhij Kuznetsov in seine Einheit. Das ist der in Italien gefangen wurde? Der jetzt in Hamburg im Gefängnis sitzt und auf seinen Prozess wartet. Das sind Jugendfreunde, die waren zusammen beim Geheimdienst, also als
Twents, haben da die Ausbildung gemacht, während Czerwinski dann aber beim Geheimdienst blieb und Karriere gemacht hat, ist der andere ausgestiegen und hat einen zivilen Beruf ergriffen. Allerdings dann nach Ausbruch des Krieges oder dem Überfall oder der Vollinvasion aus patriotischen Gründen hat er dann auch wieder zur Waffe gegriffen, wie vermutlich viele Ukrainer. So kam der dann auch wieder ins Spiel und als dann der Plan ausgeheckt wurde... Das wollte ich gerade noch sagen. Also Entschuldigung, wollte ich nicht... Ja, aber erklär mal so ein bisschen. Ich meine, ihr beschreibt das ja, okay, die sitzen da in Cafés, Büros von Kiew. Ne? Also und die planen Sabotage. Operation. Das war kurz nach Beginn des Krieges. Und dann habe ich so verstanden, dann haben sie auch mal, wir hatten hier mal eine Idee mit Nord Stream und so weiter. Können wir darauf nicht mal zurückkommen? Wie war das, als du mit denen darüber geredet hast, wenn überhaupt, dass man in einem Café in Kiew sitzt und sich dann da sowas... Also da gab es sicherlich nicht nur ein Treffen. Ich mein, nee. Also im gesamten April, ihr beschreibt das ja so einen ganzen Monat. Ja, also ich denke, die Details haben sie sicherlich nicht im öffentlichen Raum besprochen. Dafür sind es ja dann Profis und wissen, wo man solche Gespräche führen kann, wo vielleicht auch niemand zuhört, entweder physisch oder technisch. Ich hatte es ja eingangs erzählt, es gab diesen Plan 2019. Also da wird dann schon überlegt, wie kann man das machen? Und die hatten halt mehrere Sabotageakten. Czerwinski, ich weiß nicht, welche Anschläge er alles durchgeführt hat. Wir beschreiben ja auch ein paar andere in dem Buch. Und das sind ja alles Operationen, die dann auch nicht über Nacht entstehen, sondern das haben sie irgendwann eine Grundsatzentscheidung gefällt. Dann wird so ein Plan ausgearbeitet. Dann wird es sehr detailliert. Also Gesundheit. Also es hat auch schon ein Weilchen gedauert, aber die Grundidee und die Eckkoordinaten waren offensichtlich vorhanden. Und wichtig, Sie haben die Nord Stream Pipeline als ein legitimes Kriegsziel. Aus deren Sicht, ja. Aus deren Sicht angesehen. Ist da irgendwas aus deutscher Sicht nachvollziehbar? Weil die Russen greifen uns an, die Russen haben eine Pipeline gebaut nach Deutschland. Und darum ist das ein legitimes Kriegsziel. Das wird die spannende Frage, wenn es zum Prozess kommt, weil das ist die Kernfrage. Der Bundesgerichtshof und der Generalbundesanwalt sagen, nein, das ist kein legitimes Kriegsziel, weil das kritische deutsche Infrastruktur ist. Richtig? Jein. Also der Hintergrund ist, als der Ukrainer dann nach Deutschland ausgeliefert wurde und jetzt hier einsitzt, haben zwei frühere Anwältinnen von ihm Haftbeschwerde eingelegt und haben das damit begründet, legitimes Kriegsziel, er hat auf Befehl gehandelt und so weiter und so fort. Und dann musste über diese Haftbeschwerde entschieden werden. Ob die Haftbeschwerde jetzt so klug war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und dann hat der BGH sich dazu verhalten und sagte, nee, es ist A, kein legitimes Kriegsziel, B, hier kann auch nicht Befehlsnotstand beansprucht werden, weil es ja kein Soldat und der da mit Uniform und die Andromeda hat die ukrainische Flagge da durch die Ostsee geschippert sind, sondern es war eine Geheimdienstoperation. Da gelten anderen Regeln und sprach auch von Staatsterrorismus. Also in dem Schreiben, in dem der BGH diese Haftbeschwerde abgeschmettert hat. Damit hat der BGH, also da ging es jetzt natürlich die Latte sehr hoch gelegt für den Generalbundesanwalt, der jetzt eine Anklage schreiben muss und dann halt sagen muss, ja, wir sehen das ähnlich wie der BGH. Also der BGH hat jetzt kein Urteil in der Sache an sich gesprochen, da ging es nur um diese Haftbeschwerde. Hat sich aber sehr breit dazu geäußert. Und damit muss jetzt natürlich die Generalbundesanwaltschaft umgehen und wenn es zum Prozess kommt, auch das Oberlandesgericht Hamburg. Also das wird total spannend. Auf jeden Fall haben die sich in Cafés, Büros immer wieder getroffen und haben dann am Ende so eine Operation. Diameter. Ja. Wenn ich es richtig spreche, Diameter? Ich hoffe, ja. Sich ausgedacht. So, jetzt kommen wir gleich mal zu einer Frage, die ich beim anderen Buch von Panczewski gesehen hatte. Ich glaube, da hast du viel von den Cafés gelesen und weniger bei uns, wenn ich mich so grob erinnere. Aber die haben sich diese Nord Stream-Sache ausgedacht. In dem anderen Buch, das noch, man soll eigentlich über Kollegen reden, das war aber auch im Wall Street Journal zu lesen, dass es eine Schnapsidee war. So quasi bei viel Wodka, wir können ja mal die Nord Stream in die Luft sprengen.
Ja, Wer hat denn diesem General Hanuschak diese Operation vorgetragen? Wisst ihr das? das sind die Strippenzieher, also das ist dann dieser Czerwinski und Birbal, also um nochmal einen neuen Namen einzuführen, das war der frühere Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Mhm. So, die sind dann zu diesem General gegangen und gesagt, ey, wir haben hier einen geilen Plan. Nord Stream sprengen. Die Pipeline. Der General sagt, so geile Idee oder eine gute Idee und trägt dann dem Oberkommandeur, also dem obersten Militär in der Ukraine, Herr Saluschny, die Idee vor. So, ihr sagt dann, Saluschny hat dann keine Einwände gehabt und hat zusätzlich, also Saluschny, vorgeschlagen, warum nicht auch Turkstream? Genau. Erklär mal ganz kurz, was Turkstream ist. Das ist eine andere Pipeline, die dann der Türkei zugutekommt und auch Ungarn, klar. So, er sagt auch, warum nicht auch noch die andere Pipeline? Wenn der einhaken darf, das hat man versucht. Genau. Ja, Also ich will dir nicht ins Konzept, Entschuldigung. Ihr sagt, er hat das vorgeschlagen, nachdem er diesen Plan gehört hat. Bojan meinte, das war schon längst der Plan. Ne? Also, woher wisst ihr, dass das... Also Bojan beschreibt das so, es gab diese Operation Diameter und da war von Anfang an klar, okay, einmal Nord Stream-Attacke und einmal Turkstream. Und ich habe so bei euch verstanden, dass erst nachdem dieser Operationsplan mit Nord Stream dem Oberkommandeur Saluschny vorgetragen wurde, der dann auch gesagt hat, genau. Turkstream wäre doch auch noch schön. Ja. Und dann haben diese Strippenzieher gesagt, na gut, dann machen wir beides. Ja. Also A, wissen wir das von den Strippenziehern. B, ist es auch ein Bestandteil dieser holländischen Depesche, die ja sehr detailliert, von wem auch immer, von dem Plan erfahren haben. Und da wird es auch thematisiert. So, interessant ist, hast du das vielleicht auch mal verstanden? Oder erklär uns das mal kurz. Warum sagt der Oberkommandeur der ukrainischen, des Militärs, gute Idee, warum nicht auch noch Turkstream? Ich gebe euch aber keine Leute und ich werde den Präsidenten nicht informieren. Nicht informieren? Ja, nicht informieren. Ich unterstütze euch nur quasi moralisch. Macht mal, finde ich eine gute Idee, aber ich gebe euch jetzt hier, weil Kampftaucher könnte ich mir ja vorstellen im ukrainischen Militär. Ja, wir sind im April 22. Es ist seit ein paar Monaten Krieg. Es geht um alles und der Militärchef oder der militärische Oberbefehlshaber sagt, ich habe keine Leute für euch. Ach, das war der Grund. Ich habe keine Leute für euch. Ihr müsst es selber bewerkstelligen. Er kann gar nicht helfen. Ich habe keine Leute. Ich brauche jeden Mann, jede Frau. Dann war die Nachfrage, weiß Zelensky davon? Nee, gut, es bleibt dabei. Jetzt muss man auch wissen, dass Saluschny ein Gegenspieler von Zelensky ist. Er ist auch nicht mehr militärischer Oberbefehlshaber, sondern Zelensky konnte ihn nicht ganz feuern, weil Saluschny ist wahnsinnig populär in der Ukraine. Er ist ein Popstar. Der führt auch in Meinungsumfragen vor Zelensky und es wird auch gemutmaßt oder gemauschelt oder wenn es zu Wahlen kommt, dass er kandidiert und wahrscheinlich bessere Chancen hat als Zelensky, falls der wieder kandidieren würde. Hat natürlich auch irgendwie mediale Gründe. Also ich habe auch ein paar ukrainische Freunde, die dann so, natürlich, wenn irgendwas schiefläuft im Krieg, dann ist der Präsident schuld. Und wenn irgendwas... Saluschny gilt als Kriegsheld, weil er den ersten Angriff auf Kiew irgendwie mit Hilfe der Amerikaner zurückgeschlagen hat. Und wurde dann entmachtet von Zelensky, aber er konnte ihn nicht, weil er einfach zu stark, zu präsent ist. Er ist Botschafter in London. Er ist Botschafter in London und ich behaupte mal, der scharrt mit den Hufen. Na, immerhin wurde er nicht Botschafter in Brasilien. Kennst du die Geschichte? Ich kenne die Geschichte, aber die musst du erklären, weil ich glaube, die hast du auch hier ein Stück weit an diesem Tisch mit ausgelöst. Ja, Andrei Melnik hat den Job wegen diesem Interview hier verloren. Ich weiß. Ich hoffe, du wirst deinen Job hier behalten. Aber Herr Saluschny darf gerne kommen. Okay. Spricht er Englisch? Ich nehme doch stark an. Habt ihr mit dem geredet? Probiert man da mal was? Wir probieren alles und mit wem wir wann wie geredet haben, das können wir nicht sagen. So, dieser Czerwinski, der war ja dieser Teil der Gruppe, der Strippenzieher-Gruppe, die diesen Operationsplan ausgedacht hat, die ukrainischen Militär hier, Saluschny und so, mach mal, kein Ding. Laut euch kontaktiert denn dieser Czerwinski die CIA, Verbindungsleute, und fragt wegen Geld. Warum fragt er eigentlich die CIA wegen Geld? Da hätte die Ukraine doch 200.000 Euro
locker machen können, oder? Du musst dir das so vorstellen, ich habe es vorher gesagt, das sind Kinder des CIA. Also die sind im ständigen Austausch mit der CIA, auch wenn sie jetzt Veteranen sind. Okay. Beispiel Burba, der Veteran ist, also nicht mehr Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der fährt mit einem gepanzerten Auto durch die Gegend, das ihm die CIA zur Verfügung gestellt hat. Also das ist wirklich, man kennt sich, man redet miteinander und es macht aus ihrer Perspektive natürlich auch Sinn, die CIA ins Boot zu holen oder vorzutasten. Gehen die mit? Sind sie dagegen? Nee, sie waren nicht dagegen, haben sich neutral verhalten. Dann wagt man sich vor und sagt, könnt ihr euch beteiligen? Weil die Operation, wir haben das mal so hochgerechnet, kostet 200.000, 300.000 Euro. Es macht absolut Sinn. Als es dann nicht funktioniert hat, wie gesagt, dann muss ja die ganze Operation verschoben werden, weil sie aus anderen Quellen Geld besorgen mussten. Also ihr schreibt, es gab einen CIA-Beamten in Kiew, der dann erstmal gesagt hat, kriegen wir irgendwie hin. Ne? Da gibt es schon mehrere. Okay. Aber Ja? es macht ja auch Sinn, die CIA zu kontaktieren und vorzufühlen, sind die dagegen, stillschweigendes Einverständnis oder geht das sogar mehr, um Unterstützung zu kriegen. Klar. Know-how, also nicht nur Geld, sondern Know-how. Ich habe es ja erwähnt, die große Frage ist, wo kommt der Sprengstoff her? Ich meine, Burba ich weiß nicht, wie lange der am Ruder war als Militärgeheimdienstchef, kann man sich gut vorstellen, dass der weltweit natürlich die beste Connection hat, auch zu Partnerdiensten und da vielleicht irgendwo einen Gefallen eingefordert hat. Spekuliere ich mal. Er muss es, weil der Sprengstoff offensichtlich nicht aus der Ukraine kam. Es war ein besonderer Sprengstoff. Also, da muss der funktionieren in 80, 90 Meter Tiefe. Da wir jetzt Sprengstoff schon so oft hatten, machen wir das aber jetzt. Okay. Da war ja am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte auch damals mit Holger Stark für unseren Podcast geredet und so weiter, da war ja am Anfang so, das können keine Taucher gewesen sein, das wird vielleicht irgendwie so ein russisches Boot oder so ein riesen Kriegsschiff oder so möglicherweise gewesen sein, weil sich keiner vorstellen konnte, das muss ja TNT, das muss ja Tonnen an Sprengstoff sein, um diese Pipeline zu sprengen. Und dann haben sie, glaube ich, untersucht, und jetzt musst du mir helfen, dass das eben nicht so ein üblicher Sprengstoff war, wo man dachte, sondern das war so ein spezieller, wo man gar nicht so viel braucht, sondern ein paar Kilo reichen. Genau. Und dann hat man tatsächlich plausibel sich denken können, okay, wenn das ja so ein paar Kilo ist, dieses speziellen Sprengstoffs, das können auch Taucher hinbekommen. Was ist an dem Sprengstoff jetzt so besonders? Und wie heißt der? Du musst nicht sagen, wo man den kauft. Ich weiß nicht, in welchem Baumarkt der erhältlich ist. Der Sprengstoff, der fand scheinbar Platz in einer dieser Tauchflaschen, die man normalerweise für Sauerstoff hat. Also das waren eben nicht Tonnen, sondern wenige Kilos. Und der war sehr effektiv. Und die haben ja geübt und sich schlau gemacht und wussten genau, man muss das Ding an der Naht platzieren, dann reißt ein Loch und weil ja Druck drin ist, dann macht der Rest die Pipeline selbst und vergrößert das Loch. Nichtsdestotrotz, es ist eine Harakiri-Aktion gewesen. Verrückt. Aber die haben das da getestet, oder? Ob das auf dieser Sprengstoff klappt? Aber irgendwie im Baggersee mal geübt und wie ist die Wirkkraft. Und auch, ich meine, die Taucher waren, also erfahrene Taucher, die auch schon solche Tiefen getaucht sind. Aber unter diesen Bedingungen mit Sprengstoff, unter diesem, nehme ich mal einen psychischen Druck, in der Ostsee, wo man wahrscheinlich die Hand vor Augen nicht sieht. Ja. Also es ist wirklich... Ich hatte jetzt bei dir gelesen, ist eine Harakiri-Aktion. Ich hatte bei dir gelesen, dass sie mit Sprengstoff Bombenattrappen trainiert haben. Auch, nicht mit dem Sprengstoff selbst. Sie haben eine Probesprengung gemacht, aber allein diesen Tauchgang mal zu üben, ne, runtergehen, mit den Flaschen, die zu platzieren, da haben sie natürlich mit Attrappen geübt. Klar. Gut, wir waren im April noch, CIA fand die erste Idee ist gar nicht schlecht und der Czerwinski von dieser Strippenzieher-Truppe, nennen wir das jetzt mal, hat gesagt, $200.000 wäre nicht schlecht und der CIA-Typ erstmal laut euch, können wir drüber reden. Dann... Entschuldigung, aber du erzählst es so suffisant. Aber ich höre dir gern zu. Dann hat dieser Czerwinski Zugang zu so einer Tauchschule in Kiew
bekommen. Und dann ist interessant, da waren auf einmal 10 Freiwillige da. Von dieser Tauchschule. Habt ihr das mal irgendwie versucht? Du, die sind ja, du kannst die googeln, du findest auch die Tauchschule, du findest die Fotos, du weißt, wo die schon überall sonst getaucht haben, in welche Tiefen. Es sind Patrioten. Das ist Krieg. Und ich glaube, das habe ich auch erst lernen müssen, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, da rennst du natürlich offene Türen ein. Es ist Krieg. Viele andere, Beispiel der jetzt inhaftiert ist, der war ja auch schon lange nicht mehr beim Geheimdienst, hat ein privates Business gehabt. Es ist Krieg, er lässt alles stehen und liegen und holt irgendwie die Kalaschnikows aus dem Keller und entrostet sie, jetzt überspitze ich mal so in deiner Variante, und zieht in den Krieg. Es ist Krieg und die Ukraine mobilisiert sich und viele sind Patrioten. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn auf einmal irgendwie Taucher in so einer Tauchschule hören, also die denken wahrscheinlich, oh, ist scheiß Krieg und schade und ich würde gerne was machen und dann kommt da so eine kleine Truppe und sagt so, ja, wir haben da eine Idee, wo ihr uns helfen könnt. Das sind zum Beispiel Punkte, da käme ich jetzt ins Spekulieren. Ja. Genau weiß ich das nicht. Warum die jetzt da drauf angesprungen sind oder was der Trigger war, die davon zu überzeugen. Auf jeden Fall, sie haben sie überzeugt und es sind Patrioten. Das ist ganz offensichtlich. Laufen die noch frei rum? Oder wären die jetzt auch Teil, also wenn der Generalbundesanwalt oder so weiter sind, ist da auch das Ziel, die zu schnappen und zu fangen? Ja, da gibt es sicherlich Haftbefehle, klar. Also deshalb war es auch ein bisschen unklug von demjenigen, der dann in Italien Urlaub gemacht hat. Das würde es den anderen auch blühen. Einer soll an der Front mittlerweile ums Leben gekommen sein. Die anderen gibt es noch. Der eine lebt wieder in Polen. Der hat da ein Sanitärgeschäft. Warst du da? Wie bitte? Warst du mal da? Wir waren auch in Polen, ja. Und gut, er darf jetzt natürlich nicht seinen Fuß nach Deutschland setzen, sonst blüht ihm dasselbe wie dem anderen, der jetzt in Hamburg einsitzt. Und die anderen, einer war ja bei dem Gespräch dabei, die sind in Kiew. Was die jetzt genau machen, weiß ich nicht. Zurück. Tauchschule hatten wir. Dann haben die in einem überfluteten Steinbruch mal ein bisschen getestet. Bombenattrappenbelastungstest und so weiter. Dann kam ein im Ruhestand befindlicher Sprengmeister auf die Idee, wir können doch so einen speziellen Militärsprengstoff nehmen. Das war alles noch im Frühjahr 2022. Dann eine... Da muss ich jetzt aber, Ehre wem Ehre gebührt, diese Grundrecherche, die machte der Spiegel. Und für diese Geschichte haben sie vollkommen zu Recht auch, glaube ich, diverse Journalistenpreise bekommen. Also wir haben quasi auf diese Spiegel-Geschichte draufgesattelt. Das macht es dann, wenn du wieder sagst, wie spricht man mit Quellen, das macht es natürlich auch einfacher, da entsprechend gezielter zu fragen, weil da natürlich schon Grundrecherchen auch von Kollegen gemacht waren. Ich wollte jetzt auch nicht suggerieren, dass diese Chronologie, die ich jetzt vortrage, alles von euch ist, sondern das... Nee, aber es ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen. Quasi, Gott sei Dank gibt es einen Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, die zwar auf eigene Rechnung teilweise arbeiten, aber am Ende helft ihr uns als Öffentlichkeit ja zusammen viel mehr, indem ihr aufeinander aufbaut. Ja. Und manchmal auch in Konkurrenz zueinander recherchiert. Gehört auch dazu. Dann als Ausgangsort dieser Sabotageaktion wird dann nach Prüfung verschiedener Optionen Rostock-Warnemünde gewählt. Ja. Dann kam aber auch noch ein Spiel, das hatten wir ja vorhin. Sie haben neben Rostock-Warnemünde, weil ja Turkstream, die andere Pipeline, auch noch angegriffen werden sollte, einen rumänischen Küstenort gefunden, Mangalia, ein Marinestützpunkt der NATO. Das waren dann die beiden Orte, die bei Turkstream weiß ich nicht so viel. Wir wissen nur, dass das Ding nicht gut ging. Die Umstände kennt man nicht, aber interessanterweise gab es dann russische Berichterstattung. Da war ein Anschlag, ein Anschlagsversuch, der damals nicht ernst genommen wurde. Okay, das ist wieder Desinformation von russischer Seite. Das dann erst Jahre später, als dann der Hinweis aus den Niederlanden kam, dass da offensichtlich im Gespräch war, diese Pipeline auch in die Luft zu jagen. So kam eins zum anderen zusammen für uns als Journalisten. Und wir wissen, dass einer, der da bei Turkstream dabei war, nachdem das dann
warum auch immer nicht funktioniert hat, dass der quer durch Europa ist und dann auf die Andromeda mit drauf. Also die waren da schon aber unterwegs. Das Interessante, warum ich jetzt so viel von dem Frühjahr und so weiter gesprochen habe, und im April haben die ja diesen Planers ausgeheckt, das sollte ja ursprünglich 2 Monate später schon durchgeführt sein. Ja. Also das war ja die ursprüngliche Planung der Niederländer an die Amerikaner und dann später an die Deutschen. Ja. Mitte Juni. Mai, Juni, also ja, 3 Monate. 2, 3 Monate, April. Ja, ich sag jetzt, das ist ein Harakiri-Ding gewesen. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig Wahnsinn. So, dann Anfang Juni, kurz, quasi 2, 3 Wochen vor dem ursprünglichen Sabotagetermin, kam dann CIA-Beamter zu der Gruppe und gesagt, wir geben euch doch kein Geld. Das muss alles ohne amerikanisches Geld. Der Hintergrund war, weil die Niederländer davon Wind bekamen, die CIA informierten und die CIA sagt, shit, das wissen jetzt auch andere, die dürfen nicht rauskriegen, dass wir eigentlich schon informiert sind und drüber nachgedacht haben, da vielleicht irgendwie unterstützend tätig zu werden. Wir drehen die Flucht nach vorne an und sind jetzt so quasi die große Warner. Also die haben dann, habe ich schon mehrfach jetzt gesagt, unter anderem die Partnerdienste, auch die Deutschen informiert und natürlich dann auch den Ukrainern zu verstehen gegeben, sorry, wir sind raus. Was sagst du jetzt zu Leuten, die sagen, warum soll das überhaupt mit Zustimmung oder quasi auch mit Unterstützung der CIA gelaufen sein? Man hätte ja sein können, dass die Niederländer das nicht rausbekommen hätten und so weiter. Warum soll ein amerikanischer Geheimdienst quasi kritische Infrastruktur eines der wichtigsten Alliierten angreifen und zerstören? Ist das überhaupt an sich logisch? Ich meine, klar, der CIA traut man vieles zu. Ja. Also man möchte nicht der Feind der Amerikaner sein. Haben wir jetzt letzten Monat auch festgestellt. Aber gibt es da irgendwie in der Historie irgendwie Fälle, wo wir das auch, dass die CIA quasi auch Alliierte geschädigt hat? Es fällt mir jetzt ein konkretes Beispiel ein. Ja, die ganze Snowden-Affäre, die Abhöraktion. Aber das ist noch was anderes. Ne? Klar, aber CIA, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter haben die? Zehntausende. Mehr als der BND. Ja. Also es ist immer schwierig zu sagen, der CIA oder die CIA. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen. Aber es ist ein bisschen eine logische Frage. Okay, am Ende arbeitet er ja auch nicht wild-westmäßig, sondern auch also im Namen des Weißen Hauses. Also ich nehme mal an, aber das ist wiederum Spekulation. Wenn die Strippenzieher gehen auf die CIA zu, führen oder stellen ihren Plan vor, tasten sich vor, dass der CIA-Beamte das natürlich auch meldet. Ich meine, das Ding ist so groß, als dass er das jetzt mit sich ausmacht. Und das hat er gemeldet nach Langley? Das ist Meiner Information nach war das dann auch schon in Langley bekannt. Aber derselbe soll dieser Gruppe zumindest nicht gesagt haben, dass es nicht machen soll. Er hat nur gesagt, wir geben da keine finanzielle Unterstützung. Aber genau. Also so haben sie jetzt bei mir natürlich das sind eure Recherchen. Die Strippenzieher damit gelöchert und sagen, hat er euch das verboten? Nee, das hat er nicht verboten oder davon abgeraten, wie auch immer. Hätten die das überhaupt verbieten können? Na gut, er hätte sagen können, wenn ihr das durchzieht, gibt es Ärger. Wir verraten euch. Oder? Gibt es ja vielleicht zig Möglichkeiten. Gut, also das hat der CIA-Typ dann nach Amerika gesendet. Die Holländer haben das auch irgendwie mitbekommen. Und dann war interessant, so ein paar Tage vorm ursprünglichen Termin gab es dann einen Militärbefehl, der diesen Czerwinski, einen der Strippenzieher in der Gruppe, in den Donbass versetzen sollte, da kämpfen sollte. Und dann haben die aber beide auch in der Gruppe, Czerwinski und Herr Nuschak, gesagt, nö, ist rechtswidrig und so weiter. Und da haben die aber den Befehl ignoriert. Auch interessant, ne? Ja, aber wie gesagt, du lernst, oder was ich gelernt habe, es ist Krieg und es ist Chaos. Ja, es gerade gibt Patrioten. Gerade im Krieg muss man noch... Es gibt unterschiedliche Strömungen. Zelensky ist sich nicht grün mit seinem militärischen Oberbefehlshaber. Es ist irre. Es ist einfach Chaos. Wir sind jetzt in der 2. Juniwoche schon. Und wie du sagst, ich glaube, Ideologie spielt eine große Rolle. Es gibt natürlich den Ex-Präsident Poroschenko, ein Oligarch mit viel Geld. Es gibt so unterschiedliche Strömungen. Nimmt die Klitschkos, die sie nicht grün sind, mit Zelensky. Also das ist,
trotz Krieg ist da. Hinter Zelensky steckt da auch mindestens ein Oligarch. Ne? Also Ja, klar, ich meine, er hat eine sehr erfolgreiche Talkshow gehabt, die auch in Russland gesehen wurde. Klar, ist auch kein armer Mann. Ist ja auch okay. So, dann meldet der niederländische Militärgeheimdienst MIVD diesen ganzen Plan. Wurde sehr detailreich auch das CIA beschrieben und auch später dann auch dem BND und dann auch dem Parlamentarischen Kontrollgremium. 6 Personen, falsche Identitäten werden genutzt, es soll ein Segelschiff geschartert werden. Die tarnen sich als Sporttaucher und so eine Wracktour. Und das Ziel laut Militärgeheimdienst war nur Nord Stream 1. Aber sie haben auch Nee? Nee, pass auf, also Ziel Nord Stream und Turkstream. So, genau. Ja. So, und dann, wie war das dann? Beschreib mal, wie die Situation dann hier in Deutschland war, bevor wir da jetzt weitergehen. Hat der BND dann so, sind die aus dem Häuschen gefallen? Haben die von nichts geahnt? Wer wurde dann in Kenntnis gesetzt? Weil man würde ja meinen, wenn jetzt quasi Deutschland, ne, wenn wir das die kritische Infrastruktur nennen, und wir haben ein Bundeskanzleramt mit Scholz und Geheimdienstkoordinator Schmidt, die bekommen davon mit, würde man denken, oh, da soll irgendwas ein Anschlag passieren, da kümmern wir uns mal und irgendwie lösen Alarm aus oder sowas. Naiverweise würde ich davon ausgehen. Nee, das ist nicht passiert und einer der Gründe war, das muss man jetzt quasi entlastend den Diensten in Deutschland oder auch der Regierung dann zugestehen. Es war ja ein Datum genannt, wann der Anschlag stattfinden soll. Und das Datum, dann kam die Warnung rein und das Datum war auch schon verstrichen. Ach so. Und dann dachten die, okay, war eine Fehlinformation. Die Deutschen haben erst nachdem der Tag verstrichen worden ist, davon mitbekommen. Ach so. Ja. Okay. Man könnte es, aber das heißt sehr oft bei so Anschlägen, das ist jetzt nicht vergleichbar, aber 9/11, weil ich da auch mal 2 Bücher drüber gemacht habe, da lagen auch wahnsinnig viel Informationen zusammen auf dem Tisch, die man nicht zusammengeführt hat und sich nicht vorstellen konnte. Der Rest ist Geschichte. Da kommen Informationen rein, es soll ein Anschlag auf Nord Stream stattfinden, es gibt ein Datum, das Datum verstreicht. Jetzt könnte man sagen, okay, es war so detailliert, die können es vielleicht trotzdem versuchen. Wir müssen patrouillieren. Na gut, Ostsee ist riesig. Ja, klar, aber trotzdem kannst du natürlich. An der Nord Stream Pipeline lang. Kannst du patrouillieren oder Satelliten aufklären, was weiß der Teufel. Und das ist eben alles nicht passiert. Aber das ist der Punkt, weil ich bei vielen Anschlägen gelernt habe, da tun wir uns natürlich als Journalisten leichter, weil wir natürlich hinterher immer sagen können, ja, hätte man auch wissen können. Aber in der Situation, klar, vielleicht, wie gesagt, es war ein Husarenstück, hätte das vorher jemand, muss ich gestehen, mir erzählt, hat gesagt, never ever. Ex-Geheimdienstler mit irgendwelchen Tauchlehrern ziehen so ein Ding durch, das ist irgendwie schlechte Vorabendserie. Man kann sich vielleicht nicht so schadern, auch noch irgendwie ein Segelschiff. Das ist irgendwie ein Plot von irgendeinem Krimi, aber man kann es sich nicht vorstellen. Basierend auf euren Informationen, warum ist es an diesem Junitag dann nicht dazu gekommen? Weil das Geld fehlte. Das war der Grund. Die brauchten erst die Geldwäsche. Achso, das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Und als es dann passiert ist, sind auch nochmal die ganzen Warnungen hochgekommen und man hätte es ja wissen können oder auch nicht und so. Da gab es das große, ja, die Hinweise waren, der Hinweisgeber war nicht vertrauensvoll. Hat man dann irgendwie, und die Niederländer haben gesagt, nee, unsere Quelle ist super. Deshalb haben wir das auch so hoch gehängt, weil das war eine Quelle, die schon in anderem Zusammenhang uns wertvolle Informationen geliefert hat, die sich bestätigt hat. Nur deshalb haben wir ja die Amerikaner informiert und haben das so hoch gehängt. Die Amerikaner haben dann wenn du dann die Medienberichterstattung in den USA verfolgt hast, oder haben wir dann verfolgt, also die Teilwahrheit rauskam, die CIA wurde von den Holländern informiert und hat dadurch dann Partnerdienste informiert, kam dann auch so lanciert, ja, wir haben den Holländern deren Quelle nicht für tragfähig empfunden. Nachdem wir dann wussten, wer die Strippenzieher sind und dass die
das Kinder der CIA sind, hat sich das für uns natürlich alles im anderen Licht dargestellt. Und du hast dann gemerkt, wie da dann nach dem Anschlag auch ganz viele Nebelkerzen gezündet wurden, um irgendwelche Verantwortlichkeiten irgendwie prophylaktisch mal abzufedern. Es gibt ja auch mal Leute, die dann sagen, guck mal, weil das, wie du sagst, Kinder der CIA waren, muss die CIA selbst dahinter stecken. Das ist so jetzt auch mal, das haben wir jetzt auch in den letzten hunderten Jahren Geschichte gelernt. Die man einst ausbildet, können dann irgendwann auch mal ein paar Jahre später eigenständig agieren oder gegen einen agieren. Ja, also sicherlich, also ich glaube, wir beschreiben das auch im Buch. Natürlich gab es auch manchmal Verwerfungen zwischen den, bei anderen Anschlägen, wo die CIA sagte, nee, wollen wir nicht, geht uns zu weit. Und Czerwinski hat es trotzdem durchgezogen. Aber die Niederländer haben ja auch Saluschny in der Meldung genannt. Genau. Das ist der oberste Befehlshaber. Das ist natürlich mega brisant. Mega brisant. Und der CIA-Director, also der oberste CIA-Chef, dann ist der auch hat er in Kiew intervenieren lassen auf mehreren Ebenen. Das heißt auch irgendwie, die CIA hat dann Zelensky Bescheid gesagt? Das weiß ich nicht, ob Zelensky persönlich angesprochen wurde, quasi ob das CIA-Resident bis zu Zelensky vorkam. Ja, aber wäre rein logisch, ne? Wenn sein oberster Militär genannt wird? Jein. Bei so Treffen gilt ja immer Augenhöhe. Also Präsident spricht mit Präsident, Präsidentenberater spricht mit Präsidentenberater, Geheimdienst spricht mit Geheimdienst. Es wird selten, dass diese Hierarchien durchbrochen werden oder wurden. Hat auch stattgefunden, auch bei Ukraine-Krieg. Der CIA-Direktor war unter anderem im Kanzleramt und hat mit Wolfgang Schmidt geredet, vor dem Krieg gewarnt, hat dann auch mit Scholz geredet, was total ungewöhnlich ist, dass sich dann ein Kanzler mit einem Geheimdienstler trifft. Also, ja, aber gut, genau deshalb dachte ich, na gut, dann ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Zelensky auch informiert wird. Weißt du, was wir hier hören über deinen Ich weiß nicht, mit wem, das gehört auch zur Wahrheit, was man nicht weiß, ich weiß nicht, mit wem die Amerikaner dann im Präsidentenpalast gesprochen haben. Sie haben auf jeden Fall mit dem Präsidentenpalast gesprochen. War es irgendwie der Geheimdienstkoordinator, war es der Präsidentenberater? Ich glaube nicht, dass die bis Zelensky vorgelassen wurden. Würde das in deiner Theorie, du hast ja vorhin gesagt, die Täter sind Ukrainer und nicht die Ukraine, weil Zelensky nach euren Informationen das nicht befehligt hat oder dahinter steckt, würde das einen Unterschied machen? Ob jetzt Zelensky da quasi in diesem Juni da was von erfahren hat, dass sein Militärchef das zumindest billigt. Weil das heißt ja nicht, dass Zelensky das unterstützt, sondern er könnte da irgendwie mitbekommen haben, aber halt nichts gemacht haben. Gehen wir mal davon, also Fakt ist, die Amerikaner warnen, auch im Präsidentenpalast, mit wem auch immer. Ja, aber das muss ja hochgemeldet werden. Genau, gehe ich auch mal davon aus. Dann, wenn die CIA wirklich so detailliert gewarnt hat, also quasi auch mit der Depesche von den Holländern kam, wir haben einen Hinweis, ein Segelschiff, 6 Taucher und der Militärberater ist involviert. Haben Sie das so detailliert gemeldet? Weiß ich nicht. Wenn ja, was macht Zelensky? Lässt er Saluschny antanzen und sagt, hier, weißt du was? Der sagt, nö. Oder war die Warnung nicht so detailliert? Ich sage ja, es gibt offene Fragen, die konnten wir nicht beantworten. Die Fragen haben wir uns natürlich gestellt, nicht nur einmal und versucht auch zu recherchieren, aber da sind wir nicht weitergekommen. Aber das finde ich eine der wichtigsten Sachen, dass ihr herausstreicht, die CIA hat versucht zu intervenieren und im Grunde versucht, das zu verhindern, was sie geplant haben. Ich will immer wieder oder muss immer wieder betonen, als Flucht nach vorne, weil sie vorher da dabei war, aber Angst hatte, das kommt raus. Internationale Verwicklung, CIA hat da stillschweigend das geduldet. Deshalb Flucht nach vorne, man wird zum Warner. Da kommt niemand auf die Idee, dass sie schon früher involviert und informiert waren. Das war der Grund. Eigenschutz. Kann auch sein, dass quasi CIA-Leute in der Ukraine quasi sagen, ja, hört sich gut an, machen wir das mal. Und dann hat quasi Langley gesagt, das überstimmen wir mal, machen wir da irgendwie nicht mit.
Weil irgendwann war ja die Entscheidung, ihr kriegt das Geld nicht. Nee, das lief ja schon ein paar Monate. Und ich nehme dir mal an, wenn die mit dem Plan ankommen, dass das dann auch nach Langley, oder ich weiß es, dass das nach Langley gemeldet wurde, also die wussten das vor den Holländern. Und die Warnung war ja Monate später. War denn, jetzt kommen wir mal ein paar Wochen später, 2 bis 3 Monate später, wir kommen dem Anschlag selbst nahe. Hat sich denn an dieser Crew und so weiter irgendwas verändert in der Zwischenzeit? Habt ihr das mal rausgefahren oder war das im Großen und Ganzen, die haben dann irgendwann das Geld bekommen? Es waren zumindest Mittel da, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Woher kam das Geld? Weiß ich nicht. Am Anfang, Ein ukrainischer Patriot hieß es. ich hatte mal gehört, irgendwie so ein Geschäftsmann oder so weiter, der irgendwie in Polen irgendwas hat und so weiter. Und was ist mit Kryptogeld und so weiter? Hat das damit was zu tun? Wisst ihr auch nicht? Nee, also soweit Nichts, was du weißt oder was du uns sagen Ich kann mir jetzt ich habe jetzt gerade die Strippenzieher vor Augen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie groß mit Krypto unterwegs sind. Nee. Aber die müssen irgendwo 200.000, 300.000 Euro bekommen. Ist nicht viel Geld. Für dich und für mich ja, aber das ist Krieg, es gibt Patrioten, es gibt Oligarchen, für die ist es Kaffeekasse. Habt ihr gefragt mal? Klar. Das Geld herkam? Ja, klar. Wollten sie nicht sagen oder haben sie gelogen? Patriot. Wie oft du jetzt schon Patriot gesagt hast? Ja, ich kann nur zitieren. Ich kann das ja nur wiedergeben, was wir erfahren haben. Natürlich haben wir wir haben alle Fragen gestellt. Also wenn du im Prinzip die Fragen, die du jetzt auch an mich stellst, berechtigterweise, die haben natürlich alle versucht zu beantworten. Wir haben, denke ich, viele Fragen recherchiert und beantwortet bekommen, aber es gibt natürlich auch viele Fragen, die offen sind. Ich bin mir auch sicher, dass ich hier einige Fragen vergesse. Darum nutzt die Chance, gibt Hans die im Live-Chat an die Hand. Hans kommt am Ende. Ich erinnere mich, ja. Unser Ermittler und wird dich dann auch nochmal befragen. Wir kommen also dem Anschlag näher. Ich bin jetzt mal hier Anfang August 2022. Das Geld steht, die beiden Gruppen machen sich fertig. Die einen wollen nach Rumänien zur Turkstream und die anderen zu Nord Stream. Richtung Nord Stream und Ostsee. Gibt so einen weißen Citroën-Transporter mit ukrainischem Kennzeichen, fährt über die polnisch-ukrainische Grenze. An Bord haben sie sogar schon Druckflaschen mit 20, 35 Kilo Sprengstoff. Hätte man ja gedacht, okay, es gibt irgendwie Spürhunde an den Grenzen, die sowas erspürt. Ich sage ja, Husarenstück, es ist ein Wunder, dass das funktioniert. Wunder in Anführungsstriche, es ist ein Anschlag. Es ist, dass die das geschafft haben, in die Tat umzusetzen, bei all ihren Fehlern. Die haben einfach unglaublich Glück gehabt, aus ihrer Sicht. Dann bei Mola Yachting, kannte ich übrigens, ich bin ein alter Mecklenburger, wurde dann in Rostock-Warnemünde die Andromeda-Yacht gebucht. Jetzt erklär mal, das ist jetzt kein Segelboot gewesen, sondern eine Yacht. Ja. Oder ist ein großes Ding, ne? Ich bin kein Segler, ich war seekrank. Es soll kein großes Ding gewesen sein, aber auch kein kleines. Die Bilder hat jeder gesehen, die schon 1000-mal gesendet worden. Also das war jetzt kein Kriegsschiff. Ja. Und die haben quasi für 4 Wochen das Ding gebucht und kostet 11.900 Euro. Ja, ich sag ja, das ist... So, diese Kosten hat dann wiederum eine polnische Briefkastenfirma oder eine Briefkastenfirma in Warschau überwiesen. Ist da klar, wo da das Geld herkam? Was das für eine Briefkastenfirma ist? Wem die gehört? Ja, das war mal also da wurde viel recherchiert und verfolgt, aber das ist, glaube ich, unserer Recherche nach eine kalte Spur. Ja. Die haben das einfach, ich will jetzt keine Banken nennen, wo man irgendwie Auslandsüberweisung machen kann. Die haben das einfach hinüberwiesen und von dort aus ist es weiter überwiesen worden. Du kannst ja auch auf den Bahnhof gehen und eine Barüberweisung machen. Und da kommen halt solche Firmen ins Spiel. Stand heute haben die mit dem Anschlag selber nichts zu tun. Ich hatte jetzt gesehen, dass die auch Kryptowährung, Prepaid-Kreditkarten und anonyme Geldwechselstuben zur Verschleierung genutzt haben. Dann kommt
Also sind sie immer noch, haben sie das Ding schon mal gemietet und so weiter, treffen sich teilweise in Polen in einem verlassenen Haus. Da kommen zum Beispiel diese Taucher, die sie angeworben haben, hinzu. Die koordinieren da alles so ein bisschen. Der eine ist dann der Sprengstoffmeister, die anderen agieren als Skipper, die anderen wissen einfach nur, sie sollen tauchen. Parallel ist eine andere Gruppe auf dem Weg nach Mangalia, zu diesem Marinestützpunkt der NATO, also rumänischer Küstenort, wo dann der Anschlag auf die Turkstream starten sollte. Da starteten Boote mit jeweils 2 Soldaten, einem Skipper und 3 zivilen Tauchern. Wo hast du das her? Das habe ich jetzt von Bojan. Weil das weiß ich nicht. Genau, das habe ich jetzt. Ich zitiere von Bojan und da sind wir gleich mit durch, weil das zerfällt ja gleich. Ja. Diese Südgruppe, wie sie genannt wurde, die mussten das Unternehmen, was sie da hatten, die Operation abbrechen. Und einer aus dieser Gruppe kommt dann, nachdem quasi Rumänien ausfällt, auch an die Ostsee. War der denn Teil dieser Andromeda-Truppe oder im Hintergrund aktiv? Nee, der soll mit drauf gewesen sein, ja. Hast du denn mit dem mal geredet? Nee. Wobei, wir wissen nicht, also der bei dem Treffen dabei war, wer das genau war. Wir wissen nur, dass es jemand ist, der auf dem Schiff dabei war. Es könnte theoretisch der gewesen sein. Ja, der kann ich mir ja vorstellen. Aber Also wir wissen's nicht. wenn der extra quasi aus Also Rumänien... die Strippenzieher saßen da, da wissen wir, wer das ist oder wer das alles sein kann, aber dessen Identität hat sich damals nicht erschlossen. War nur klar, der war mit auf dem Schiff, aber nicht in welcher Funktion, ob das der ist, der da nachgereist ist oder ob es ein Taucher war, das weiß ich nicht. Also hört sich jetzt so an, ich meine, der wird jetzt nicht quasi einfach nur zum Spaß da gewesen sein, sondern vielleicht konnte der was oder hatte irgendwie besonderes Talent und dann so, okay, der musst du wenigstens an die Ostsee. Wir brauchen da deine Hilfe. Ich glaube, wenn so ein Husarenstück durchziehst, es gab ja auch dann irgendwelche Rückschläge, schlechtes Wetter, da kannst du jede Hand gebrauchen. Also es ist ja auch nicht alles geglückt, ne? Also ein Strang. Ja, kommen gleich zu, ja. Achso, Entschuldigung, Ja, genau. Ich will nicht vorgreifen. Ja, die Pipelines gab ja jeweils 2, also Nord Stream 2 hat 2 und Nord Stream 1 hat 2 und nur 3 sind kaputt gegangen. Ja, die haben an einem Strang 2 Sprengladungen angebracht. Also sie haben das irgendwie verwechselt. Anfängerfehler. Amateure halt. Ich habe noch nie in 80 Meter Tiefe in der Ostsee getaucht bei Seegang. Ich weiß nicht, wie viel man da sieht. Wir sind im September. Irgendwann treffen dann gefälschte bulgarische Pässe ein und ein Zertifikat für die Bootsanmietung. Warum gefälschte Pässe und warum sind die Fälschungen so schlecht, dass dann nur die Nachnamen geändert wurden? Habt ihr das mal die Leute gefragt? Wir haben alles gefragt, aber du kriegst halt nicht auf alles eine Antwort. Sondern nur Antwort, was ihnen in den Kram passt? Weil ich finde, das ist ja so wie Ja, das ist natürlich, damit hast du natürlich einen Punkt. Stell dir vor, ich wäre jetzt einer der Strippenzieher und du fragst wie mich. dämlich seid ihr eigentlich, ja? Ja, wie dämlich, genau. Ja, das ist natürlich auch Frage der Ehre. Deshalb auch so Sprüche wie, ja, Männer können halt nicht putzen. Das ist natürlich eine dämliche Antwort. Aber Ja, dann hätte ich an deiner Stelle gesagt, aber da war noch eine Frau an Bord. Also in deren Logik dann bleiben. So, dann war die ganze Crew da. Die sind aber nicht alle in Rostock auf die Andromeda gegangen, sondern nur ein Teil. ja. Und fahren oder tuckern Richtung Rügen nach Wiek, wo dann ein Teil der Crew mit diesem weißen Citroën einsteigt. Ja. Erinnere mich richtig, dass auf dem Weg nach Wiek dieser Citroën geblitzt wurde Ja. und einer der Strippenzieher? Nee. Nee, einer der, aber nicht Taucher, aber einer der, Ja. die das dann gemacht haben, wurde geblitzt. Saß da irgendwie auf dem Beifahrersitz. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Suralov, also das auf dem Beifahrersitz. Das ist auch dumm. Dann, 2 Tage später, gehen sie dann tatsächlich in Rügen vom Bord und die Druckflaschenbomben werden verlagen. Und dann brauchen sie mehrere Tage im September, um Personal in der Ostsee diese Röhren zu finden. Ist das geheim gewesen, wo diese Nord Stream Röhren in der Ostsee liegen?
Glaube ich nicht, aber trotzdem muss es sehr genau wissen, so hier drunten, hier können wir runtertauchen. Das ist ja doof, wenn dann irgendwie dich um ein paar hundert Meter vertust. Ich frag das jetzt für uns Laien im Sinne von, Ja. da gibt es ja keine GPS-Daten, wo das so ist und dann fährst du halt mit dem GPS aufs Meer und sag mal, hier müsste das so etwa sein. Was ist da technisch möglich? Keine Ahnung. Das sind jetzt keine Geheimdienstler mit dem Wahnsinns-Equipment. Immer noch wiederholen, das sind Zivilisten, Patrioten, verrückt und ziehen da irgend so ein Ding durch. Da fehlt es einfach am richtigen Support. Ich kann es immer wieder wiederholen, dass es denen gelungen ist eigentlich der Wahnsinn. Also wenn du jetzt immer wieder Zivilisten und Patrioten sagst, sage ich ab und sofort aber auch Verbrecher. Dann müssen wir dann, Sie haben eine Straftat begangen. Punkt. Genau, dann sollten wir sagen, Anschlag ist Anschlag, Sabotage ist Sabotage. Ob aus. Nein, nicht, dass die Leute irgendwann denken, Nee, das ist hier nee, so. das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Der Schröm spricht die ganze Zeit von Patrioten. Das, Nee, aus deren Sicht. Ja, genau. Ne. Aber wir reden ja nicht aus deren Sicht. Wir reden über das Verbrechen. Nee, ich habe es ja schon ein paar Mal betont, es ist ein Verbrechen und deshalb wird Ist jetzt hier nicht Ocean's 11 so, wow, geil. Die sind so sympathisch. Nee, also die wenigen, die ich jetzt mit denen da direkt zu tun habe, ich finde die nicht sympathisch. Dann war. Ich glaube auch nicht, dass wir die im Buch sympathisch darstellen. Andere tun das anders. Also wir nennen den Killer auch Killer und nennen ihn nicht Killer, sondern wir zeigen, was er gemacht hat. Da kann man ihn nicht sympathisch Darauf finden. wollte ich ja auch vorhin hinaus, als ich meinte, dass du heute nicht mit gelben und blauen Socken sitzt. Dann 13. September, es war offenbar Sturm auf der Ostsee und die sind dann quasi mit der Andromeda in Sandham in Schweden angelegt und dann hatten die offenbar auch Zweifel, dass das jetzt irgendwie doch alles klappen könnte, vielleicht sollten wir doch abbrechen. Ja. Weißt du, wie kurz sie davor standen? Weil die eine Taucherin hat dann offenbar dazu gedrängt, wir machen das jetzt. Genau, also offensichtlich waren die Zweifel groß und die Frau soll diejenige gewesen sein, die gesagt hat, wir machen das und die überzeugt hat, es dann auch durchzuziehen. Es ist ja dann auch ein Fehler passiert, indem sie eine Sprengladung falsch platziert haben. Ich sage ja, Seegang, Ostsee, schlechte Sicht. Also wiederum, wenn man sich in ihre Situation versetzt, die sitzen da oben in der Andromeda und Land unter, kann man schon überlegen, ob man das nicht abbrechen soll. Dann haben sie es aber trotzdem gemacht, obwohl vielleicht mehr dagegen sprach als dafür. Ja, die hatten jetzt vor Christianso diese Stelle gefunden und sind dann 80 Meter in die Tiefe getaucht. Wahnsinn. Haben dann mit Bomben Bomben mit Silikonkissen an den Nahtstellen befestigt. Erklär nochmal ganz kurz, warum es an den Nahtstellen sein sollte. Damit die aufgehen und dann. Genau, also wo ist quasi die schwächste Stelle an so einer Pipeline natürlich an der Naht. Also da kannst du wahrscheinlich mit wenig Sprengstoff den größten Schaden anrichten. Und wenn du ein Loch hast und da ist Druck da oder Unterdruck, dann reißt es halt einfach über, ich weiß nicht wie viel Meter, ein großes Loch rein. Das war so die Idee, hat ja dann auch funktioniert. Es gibt ja, also im Zuge der Ermittler auch, es gab ja auch Teams bei ARD wie auch bei ZDF, die Andromeda gechartert haben, Taucher engagiert haben, die dann ja auch runter sind. Es gibt, ich nenne das jetzt mal private Hobbyermittler. Es gab natürlich offizielle Ermittlungen, die sind ja auch alle runter. Es gibt ja auch Fotos und Filme, das sind ja auch im Netz von der zerstörten Pipeline, dass man sieht, wie sich da so ein Riss entwickelt hat. So, dann haben die da die 3 Bomben an beiden Strängen befestigt. Wir hatten schon erwähnt, dass sie einmal an einer Pipeline doppelt das gemacht haben. Aber es ging auch eine Bombe verloren. Ja, die haben ja vielleicht mehr Sprengstoff dabei, hat man ja für den Fall der Fälle. Und das ihnen halt die Druckflasche, wo der Sprengstoff drin war, ausgerutscht oder war nicht richtig Die ist dann auf dem Meeresboden. Die liegt irgendwo in der Ostsee. Aber nur zum Verständnis, ist die dann auch gesprengt worden, als dann quasi der Timer? Oder liegt die dann auf dem Meeresboden? Ne? Ich nehme mal an, die liegt auf dem Meeresboden. Kann man die nicht finden, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein großes Gebiet. Die werden ja alle über. Wie groß sind so Taucherflaschen? So groß? So? Und das liegt jetzt irgendwo in der Ostsee, schon längst in Schlamm ein. Ja, aber wird ja wahrscheinlich direkt unter der Stelle sein, oder? Ja, aber
das ist ja auch weit. Also keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, wo die verloren ist. Ich spekuliere jetzt mal. Die ist oben nicht richtig mit dem Karabiner befestigt, fällt raus, fällt ins Wasser, blubbert da runter, 80 oder 100 Meter, wird wahrscheinlich auch erstmal durch die Strömung irgendwo anders hingetrieben. Also die zu finden. Vielleicht wurde das versucht oder wird versucht. Also es wurde ein Wahnsinnsaufwand betrieben bei den Ermittlungen. Und immer noch. Die Taucher waren erfolgreich, haben das rangemacht. Dann sind sie fertig und die Andromeda läuft in Kollaps ein. Ist das in Polen? Jetzt habe ich hier mir aufgeschrieben, der Jeven, der ursprünglich in Rumänien da die mitmachen sollte, ist erst dann bei der Crew dazugestoßen. Also war doch nicht Teil der Andromeda. So, und dann wird es aber interessant, weil ja die Andromeda in Polen angekommen ist. Polnische Grenzschützer kontrollieren die Crew, filmen sie. Angeblich, ja. Ach, angeblich. Ja, zumindest, ich weiß, dass Weil die Deutschen wollten doch die Aufnahmen haben. Genau, und die von den gab es Polen. nicht. Ach so, ich dachte, die Polen haben gesagt, das geben wir euch nicht. Da gab es Ausreden, so gibt es nicht mehr. Also man hat ja die Deutschen da richtig auflaufen lassen. Weil ich erinnere mich an eine Doku, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube NDR oder so weiter, da gibt es vom Hafen in Polen Aufnahmen, wie die da rumlaufen. Oder? Also von der Crew damals, also das würde mich jetzt überraschen. Also das wäre ein Megascoop, also wenn es wirklich Aufnahmen gäbe von damals, von Überwachungskamera in Polen, wie die Crew der Andromeda da entlang läuft. Das wäre genau die Aufnahme, die die Deutschen haben wollten. Vielleicht habe ich im Kopf, dass wenn die polnischen Grenzschützer diese Crew kontrolliert haben, haben wir doch zumindest ein Beleg, oder es muss ja irgendwo belegt worden sein, dass die kontrolliert wurden von den Polen. Da gibt es auch viel Spekulation und Gerüchte, warum wurde da kontrolliert. Ja, wollte ich gerade fragen. Kann ich dir nicht beantworten, da könnte ich jetzt auch noch spekulieren. War das so quasi auch die Amerikaner, die sehen wollten, machen sie es jetzt wirklich? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat es diese Kontrolle gegeben, das oder scheinbar belegt. Und die Polen haben da ihre Unterlagen den Deutschen, warum auch immer, nicht zur Verfügung gestellt. Also die waren nicht sehr kooperativ. Vielleicht hat der polnische Geheimdienst ja auch gesagt, wir helfen euch oder decken euch. Weil du hast ja von Tusk schon selbst erwähnt. Ich lasse dich jetzt gern spekulieren, aber das ist dein Job. Ich will nicht spekulieren. Ich frage nur, was alles so offen bleibt, wenn polnische Grenzschützer da diese Verbrecher... Die Fragen sind berechtigt, aber weißt du, ich bin ja in einer anderen Situation als investigativer Journalist. Ich kann entweder was beantworten oder ich kann es nicht beantworten, aber zu spekulieren ist schwierig. Gut, machen wir so. Die Frage, warum die Polen so agieren und agiert haben, ist weiterhin ungeklärt. Ja. Es gibt die Äußerung von Tusk, die haben wir ja vorher auch schon zitiert. Es gibt natürlich weiten Raum für Spekulation. Plus die Info, man weiß nicht, wo der Sprengstoff herkam und. Es sind viele, viele Fragen offen. Und wenn da die ein oder andere irgendwie beantwortet wird, vielleicht durch den Prozess in Hamburg, da kann sich schon noch mal ein ganz anderes Bild ergeben. So ist es. Der Fall ist nicht gelöst. Eben. 3 Tage später hat dann der FSB, also der russische... Jetzt, wo ihr drüber redet, haben wir zu früh das Buch geschrieben? Ja, du hast ja bei Cum-Ex auch mehrere Bücher geschrieben. Ja, stimmt. Aber das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja. Währenddessen 3 Tage später hat dann der FSB, also der russische Geheimdienst, schon gesagt, dass sie diesen Anschlag auf Turkstream vereitelt haben. Da gibt es eine TASS-Meldung, also muss man vielleicht auch sagen, das ist so quasi eine Agentur, wie bei uns dpa, dort allerdings im staatlichen, eine halbstaatliche oder eine staatliche Agentur. Das war so eine kryptische, knappe Meldung, also wir haben die jetzt natürlich auch gelesen, ich habe es vorher erzählt, damals hat die keiner zur Kenntnis genommen, seine irgendwelchen russische Desinformation. Die Russen lügen wieder, ja. Erst später, als dann die Depesche der Niederländer durchsickerte, wo der Name Saluschny fiel und angeblich auch gesagt wurde, ja, dann sprengt doch das andere Ding auch in die Luft. Da konnte man plötzlich 2 Stränge zusammenführen, die irgendwie einen Sinn machten. Gut, aber es gab diese Medienmeldung und die
ukrainische Regierung hat dementiert und hat sogar gesagt, das ist alles Fantasie. Klar. Was ist nicht wahr. Das können wir jetzt schon jeweils sagen. Es war keine Fantasie. Aber gut, jetzt sind wir wieder beim Punkt. Es waren Ukrainer und die ukrainische Regierung hat dementiert. Was wusste Zelensky? Ich behaupte mal, nach allen Recherchen, die wir jetzt gemacht haben, er wusste es nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was in dieser Medienmeldung war, ob dieser vereitelte Anschlag auf Kiew, also die Regierung, zurückzuführen war oder ob das jetzt Ukrainer selbst, also wie sie es genannt haben. Spielt jetzt für uns keine Rolle, wir müssen ja mal weiterkommen. Ja. Die Crew hat sich dann gesagt, wir gehen jetzt nochmal auf die Andromeda. Wir müssen nochmal zurück, weil wir müssen nochmal eine Bombe erneut an den Strang befestigen. Haben dann aber den falschen Strang der Nord Stream 2, warum auch immer, bekommen und nicht den aus ihrer Sicht richtigen. Und das ist auch der Grund, warum diese eine Pipeline von den Vieren noch existiert. Könnte die jetzt eigentlich benutzt werden? Also angeblich ja. Angenommen, wir könnten jetzt irgendwie... Gab es ja auch schon Diskussionen drüber, ob wir leben gerade in wilden Zeiten. Gaskrise, Energiekrise ist noch nicht vorbei. Könnte jetzt im Winter erst recht. Angenommen, wir haben hier einen Kanzler. Da muss ja noch nicht mal März heißen oder so weiter. Wir brauchen jetzt billiges russisches Gas. Wir machen mit Putin jetzt einen Deal und so weiter. Geht das einfach? Angeblich ja. Es gab ja auch schon Überlegungen und Diskussionen. Es gab auch eine amerikanische Firma, die Interesse gezeigt hat. Ich kann das technisch nicht beurteilen, wie schnell so eine Pipeline, die jetzt wie viele Jahre brach lag, bald 4. benutzt werden kann, jetzt unter Druck, kann ich nicht beurteilen. Du sollst ja nur sagen, was du weißt und was du nicht Aber ich nehme mal an, wenn es diese Diskussion gab und diese Pipeline ist nicht beschädigt, kann man die irgendwie vermutlich reaktivieren. Sind die anderen Stränge gerade in Reparatur? Liegen die einfach da? Lassen die Russen das? Also man ist ja Gazprom. Sagt Gazprom, wir gehen da jetzt gar nicht ran? Oder? Nee. Wissen wir das? Nee. Also ich glaube, man wüsste es, wenn da dran gearbeitet werden würde. Ich glaube, das wüsste man. Gut, die waren jetzt auf ihrem Boot, die ganze Crew war fertig, ist dann zurück, unter anderem nach Rügen, wo ein Transporter dann deren Ausrüstung, Verpflegung abgenommen hat. Ein Teil der Crew fährt dann Richtung Polen zurück. So, der Skipper der Andromeda fährt dann wieder zurück nach Rostock, gibt die Yacht ab. Die Crewmitglieder verschwinden dann alle, streuen aus und die Kaution wird nicht zurückgefordert. Auch strange. Aber gut, vielleicht ist es dann aber egal gewesen. Genau, er bringt die zurück. Die Mitarbeiter dieser Yachting-Charter-Firma finden dann die Andromeda einfach verlassen und sehen auf einmal, oh, da gibt aber ganz schön, da sind Kratzer und Dellen von schweren Druckflaschen. Dann meldet dieser Kuznetsov, der Teil dieser Crew war, an Czerwinski, den wir vorhin angesprochen haben. Czerwinski ist der Strippenzieher, Kuznetsov ist Teil dieser Crew gewesen. Der Typ, der in Italien geschnappt wurde und jetzt bald einen Prozess in Hamburg erlebt. Der ruft den Czerwinski an, über den wir jetzt schon ganz geredet haben. Ey, Job erledigt, die Zeitsünder sind auf den 26. September eingestellt. So, und dann um 2 Uhr nachts, am 26. September, macht's bumm. Und eine riesengroße Menge Gas und Methan tritt aus. Wer hat es denn zuerst gecheckt? Die Dänen, die Schweden? Die Dänen, aber man konnte es erst nicht zuordnen. Da ist es ein Unfall, Anschlag, was auch immer. Ja. Dann gibt es diese berühmte Luftaufnahmen. Das war, glaube ich, dänisches Militär, die darüber flogen. Und dann ging es ganz schnell. Dann wurde quasi der Raum auch abgesperrt, dass da also keine Zivilschiffe da drüber fahren oder in die Nähe kommen. Ja, und dann war man sich, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern da war man sich ganz schnell dann doch einig, es war ein Anschlag. Und dann ging natürlich die Spekulation los, wer. Aber das war jetzt die erste Explosion, war 2 Uhr nachts. Und die gab es dann noch 3 weitere Detonationen. 17 Stunden später, genau, um 19 Uhr. Ja. War das dann der Zeitpunkt, wo die anderen, also quasi alle gemerkt haben von außen, okay, das ist jetzt... Das ist kein Unfall. Das ist kein Unfall. Ja. Jetzt das erste kann ja Druckabfall, Loch, da kann was weiß ich ja, was die Ursache sein, aber wenn dann halt
binnen weniger Stunden. So, Strippenzieher Anführer Schewinski, den wir so lange jetzt schon besprochen haben, kommt abends nach Hause, guckt ins Fernsehen und sieht dann, okay, es gibt weltweite Nachrichten, alles mögliche. Habt ihr da mal nachgefragt, wie die sich denn so gefühlt haben, als das tatsächlich geklappt hat, dieser Husarenstreich, wie du sagst? Als Helden. Aus ihrer Sicht Helden. Wissen wir, wie der Präsidentenpalast, aber der Präsident Zelensky reagiert hat auf all das? Nee, aber er hat ja öffentlich dementiert. Ja, im aber Interview. Aber wie er reagiert hat, weiß man nicht. Weiß ich nicht. Gibt es auch keine Erkenntnisse, obwohl wir ja mittlerweile wissen, dass Zelensky, wahrscheinlich immer noch, aber damals abgehört wurde von den Amerikanern. Weil das, aber Reaktionen von Zelensky sind nicht bekannt. wie war denn die Reaktion der Bundesregierung? Weißt du das? Also wie war Scholz und Schmidt? Weil wir hatten ja vorhin gesagt, im Juni waren die so, war wahrscheinlich Desinformation, hat ja offenbar nicht geklappt und so weiter. Und dann ist es tatsächlich passiert. Weißt du, wie hier in der Regierung darauf reagiert wurde? Waren die geschockt? Haben die sich geärgert? Was passiert? Weil es ging ja natürlich Ermittlungen los und so weiter. Und dann das überspringen wir jetzt natürlich alles. Naja, die Spuren führten ja dann, als erst war Spekulation von Russland über USA, aber die Spur führte ja dann relativ schnell in die Ukraine. Ja, aber was ich gerade meinte, so an dem Tag selbst, die Tage danach, das muss ja erstmal quasi hier für die Bundesregierung krass gewesen sein. Nee, klar, die Generalbundesanwaltschaft hat auch sofort Ermittlungen eingeleitet. Also man ging vom Terrorakt aus, also von der Sabotage, deshalb auch Zuständigkeit Generalbundesanwaltschaft, und die haben losgelegt. Also es ging ganz schnell. Gut, aber Generalbundesanwalt wurde ja im Juni oder Mai ja nicht gewarnt. Kann ich mir vorstellen. Nee. Ich meine jetzt die gewarnt wurden und die offenbar gedacht haben, ach, Desinformation der Holländer oder alles nicht so ernst zu nehmen, dann ist es doch passiert. Weißt du in irgendeiner Weise, wie Schmidt, Scholz und so weiter, wie die Ja, es gab ganz Reaktionen waren? ganz schnell eine Spiegelmeldung oder eine Spiegelgeschichte. Es lag in Warnung der CIA vor, aber ungenau. Ja. Also da fing dann auch das Spiel an, auch in Amerika. Das war die Zeit der Nebelkerzen. Das ist ja immer so, es passiert was, alle merken, Gott, wir waren ja gewarnt, der Plan lag auf dem Tisch, wir haben das aber nicht ernst genommen. Gab auch vielleicht Gründe, das nicht ernst zu nehmen, weil das Datum verfallen war. Aber jetzt wird es natürlich unangenehm. Wenn das jetzt alles rauskommt, dass da alles auf dem Tisch lag, wie detailliert die Warnungen war, dass das sogar der Saluschny, also der ukrainische Oberbefehlshaber genannt ist, dann haben wir ja auch ein politisches Problem. Wenn wir dann und das versuchen wir ja im Buch auszuarbeiten, indem wir einfach schildern oder beschreiben, was da so passiert ist, wer was wie berichtet hat, wie dann bestimmte Teilchen in die Öffentlichkeit kommen, die dann manchmal ein anderes Bild geben, als es nachträglich, also als es war, wie man nachträglich weiß. Das war dann schon hochspannend. Ich meine, gab ja dann, die deutschen Ermittler waren in ihrer Spurensuche teilweise richtig erfolgreich. Also sie waren, glaube ich, selber, was ich so gehört habe, überrascht, was sie da so alles finden. Ne? Es gab irgendwann auch klare Meldungen eines ausländischen Geheimdienstes mit den Namen. Ja, aber erstmal war der so politisches Berlin, dachte, die Russen wieder und so weiter. Und dann genau, also die ukrainische. Also es war ja, aber es gab die DNA-Spuren, die Fingerabdrücke, Sprengstoffspuren auf diese Andromeda und so weiter. Dann konnten sie natürlich schnell rausfinden, wer hat die Andromeda gemietet und so weiter und so weiter. Und dann ging alles recht schnell. Ja, dann waren die schnell identifiziert, zumal die Namen auch ganz schnell übermittelt wurden. Also das war. Und da war ja auch in der deutschen Öffentlichkeit recht schnell, okay, wir wissen nicht, ob der Präsident selber und die Regierung dafür verantwortlich war, aber okay, es war klar, ukrainische Staatsbürger waren das. Das ist ja für mich die entscheidende Frage, war Zelensky wie auch immer eingebunden und hat es gar genehmigt. Du sagst nein. Unseren Recherchen nach eher nicht.
Aber wie gesagt, es gibt immer ein Restrisiko. Trotzdem gibt es, ich widerspreche mir jetzt ein Stück weit. Du widersprichst dir? Ja. Okay. Und das wird spannend bei dem Prozess, wie das juristisch bewertet wird. Also wenn ich sage, es waren Ukrainer, aber nicht die Ukraine. Aber wenn der damalige Militäroberbefehlshaber involviert war, klar, er ist ein Gegenspieler von Zelensky. Eben. Er hat Zelensky nicht informiert, nehme ich an, nicht informiert. War es dann... Wenn der oberste Militär eines dann- Landes involviert ist. Ist es dann Staatsterror oder sagt er, ja gut, der hat sein eigenes Ding gemacht, das war eigentlich ein Putsch hinterm Rücken des Präsidenten. Das ist eine hochspannende juristische Frage und Bewertung. Also das wird, der Prozess wird mega spannend. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ist Staatsterrorismus nur dann Staatsterrorismus, wenn der Regierungschef des jeweiligen Staates das angeordnet oder gebilligt hat, dann haben wir, glaube ich, sehr wenige staatsterroristische Sachen. Nee, du kannst natürlich auch so, wie gesagt, ich bin, das werden nicht wir lösen, sondern da werden sich ganz viele Juristen den Kopf drüber zerbrechen. Aber du kannst, ich habe jetzt dafür argumentiert, jetzt argumentiere ich mal dagegen, kann sagen, gut, wenn der Oberbefehlshaber hinterm Rücken seines Präsidenten weil Konkurrenzsituation und alles Mögliche. einen Terrorakt durchführt oder durchführen lässt, ist dafür dann quasi die Regierung oder das Land verantwortlich zu machen. Also große juristische Fragen. Ja, aber wie gesagt, die Red Flag ist der Militärchef. Ne? Und dieses Militär unterstützen wir ja in Deutschland. Ne, darum ist da ist diese Brisanz, darum ist nur auf Zivilisten schielen. Ich nehme mal an, wenn ich aus Ungarn spekuliere, aber dass der militärische Oberbefehlshaber nicht mehr militärischer Oberbefehlshaber ist, sondern nur Botschafter in London, dass es keine Zufälligkeit ist. Gut, aber da hast du ja auch von gesagt, das war auch mein Stand, weil der so politisch so beliebt ist in der Ukraine und die Ukrainer wollten ja unter anderem eine Präsidentschaftswahl haben. Und wo Zelensky so gesagt, nein, ist ja Krieg und so weiter, dann machen wir jetzt keine Wahl. Aber wenn es eine Wahl gegeben hätte, wäre Saluschny angetreten und das wäre Zelensky natürlich gefährlich geworden. Ja, aber das kann ja auch der Grund gewesen sein. Saluschny wurde jetzt natürlich erstmal aus dem Fokus genommen. Genau. Offiziell hält er auch wirklich die Füße still. Es gibt einen Post, ich glaube bei Facebook, wo er sagt, wir werden noch Spaß haben, aber wir werden uns nicht schämen, sinngemäß. Das war da hat er irgendwie einen Artikel zu Nord Stream irgendwie kommentiert. Das war das einzige Mal, wo er sich öffentlich irgendwie geäußert hat. Gut, die Ermittler haben angefangen. Erst hat Generalbundesanwalt Peter Frank das gemacht, hat schon schnell gesagt, die Russen stecken nicht dahinter. Dann hat der Generalbundesanwalt Rommel übernommen, hat weiter da recherchiert. Dann im Februar 2023, nachdem alle gewartet haben, was ist denn jetzt, aber kam Seymour Hersh mit seiner Postille raus. Ich hatte jetzt Februar 23. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wann der mit der Geschichte raus. Und dann kam im März später die New York Times, Zeit, ARD, Kontraste, SWR-Recherche, wo die Spur für die Ukraine. So. Und dann, da sind wir im Großen und Ganzen doch jetzt geendet, oder? Ja, aber immer noch. Der hat jetzt keine weitere Wolte genommen, sondern einfach, okay, da sind wir jetzt. Nee, es gab noch mal eine Wolte durch das Wall Street Journal ein Jahr später. Zelensky ist involviert. Das war schon noch mal eine weitere Dreh. Und dann im Sommer 24, als das Wall Street Journal mit dieser Wolte rauskam, wurde es sehr deutlich, weil da wurden dann auch die Taucher in der Öffentlichkeit identifiziert und darüber berichtet und wer die sind. Und da wurde dann auch der Plot sehr detailliert beschrieben, insbesondere auch von dieser tollen Spielgeschichte. So, das war dann sehr, sehr klar. Wir hatten über Kollegen Bojan Panczewski schon geredet, der ein anderes Buch, wo er, wie gesagt, sagt, er ist sich sicher, dass Zelensky davon gewusst hat. Du kannst dir sicher sein und bezweifelst das. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich denke, von einer Aussage dieser Tragweite, eben, ein Präsident
hat einen Anschlag angeordnet oder gut geheißen, wie auch immer. Da brauchst du, finde ich, harte Beweise. Ja. Und nicht so, naja, ich habe das gehört Trust me, bro. aus dem Umfeld von Saluschny, wo ich denke, boah, das ist, da hätte ich dann schon gern irgendein Abhörprotokoll, dass Zelensky sich irgendwie geäußert hat, die Sektkorken hat knallen lassen, was weiß der Teufel, aber das gibt es bislang nicht. Da bin ich bei dir in Sachen Kollege Panczewski. Du hast aber noch einen anderen Kollegen hier mehrfach erwähnt, Holger Stark von der Zeit, Investigativleiter der Redaktion, Chefredakteur. Und da, finde ich, da übertreibt ihr. Beziehungsweise, okay, sag jetzt mal, was wirfst du ihm vor? Ich werfe ihm gar nichts vor. Also Holger ist einer der Top-Investigativjournalisten in Deutschland. Und ich habe großen Respekt vor ihm. Ich meine, der ist in der Chefredaktion und gleichzeitig recherchiert er noch solche Geschichten mit seinem Team. Also ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Und du wirfst dann Wolfgang Schmidt, Moment, den Kanzleramtsminister, vor, wir werfen... Holger Stark gefüttert zu haben. Nee. Nein? Wir werfen in dem Buch, vielleicht muss ich es auch nochmal deutlich machen, wir werfen niemand was vor, wir behaupten auch nichts, sondern wir erzählen, schildern, beschreiben. Das Buch ist gnadenlos von der ersten bis letzten Zeile Show, don't tell. Hat der Hintergrund, dass sowohl Ulrich als ich, wir sind Fans von amerikanischen Sachbüchern. Also, dass du einfach eine Geschichte erzählst. Wir bewerten nicht, wir behaupten nicht. Und ihr sagt, das Kanzleramt hat bestimmte Informationen an die Medien lanciert. Sagen wir nicht. Und der Holger Stark wurde quasi von Wolfgang Schmidt gefüttert mit. Das schreiben wir sicherlich nicht. Ich hätte jetzt gleich mal eine PDF-Suche nochmal, weil das habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Kann okay. er gleich mitbringen. Aber Bojan ist hier Thema und Holger Stark. Ja, also bei Bojan ist, jetzt sind wir erstmal bei Holger Stark. Bei Holger Stark. Wir haben Holger Stark so Passport Toto beschrieben, weil er hat sich wie kein anderer, hat er sich öffentlich zu seinen Nord Stream-Recherchen geäußert. Auf dem Podium bei Netzwerkrecherche, in der Doku, im Buchbeitrag. Gleichzeitig ist er natürlich auch sehr gut bekannt mit Wolfgang Schmidt. Das beschreibt man auch, da spielt man zusammen Kickerfußball und so weiter. Und in dem Buch thematisieren wir halt auch diese Nähe von vielen Hauptstadtjournalisten einfach zum damaligen Kanzleramtsminister. Und zwar auf eine Art und Weise, die kann dann jeder selber urteilen. Wir beschreiben das, weil die gehen zusammen Fußball spielen, man hat bierselige Abende und gleichzeitig schreibt man über den Mann. Zum Beispiel bei Holger Stark, er hat ja auch ein Buch veröffentlicht im Amerika-Aspekt. Er saß da mit Wolfgang Schmidt zusammen bei Lanz. Da hat man sich dann halt auch nicht geduzt, wie sonst üblich. Also den gemeinen Zuschauer erschließt sich nicht, dass die beiden eigentlich eine andere Umgangsform haben als sonst. Das haben wir in der Bundespressekonferenz auch. Da kennen sie irgendwie auch alle, duzen sich, wenn es vorbei ist, weil man sich seit Jahren kennt. Aber öffentlich gehört es einfach dazu in der Regierungspresse. Ist es so? Findet es gut? Dann lobt. Also ich kenne auch einige Sprecher der Bundesregierung, die duze ich, aber ich würde nie auf die Idee kommen. Ja, du duzt ja alle und das ist transparent und das ist ja auch okay. Nein, das ist eine andere nur Geschichte. Hier. Nein, nur hier. Dort sieht's du dann, oder wie? Natürlich. Okay. Also du hast privat Umgang mit irgendwelchen Politikern, die du duzt, aber dann im öffentlichen Raum wird dann gesiezt. Weil es eine Pressekonferenz ist, weil ich mich da an die Regeln von allen anderen halte. Klar. Okay. Hier in diesem Raum, in diesem Studio, von diesen Kameras kann ich die Regeln machen. Genau. Okay, das Duzen ist das eine. Wolfgang Schmidt lobt dann dieses Buch über den grünen Klee. Er kommt natürlich auch in dem Buch vor, relativ kritikfrei. Holger Stark dankt ihm. Ich kann nicht einen Umgang mit jemand pflegen oder einen kumpelhaften Umgang, über den ich schreibe. Das finde ich schwierig. Du vielleicht nicht, aber Holger. Ja. Also ich weiß von Holger, der war ja auch bei uns in der Sendung. Yeah. Wir haben mit ihm über damalige noch die frische Recherche. Und da hat er wirklich absolut glaubhaft gemacht, nachdem sie das rausgebracht haben. Die Spur für die Ukraine.
Ja. hat im Kanzleramt eine Maulwurfsuche ist losgegangen. Schmidt und Scholz haben versucht, hier rauszufinden, wer aus welches hohes Tier oder irgendeiner, der Bescheid weiß von diesen Ermittlungen, der Informant von Holger war. Du hast unser Buch doch nicht gelesen. Was meinst du? Ich sag jetzt aber nur, was ich mitbekommen habe von Ja, Holger. weil das sag ich ja, deshalb haben wir uns. Und das hat Holger auch öffentlich gesagt. Darum wollte Genau. ich das einbringen. Ich will jetzt nicht, was alles so ihr sonst noch weiß. Ich sage einfach nur, Nee, ja, erzähl. genau, dann würde ich das gerne ausführen. Also wir werten nicht, sondern wir beschreiben genau das. Also Holger Stark sitzt auf Podien oder vor einer Fernsehkamera und erzählt diese Geschichte. Nachdem wir mit unseren Recherchen rausgekommen sind, wurde im Kanzleramt irgendwie eine Taskforce eingerichtet und recherchiert, wer unsere Quelle ist. Fand ich natürlich spannend. Und er erwähnt, dass sogar Staatsanwaltschaften überlegt haben, irgendwie Ermittlungen gegen Unbekannt einzuleiten wegen Geheimnisverrat. Ja. Alle relevanten Staatsanwaltschaften dementieren schriftlich, dass es je solche Überlegungen gab. Das heutige Kanzleramt hat uns schriftlich versichert, es gab nie so eine Taskforce und auch nicht eine ähnlich geartete. Ist ja klar, dass sie das nicht. Wieso? Warum sollen sie denn eigentlich, wenn die Vorgängerregierung das gemacht hat, warum sollen sie das schützen? Du kennst die Antworten du kennst dich ja besser aus als ich durch die Bundespressekonferenz. Du kennst die Antworten, die sind meistens nichtssagend und neutral oder Ausflüchte. Wir zitieren diese Antworten, die sind schon ziemlich glasklar. Hast du da mitbekommen, was Holger gesagt hat über dein Buch? Ja, klar. Und dass er von teils hanebüchenen und teils strafrechtlich relevanten Unsinn redet, den ihr verbreitet. In Bezug auf seine Person und seine Rolle. Er sagt, Wolfgang Schmidt war nicht die Quelle für seine Enthüllung im März 2023. Er sagt, die Bundesregierung war nicht die Quelle für unsere Information, dass die Ermittler ein ukrainisches Kommando identifiziert hatten. Und Wolfgang Schmidt war auch später in der Berichterstattung nicht die Quelle für die Namen. Kann man jetzt erstmal alles Nee, das sagt, zur Kenntnis? er sagt ja nicht, Wolfgang Schmidt war nie meine Quelle. Er sagt, Wolfgang Schmidt war nicht die Quelle für den bestimmten Artikel. Genau. Du sagst das überspezifisches Dementi. Nee, es gab ja viele Berichterstattungen, aber ich habe jetzt nur vorgelesen, was Holger... Nee, das ist ja in Ordnung. Holger hat alles Recht der Welt, Stellung zu beziehen und das nicht gut finden, ist alles okay. Im Buch beschreiben wir lediglich, wie er vor einer Fernsehkamera auftritt und bei Netzwerkrecherche und es erzählt von der Taskforce. That's all. Und wir beschreiben, wie er am Kickerturnier bei der Münchner Sicherheitskonferenz teilnimmt, zusammen mit Wolfgang Schmidt. Wir beschreiben das, wir bewerten das nicht und wir behaupten auch nichts. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also wenn ich das lese, lese ich da, ihr suggeriert, dass Stark vom Kanzleramt gefüttert wurde. Warum, pass auf, was ich viel relevanter finde, und da hat, finde ich, Holger einen Punkt. Warum habt ihr denn nicht einfach mal Holger gefragt oder Georg Heil, seinen Kollegen? Wie das sein kann, warum die das machen, was du dann da halt problematisch findest. Das ist ganz simpel. Es gab keine juristische Notwendigkeit. Ich wurde sehr oft gefragt, warum habt ihr die nicht konfrontiert? Es gab keine juristische Notwendigkeit zu konfrontieren. Es ist eine journalistische Notwendigkeit. In dem Buch kommt auch Hans Jessen drin vor. Ich habe ihn auch nicht angerufen. Da beschreibe ich, wie Hans Jessen in der Bundespressekonferenz Olaf Scholz fragt. Ist eine öffentliche Quelle, ja, genau. Da brauchst du Hans ja nicht für fragen. Genau, und was wir mit Holger Stark beschreiben, ist auch eine öffentliche Quelle. Was soll ich ihn da fragen? Lest doch, was wir da schildern. Es ist bei öffentlichen Auftritten, das beschreiben wir. Was soll ich ihn da fragen? Ja, aber wenn man dein Buch so lesen kann, dass da quasi so eine geheime Konspiration zwischen Hauptstadtjournalisten und Bundeskanzleramt zumindest so ein bisschen in den Raum gestellt wird, dann sollte man vorsichtig
damit agieren, weil ja auch, wir leben auch in der Öffentlichkeit und Ja. so weiter, die glaubt dem Medien gar nichts mehr, Journalisten gar nichts mehr, wir sind alle hier Fake News und stecken alle unter einer Decke. Da muss man vielleicht sensibler oder vorsichtiger mal agieren. Du wirfst uns jetzt vor, dass wir unvorsichtig waren. Ja, weil ich kenne Holger jetzt auch schon eine Weile, der regt sich selten auf. Okay, du kennst ihn vielleicht besser als ich, mag auch sein. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr euch kennt. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr euch kennt. Wir haben bei den Cum-Ex-Files, die wurden teilweise auch in der Zeit veröffentlicht. Ja. Also ich war da auch Autor, also klar kenne ich ihn. Gut, dann Generalbundesanwalt, es gab viele Ermittlungen und so weiter. 2 Täter wurden gefasst, richtig? Der eine in Italien, der jetzt in Hamburg in Haft sitzt und den Prozess gemacht wird. Was mit dem anderen? Hatten wir heute auch schon mal. Ich Wiederholst dich? Ja, klar, wiederholen Sie. Ich will es einfach nur abschließen. Der wurde in Polen festgenommen. Dann ging es darum, Wird nicht ausgeliefert. ob er nach Deutschland ausgeliefert werden soll. Das polnische Gericht hat sich dagegen entschieden. Da gab es entsprechende Kommentierungen auch von Tusk. Der lebt in Polen, der hat dort ein Sanitätsgeschäft. Bei Warschau. Was ist mit den anderen? Haben Sie die bisher nicht ermittelt? Finden Sie die nicht? Können Sie denen habhaft werden? Nein, die sind ausermittelt. Man weiß ja, wer auf der Andromeda dabei war. Wie gesagt, einer soll an der Front gefallen sein. Man weiß, wer die anderen sind, aber was heißt ermitteln? Ermittelt sind sie, aber du kriegst sie halt nicht habhaft. Also Die Generalbundesanwalt kann jetzt nach Kiew nicht sagen, hier, wir brauchen. Nee. Also umgekehrt. Es gibt kein Auslieferungsabkommen und alles Mögliche. Deutschland würde umgekehrt auch nicht ausliefern. Also du kriegst die erst, wenn die irgendwie die Ukraine verlassen und in ein Land gehen, das bereit ist, nach Deutschland auszuliefern. Die das auch für so relevant halten, also anders als die Polen. Wenn da einer den Fehler macht, wie der jetzt in Hamburg sitzt, der meinte, mit seiner Familie in Italien Urlaub machen zu müssen, mit seinem Klarnamen, dann wird wahrscheinlich eine Festnahme erfolgen und dann gibt es halt das Prozedere ausliefern, ja, nein. Und ich denke, dass anders als Polen vielleicht viele andere Staaten auch ausliefern würden. Also zumindest in der EU. Aber wir haben einen dieser Verbrecher in Hamburg. Der Prozess könnte jetzt demnächst stattfinden, wie du gemeint hattest? Oder starten? Wird der zum Beispiel öffentlich sein? Können wir dann erwarten, dass Oliver Schröm oder andere Kolleginnen da mal draus berichten? Oder ist das irgendwie so Geheimschutz? Nee, das ist auch eine gute und berechtigte Frage. Prinzipiell sind ja Gerichtsprozesse öffentlich und müssen auch öffentlich sein, aber es gab immer wieder Prozesse, auch hier in Berlin, ein Spionageprozess, wo dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Ob das da dann auch stattfindet oder teilweise Ausschluss, das weiß ich nicht. Ob ein Anwalt es beantragt oder vielleicht die Generalbundesanwaltschaft, weil da auch Geheimdienstinformationen auf den Tisch kommen und man das natürlich nicht in der Öffentlichkeit haben will. Das sind alle Spielarten denkbar. Aber jetzt muss erstmal die Generalbundesanwaltschaft eine Anklage schreiben. Das ist jetzt der erste Schritt. Und dann wird ein Gericht darüber entscheiden, ob und wann ein Prozess eröffnet wird. Während wir jetzt auf Hans fahren, weil ich bin mir sicher, jetzt gibt es noch mal aus dem Publikum auch noch mal ein paar Fragen. Hätte das in irgendeiner Weise verhindert werden können, habe ich mich jetzt noch mal gefragt. Aber dann, wie verhindert man sowas? Die Ostsee ist groß. Du weißt nicht genau, wen du denn da irgendwie suchst. Angenommen, die Deutschen wären nicht nur... Thilo, du fragst mich immer so viel spekulative Geschichte. Ist schwierig. Theoretisch ja, praktisch schwierig. Du nimmst die Hinweise ernst, du fängst an zu patrouillieren, du fängst an zu ermitteln. Du weißt, laut Hinweis des niederländischen Geheimdienstes, da soll ein Segelschiff geschartert werden von 6 Tauchern. Es sollen Ukrainer sein. Da kann man anfangen zu ermitteln. Ob man die erwischt hätte, ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Ich kann mir immer wieder nur wiederholen, dass es denen gelungen ist. Die hatten aus ihrer Sicht Wahnsinnsglück.
Es spricht eigentlich oder sprach eigentlich mehr dagegen, dass das funktioniert, als dafür, würde ich sagen. Gibt es irgendein Argument, dass diese Andromeda-Geschichte mit dem Boot und den ganzen Leuten eine gelegte Spur war? Weil es gibt ja bestimmt Leute so hier, Seymour Hersh, Anti-Amerikaner und so weiter, sagen, nein, das waren die Amis selbst und so weiter. Die patrouillieren ja auch in der Ostsee, keine Ahnung. Und Also, die Andromeda-Geschichte ist die Schutzgeschichte, die uns aufgetischt wird. Geht gegen null, würde ich sagen. Also weißt du, hast die Ermittlungsergebnisse. Du hast ja jetzt mittlerweile auch, ne, die empfinden sich als Helden, sprechen mit uns, die haben ja auch mit dem Spiegel gesprochen, die haben mit vielen Journalisten gesprochen, bezichtigen sich quasi dadurch selber, erzählen ihre Geschichten, die teilweise sich decken mit den Ermittlungen der Behörden. Man hat Spuren auf der Andromeda gefunden. Also, das ist zu viel. Also zu viel. Bin ich bei dir. Gut. Hey, wow. Nein, nee, aber ich wollte es aber, es gibt einfach nur immer genug Verrückte im Internet. Ja. Die so, nein. Das war entweder immer der Russe oder immer der Amerikaner. Sowas, Ich finde es ja prinzipiell gut, wenn das alles hinterfragt wird, weil gerade bei so einer Geschichte... Ja, aber die hinterfragen ja nicht. Das ist ja das Gegenteil. Ach so, dass sie dann meistens auch eine Antwort haben, ja. Apropos Hinterfragen, während wir auf Hans warten, im parlamentarischen Kontrollgremium, das ist ja im Bundestag der kleine Zirkel mit den Abgeordneten, die deutschen Geheimdienste kontrollieren sollen, da hat der Generalbundesanwalt ja auch so gesagt, also nachdem diese Geschichten, die Spur für den Ukraine rausgekommen sind, scheiße, hier muss ein Geheimnisverrat vorliegen. Warum, wenn es um Geheimnisverrat geht, wurden dann da keine Ermittlungen aufgenommen? Weißt du das? Oder wisst ihr das? Habt ihr da mal nachgefragt? Das beschreiben wir im Buch. Ja, darum, erzähl mal. Ja. Ich soll zu viel spoilern, die Leute sollen das Buch lesen. Ja, das ist... Nee, okay, ich erzähle die Geschichte in einer Kurzversion. Nachdem viele Details, zum Beispiel die Namen der Taucher etc., der Haftbefehl der europäische gegen den Taucher in Polen, nachdem das alles geleakt wurde, in der Presse war natürlich die Generalbundesanwaltschaft nicht amüsiert, weil das aus ihrer Sicht die Ermittlung behindert hat. Da gab es das war ein großes Thema. Weil die Täter verschwinden könnten und sowas. Ja, die sollen ja nicht wissen, was sie wissen, weil die hoffen ja, dass sie Fehler machen, Urlaub machen in Italien, wo man dann zugreifen kann. Jetzt wussten die spätestens, oh Gott, die haben uns ja alle identifiziert. Da war das ein großes Thema im parlamentarischen Kontrollgremium und der Generalbundesanwalt Rommel hatte sich dazu verhalten, weil es war klar, es muss ein Leck geben. Er wurde auch danach gefragt, er hat keine Namen genannt. Er sagte, ja, das ist auf jeden Fall jemand über mir, weil so viele Leute kennen diese Details nicht. Dann gibt es auch ein Schreiben dann ein paar Tage später vom Bundesjustiz. Also dann war die Frage im Raum, ja, werden Ermittlungen eingeleitet wegen Verrat von Geheimnissen oder Geheimnisverrat. Hat Rommel dann abgelehnt. Und ein paar Tage später hat dann das Bundesjustizministerium ein Schreiben ans BKGR geschickt, das zitieren wir auch, das haben wir auch, so quasi, ja, es gibt ein Leck, aber wir werden dem nicht nachgehen. Woher weißt du, dass Rommel in der geheimen Sitzung das gesagt haben soll, dass das Leck über ihm war, also eine andere Ebene? Ist das protokollarisch irgendwo festgehalten? Sagt dir das ein Abgeordneter? Woher weißt du, dass das... Nicht nur eine Quelle. Da gilt die Regel, nicht eine Quelle allein reicht nicht. Darum, journalistisch ist Zwei-Quellen-Prinzip. Ja. Dann, wie gesagt, du hast einerseits die Aussagen, dann hast du das Schreiben aus dem Bundesjustizministerium, wo quasi diese Geschichte mit Geheimnisverrat auch thematisiert wird. Das sind, was ich heute auch schon mal erzählt habe, das sind dann diese viele Mosaiksteinchen, wo du dann anfangen kannst, zu versuchen, ein Bild zusammenzulegen. Olli, das war's von meiner Seite. Hans wird uns jetzt gleich mal sagen, wie gut wir quasi für das Laienpublikum diesen ganzen Fall nochmal chronologisch bearbeitet haben, ob die Leute mitgekommen sind oder nicht. Mir hat's Spaß gemacht. Danke. Ich kann ja immer nur, ich spiele dir jetzt einfach den Ball zu. Ich kann ja nur so gut oder schlecht sein, wie du fragst. Und können wir noch mit dem zweiten Buch rechnen? Weil offenbar hatten wir jetzt schon so viele offene Fragen. Irgendwann wird alles rauskommen, das weißt du auch. Ich hoff's.
Ich meine, das ist wirklich ein großes Ereignis. Es hat die Welt in Atem gehalten. Also internationale Berichterstattung, es bewegt die Menschen, es interessiert die Menschen. Es ist ein Anschlag. Und ich finde, es ist ein Verbrechen und Verbrechen sollten möglichst aufgeklärt werden. Das ist das Brisante. Also die Täter kommen aus dem Land, das wir militärisch, diplomatisch, politisch unterstützen gegen den russischen Feind. Es ist mega brisant. Ich meine, das war ja auch der Anlass für uns, das Buch zu schreiben, weil da so viel reinspielt. Das muss man, klar, wir haben viel natürlich problematisiert. Andererseits, klar, es ist eine schwierige Situation gewesen. Ist es immer noch. Olli, vielen Dank für deinen Zeit. Jetzt kommt Hans. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure finanzielle Unterstützung. Wer im April uns mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, landet jetzt im neuen Abspann im Mai. Seid gespannt. Hans wird aber vorher nochmal eure Fragen stellen. Danke, Olli. Hallo, Hans. Gerne. Hallo. Wo warst du im September? Ja. Auch schnell noch Wasser. Ja, klar. Gut. Das gibt's hier. Hans, es freut mich sehr, Als dir gegenüber zu kostenfreies. sitzen, weil, Ja. wenn ich ein bisschen spoilern darf, du kommst auch in dem Buch vor, weil dir was gelungen ist, was wenigen Journalisten gelingt. Du hast es geschafft, Olaf Scholz in der Bundespressekonferenz die richtigen Fragen zu stellen und hast nicht nachgelassen. Und das kann man auch ja im Netz nachsehen. Ich fand, das war wirklich eine journalistische Meisterleistung. Da kann man sehen, wie man so ein Interview führt, wie man auch im Kanzler, der dafür berühmt berüchtigt ist, irgendwie viel wegschweigen zu wollen. Tiefer hängen, Olli. Okay, Entschuldigung. Also das war ein ganz normaler Vorgang. Das war eben eine Pressekonferenz mit Olaf Scholz. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er eigentlich jemals mit Zelensky über diesen Fall gesprochen hat. Das ist Frage. Eigentlich eine naheliegende Frage. Ja, warum stellt ihr niemand außer... Warum hat die niemand gestellt außer... Ich war ja froh, dass ich sie stellen konnte. Und da hat Scholz einfach in der Scholzschen Manier außerordentlich ausweichend geantwortet. Ja, aber du hast nachgehakt und ich habe dann gelernt, das ist ja auch so eine alte Fernsehjournalistenregel, manchmal ist die Frage die Antwort. Beziehungsweise enthält Informationen, die eine ausweichende Antwort als solche nicht gibt. Die Antwort ist die Frage nicht. Bestimmt nicht. Weil dann wüssten wir ja, ob die beiden miteinander gesprochen haben. Das wäre das wirklich Interessante gewesen. Das wissen wir nicht. Aber aus der Tatsache, dass auf diese Frage nicht konkret mit einem Ja oder Nein geantwortet wurde, kann man Schlüsse ziehen. Ob die stimmen oder nicht mehr. So, aber ist wurscht. Im Chat gab es sehr viele Stimmen, die sozusagen die Version, die du und auch andere anbieten, dass es Ukrainer waren, die von Bord dieser Yacht aus das gesprengt haben. Es wurde im Chat großflächig angezweifelt, wirklich großflächig angezweifelt. Ja, es gab 3 Stränge, wo ich dich bitten würde, das, was eigentlich gegen diese Narrative spricht, nochmal zusammenzufassen. Der erste war, ich finde immer noch, sagten mehrere, dass das Narrativ, das Seymour Hersh geschrieben hat, dass es nämlich die Amerikaner selber waren, die im Rahmen eines NATO-Manövers die Pipelines gesprengt haben, viel überzeugender. Was spricht nach deiner Kenntnis dagegen? Dieses NATO-Manöver, also der Anschlag war im September und das NATO-Manöver war Monate vorher. Also allein das geht jetzt schon mal nicht zusammen. Naja, Zeitzünder. Zeitzünder über Monate. Ja. Mit leistungsfähigen Batterien könnte ich mir das immerhin noch vorstellen. Okay. Also, gut, aber du sagst, zu langer Zeitraum dazwischen. Ist das Einzige, was gegen Hersh spricht? Ja, weil es gibt einfach die Ermittlungen, es gibt die Fakten, es gibt Sachbeweise wie Spuren. Es gibt mittlerweile
Äußerung von den Strippenziehern, nicht nur uns gegenüber, sondern vielen Journalisten gegenüber. Also die bezichtigen sich ja letztendlich selbst. Warum sollen sie das tun? Ich habe es Thilo versucht zu erklären. Sie tun das, weil sie aus ihrer Perspektive eine Heldentat vollbracht haben, was wir zu Recht als einen kriminellen Akt ansehen. Also da würde ich jetzt, wenn ich jetzt mal sozusagen ein Hirschianer wäre, würde ich sagen, na ja, wenn die Gelegenheit haben, wenn das in der ukrainischen Community so eine große Heldentat ist, dann schmücken die sich hier mit fremden Federn. Also Trittbrettfahrer. Ja, die sagen, Hirsch, wir waren das. Ja, da kann ein Gewinn in der Selbstbezichtigung liegen, ein politischer. Naja, gut, es gab ja auch Verhaftungen. Also Ja. wenn das dann so weit der jetzt hier in Hamburg im Gefängnis sitzt und auf seinen Prozess wartet, wenn er verurteilt wird, also wegen Beiführung eines Terroranschlages im staatlichen Auftrag, was auch immer, er sitzt viele Jahre im Gefängnis. Der hat Frau und Kinder, kleine Kinder. Und seine Beteiligung, er war auf der Andromeda, er wurde geblitzt, er wurde nicht geblitzt, Entschuldigung. Aber es ist so deutlich, dass er da dabei war. Also ich kenne die Diskussion. Aber ist das der Beweis dafür, dass es nicht die Amerikaner gewesen sein können, so wie Hirsch das beschreibt? Ist das der Beweis? Wir beschreiben ja, ich habe das jetzt auch mit Thilo dargelegt, das ist ja eine kleine Enthüllung, dass die Amerikaner informiert waren, sehr früh und das zumindest nicht schlecht fanden, die Idee, oder zumindest die nicht versucht haben, davon abzubringen. Aber so wie es sei Hirsch, wir haben den mal bewundert, ein großer Journalist. Aber da ist als wir mit Holger Stark gesprochen haben, ich glaube, der hatte noch einen direkten Kontakt zu Hirsch. Hast du den auch gehabt oder nicht? Nee, oder, also ich habe den mal vor vielen Jahren getroffen, aber jetzt in der Geschichte habe ich nicht mit ihm gesprochen, warum? Weil seine Geschichte, er ist ja auch wirklich verprügelt worden für diese Geschichte und er hat ja dann auch eingeräumt, dass er da nur eine Quelle dafür hat. Ja, mir tut's weh sei Hirsch. Das wird jetzt diejenigen, die seine Variante oder sein Narrativ für überzeugender halten, glaube ich, eher nicht überzeugen. Der zweite Strang, der aufgemacht wurde, war, es gab ein russisches Schiff, das mit abgeschalteten Transponder kurz vor der Sprengung in der Region sich aufgehalten hat. Das hatte einen Tauchroboter an Bord, hatte also alle Möglichkeiten, diese Operation durchzuführen. Ich nehme an, du kennst diese Darstellung. Was spricht aus deiner Sicht dagegen, dass es die Russen waren, die dann eine False-Flag-Aktion gemacht haben? Naja, es spricht halt dafür, dass es die waren, über die geschrieben wird, gegen die ermittelt wird, gegen die, zumindest gegen einen von denen angeklagt wird. Also was soll ich jetzt irgendwie sagen, warum das die Russen nicht waren? Die waren es. Dann kann es halt Russland nicht gewesen sein. Das ist so ein Kreisschluss, also ich kann da nicht folgen. Klar gab es die Schiffe, offensichtlich, aber ich tue mir immer schwer, weil ich dann selber spekuliere. Der Plan ist ja durchgesickert. Wenn man heute groß drüber geredet, wurde groß drüber berichtet. Vielleicht haben auch die Russen davon Wind bekommen, dass es da einen Plan gibt, die Pipeline irgendwie in die Luft zu jagen. Und sie haben versucht zu patrouillieren, um das zu verhindern. Das weiß ich aber nicht. Aber nur der Schluss, dass es Schiffe gab und deshalb müssen es die Russen gewesen sein, wenn man weiß, hier gibt es Ukrainer, die haben ein Schiff angemietet, die räumen das teilweise ein, zumindest die Strippenzieher. Da wurden Spuren gefunden und, die wurden identifiziert. Da kann ich nur bitten, nehmt doch die Fakten zur Kenntnis. Dieses Narrativ, die Russen waren es mit diesem Schiff, das ja eben auch mit dem Tauchroboter die ideale Ausrüstung hatte, wurde verknüpft oder argumentativ verknüpft mit einem
mit einer anderen Argumentation. Die meinten Leute, also erstens bin ich selbst Taucher, Amateurtaucher, aber ich kenne auch Profis. Und die sagen, so eine Aktion in ungefähr 80 Meter Tiefe, das ist für hochriskant, das ist für Amateure eigentlich kaum zu machen. Und selbst für Profitaucher ist es riskant, weil allein die Dekompressionszeit, die man braucht, um das Stickstoff im Blut, was sich da unten ansammelt oder bildet, abzubauen, die beträgt 1,5 Stunden mindestens. Das hätten die gar nicht machen können. Ich denke, dass ihr auch diese Argumentation kennt. Was ist deine Antwort darauf? Aber erst nochmal Ja. zu der Russland-These. Ich kann das sogar verstehen. Am Anfang gab es ja viele Gerüchte, Spekulationen, wer war es? Das war ja die große Frage, Ja. wer war es? Und in der Theorie kann man sich das natürlich vorstellen, dass es Russland war als sogenannte False-Flag-Aktion, um das dann irgendwie den Ukrainern in die Schuhe zu schieben. Aber die Ermittlungen haben halt gezeigt, das war nicht so. Jetzt zu den Tauchern. Ich meine, das sind Profis, das sind Tauchlehrer, die viele so Tauchgänge in dieser Tiefe gemacht haben. Trotzdem habe ich heute oft erzählt, es war Harakiri, es war verrückt. Aber ich meine, Sie haben's Dekompressionszeit, gemacht. Ja. das ist einfach, das ist, wenn man so will, das ist Medizin, das ist Naturwissenschaft. Klar, die haben halt, wie alle Taucher, die Zeit gebraucht, um wieder hochzukommen, um keinen Schaden davon zu tragen, klar. Und das war mit der Ausrüstung, die hatten. Dann haben Leute, die offensichtlich was vom Tauchen verstehen, haben gesagt, ja, uns haben Tauchexperten dutzendfach erklärt, entweder geht's gar nicht oder du brauchst eine Dekompressionskammer auf dem Schiff. Aber die Andromeda hatte das nicht. Oder du musst mehrfach Flaschenwechsel unterwegs machen. Das ist eigentlich gar nicht machbar gewesen. Aber weißt du, ich bin ja auch kein Taucher, aber Fakt ist ja, dass Kollegen von der ARD und vom ZDF diese Andromeda gechartert haben und sind die Route nachgesegelt und da waren auch Taucher mit an Bord, also Profis, und die haben es gemacht. Und gesagt, ja, ist natürlich ein Wahnsinnsding, aber es geht. Ja. Also ich sage jetzt noch mal was zu diesem Schiff. Du hast ja, glaube ich, am Anfang gesagt, ne, du wärst kein Segler und so. Nee. Ich bin ein bisschen Segler und dieses Schiff war eine Bavaria 50 und ich bin mal eine kleinere Größe, also Bavaria 25 gesegelt. Und dazu muss man dann sagen, diese Bavaria 50, die ist 15 Meter lang, die ist 4,5 Meter breit. Das ist ein schwimmender Möbelwagen mit Anhänger vom Volumen her. Also selbst die kleinere Größe, auf der ich mal gefahren bin, das kommt dir schon sehr groß vor. Und dann praktisch das vierfache Volumen, da kann man wirklich relativ viel auch an Material unterbringen. Okay. Sowohl an Personen als auch an Material. Das hat dann ja auch der Selbstversuch der Kollegen ergeben. Das, was man gebraucht hätte, das konnte man da unterbringen. Auch die Tanks, Frischwasser, Treibstoff und so weiter waren ausreichend dimensioniert. Was kritisch nachgefragt wurde, der kann ja nicht mal sagen, welcher Sprengstoff das genau gewesen war. Wie denn nun? Das ist doch alles nur Spekulation. Ja, es wurden ja Sprengstoffspuren auf diesem Schiff gefunden. Aber ich glaube, die genaue Zusammensetzung des Sprengstoffs, mir wäre neu, dass die tatsächlich veröffentlicht worden wäre. Ich habe immer nur gelesen, es handelte sich um einen hocheffizienten Militärsprengstoff. Weißt du oder wisst ihr genau, welcher Sprengstoff es dann tatsächlich gewesen war? Wir nennen die Spezialbezeichnung im Buch, Aha. aber die habe ich nicht parat, weil ich mich auch nicht um diesen Part gekümmert habe, weil ich bin kein Segler und auch kein Sprengstoffexperte. Aber im Buch steht es. Ja, aber da kommst du natürlich auch wieder am Punkt. Du kannst ja das natürlich auch nur ich nenne das immer Investigation on Investigation.
deshalb fühle ich mich manchmal bei diesen Themen unwohl. Du kannst es nicht alles selber recherchieren, sondern du kriegst es dann, was weiß ich, aus Ermittlerkreisen, was die ermittelt haben und kannst darauf aufbauen. Aber ich habe die Spur nicht gefunden auf der Andromeda. Ich bin auch kein Chemiker, der das analysieren kann. Ja. Und ihr verlasst euch auf das, was eure Quellen euch dazu sagen. Ja, das ist ja auch Gegenstand der Ermittlungsakte, die jetzt im Prozess eingeführt werden. Also da fällt mir jetzt, dass da was gefaked wird. Ich meine, die Gegenseite, die Verteidiger des Angeklagten, die würden das ja in der Luft zerreißen. Also bei so einem Prozess, bei so einer Ermittlung, wo die ganze Welt drauf schaut, die Vorstellung, dass das nicht ernsthaft ermittelt wurde oder da ein Fake untergejubelt wird, also das ist wirklich Verschwörungskram, das muss ich mal deutlich sagen. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die in mir bei der Lektüre, also ich habe das Buch sehr aufmerksam gelesen. Es ist auch ganz spannend zu lesen, weil er es im Grunde in der Form eines Kriminalromans, die habt ihr euch bewusst ausgesucht, geschrieben habt. Und Kriminalromane in ihrer Darstellung lassen ja keinen Zweifel daran, dass es so ist, wie es da geschrieben ist. So. Und deswegen, also das ist die Logik von Krimis. Meine Frage, die ich hatte, ist toller Ansatz das Storytelling. So erzählt man eine Geschichte. Aber wie hoch ist eigentlich der Unwissenheitsanteil von dem, was ihr in der Geschichte als eigentlich feststehend und sicher behauptet? Wie hoch ist der Anteil dessen, wo ihr euch eigentlich gar nicht so sicher sein könnt, wie man es aus der Geschichte schließen könnte? Ich meine, da hat mich ja jetzt Thilo, weiß nicht, wie viele Stunden gegrillt und wie oft habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Ja, und deswegen frage ich jetzt nach dem Anteil. Nee, also bei den berühmten Eisbergen wissen wir 70% unter aber Wasser. Du schreibst natürlich als Journalist, sollte man zumindest, nur das, was du weißt und was du auch irgendwie belegen kannst. Alles andere wäre ja Spekulation. Aber es ist klar, dass viele Fragen offen sind. Machen wir auch deutlich, mache hier in dem Gespräch deutlich. Aber das, was wir geschrieben haben, das glauben wir, dass das belegt oder dass wir das belegen können. Das ist ja auch unser Job. Welches ist die aus deiner oder eurer Sicht sozusagen größte offene Frage in dieser Causa? Woher kommt der Sprengstoff? Aha. Und gab es doch noch irgendwelche Unterstützung von wem auch immer? Waren es Privatleute? Wer hat es finanziert? Gab es doch irgendwelche? Ihr habt ja vorhin am Ende des Gesprächs mit Thilo drüber gesprochen, dass also die Frage, ab wann ist Staat Staat? Das ist ja eigentlich eine Grauzone. Ne? Ja. Wenn wir sozusagen die Anordnung oder mindestens die Billigung durch die Staatsspitze haben, ist ganz eindeutig. Wenn es aber Unterstützung, Billigung, heimliche Abdeckung durch andere Teile des Staatsapparates sind, und das kann man bei Oberbefehlshabern dann irgendwie dann annehmen, wo bewegt man sich da in dieser Grauzone? Ab wann ab wann man davon sprechen kann, hier hat Staat bei der Inszenierung oder Deckung dieses kriminellen Akts, der es ja ist, mitgewirkt? Das ist einer der ganz großen Fragen und das ist vielleicht die Frage oder die Überschrift, die über diesem Prozess stehen wird. Es waren Ukrainer, aber war es doch die Ukraine, weil der damalige Militäroberbefehlshaber eingeweiht war. Aber wenn der quasi seinen eigenen Präsidenten hinter die Fichte geführt hat, ist es dann Staat oder war das quasi ein putschartiges Agieren hinterm Rücken des Präsidenten? Es gibt ja auch in Hierarchien, politischen wie anderen Entscheidungshierarchien, den Ansatz, dass Untergebene auf einer relativ hohen Ebene, aber eben immer noch Untergebene sagen, das darf der Chef gar nicht wissen. Den müssen wir vor dem Wissen schützen, auch wenn das, was wir hier machen,
von uns unterstellt als auch im Interesse dieser Spitze ist. So. Kann so etwas hier stattgefunden haben? Du hast gesagt, sie waren Konkurrenten, Zelensky und Saluschny, aber vielleicht trotzdem im Sinne eines Raushaltens der obersten Spitze, ist das eine denkbare Konstruktion? Natürlich hast du ein Restrisiko. Klar, kann das auch so gewesen sein. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, aber ich habe es heute oft gesagt, Journalisten, die bei der Geschichte meinen, sie wissen, wie es war oder kennen die absolute Wahrheit, die muss man mit Samthand oder mit spitzen Finger anfassen, weil wir können nur versuchen, der Wahrheit so weit als möglich nahe zu kommen und sagen, okay, wir kennen nicht alle Mosaiksteinchen. Es fehlen Mosaiksteinchen in dem Bild, klar. Theoretisch wäre so eine Wolte möglich, theoretisch. Aber dass jemand sagte, ich bin zwar Zelenskys Konkurrent, aber aus Gründen einer, sagen wir mal, anderen Art von Staatsräson, um den Begriff zu nehmen, schütze ich ihn vor sich selbst, damit sozusagen die Aktion nicht, wenn sie komplett aufgedeckt wird, mit einem Totalkollaps dieses Staatsapparates inklusive seiner Spitze endet. Ja. Das ist denkbar. Theoretisch, aber weißt du, da tue ich mir dann immer schwer, weil denkbar ist vieles und das ist jetzt nicht mein Part zu spekulieren, sondern wir wissen viel. Es hat immerhin für 240 Seiten gereicht, aber wir wissen auch viel nicht. Ne? Und das ist die Gefahr, auch bei Journalisten, wenn sie dann in den Bereich kommen, wo sie eben halt nicht wissen, dass sie dann anfangen zu spekulieren. Und das will ich nicht. Das finde ich nicht gut. Also ich muss auch mit den Lücken leben und es dann aber auch transparent machen. Das weiß ich nicht. Die beiden letzten Fragen. Eine besteht, nochmal eine Sachfrage, besteht gegen alle Beteiligten auf dem Schiff Haftbefehl in Deutschland? Gibt es Haftbefehle gegen die Strippenzieher, die in der Ukraine oder sonst wo vermutet oder sicher zu finden wären? Weißt du das? Bei den die auf der Andromeda waren und identifiziert wurden, da wird es wahrscheinlich Haftbefehle gegen alle geben, weil man hofft. Wahrscheinlich heißt, du weißt es jetzt nicht positiv. Da müsste ich jetzt zu sehr über Quellen reden. Nee, da gibt es Haftbefehle und klar, man hofft, dass die einen Fehler machen wie der in Italien war. Bei den Strippenziehern, das wird eine große Herausforderung von der Staatsanwaltschaft sein. Und ich bin gespannt, wie die sich verhalten. Sie haben jetzt mit Journalisten geredet, aber gehen sie auch richtig hin und sagen, ja, wir waren es, wir haben den als bezichtigen sich selbst und sagen, ja, wir haben den Auftrag erteilt. Ich kann es immer wiederholen, der Prozess wird wahnsinnig spannend. Aber das, was wir wissen Geheimdienste und Ermittler. Gehst du davon aus? Auch und haben natürlich die Strippenzieher auch im Visier. Die haben jetzt nicht durch uns die Namen erfahren. Ja. Gehst du davon aus, dass es in diesem oder einem anderen Verfahren einen Zeugen namens Olaf Scholz geben wird? Oder Wolfgang Schmidt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ah ja. Weil sie nichts zur Aufklärung des Sachverhaltes hätten beitragen können? Ich bin jetzt weit davon entfernt, Wolfgang Schmidt verteidigen zu wollen, aber ich meine, er war Geheimdienstkoordinator. Er kann da im öffentlichen Prozess ja gar nicht aussagen und offenlegen, was man alles wusste und von wem er das wusste. Oh Gott, das wäre ja verheerend. Also stell dir vor, der würde auspacken und sagen, ja, die Informationen haben wir daher und die haben wir daher und das war der Partnerdienst. Von den Partnerdiensten würde dann die deutschen Behörden wahrscheinlich nie wieder Informationen bekommen. Also ich kann es nicht ausschließen, dass die Verteidigung die als Zeugen benennt. Ob der Richter das dann teilt und die wirklich lädt, weil dann müssen sie kommen.
Das ist dann das eine, aber was sie dann sagen, oder die können sich natürlich auch auf Aussageverweigerungsrecht berufen und sagen, nee, das tangiert irgendwie Staatsgeheimnisse. Also ich glaube jetzt nicht, dass die groß zur Aufklärung öffentlich beitragen können, werden. Aber es ist schon wieder, ihr zwingt einen hier ständig zu spekulieren. Ja, das ist selbstverständlich. Da tue ich mir echt schwer. Nein, das ist doch ein notwendiger Teil auch von journalistischer Arbeit. Im Übrigen in Nähe zur Wissenschaft. Wissenschaft fängt mit Hypothesen an. Das sind, wenn man so will, Annahmen, die auch sowas Ähnliches sind, fast wie Spekulationen. Du brauchst eine Spekulation, eine Vermutung, eine Annahme, um zielgerichtet arbeiten zu können. Das tun wir ja auch. Also du gehst ja auch immer von der These aus beschwer dich nicht. Und arbeitest das ab. Ja. Aber du gehst natürlich nicht mit einer Spekulation nach draußen. Das ist, weil du musst dich ja dann auch in der Recherche oft revidieren oder was über den Bord werfen und sagen, nee, da waren wir jetzt falsch abgebogen. Das stimmt nicht. Also das ist ja die große Kunst, sich einzugestehen. Also wir hier sind auf der stecken falschen in dem Spur. Buch stecken auch Aussagen drin, wo du jetzt sagen würdest, das, was da jetzt steht, ist aber was anderes als das, was wir erstmal angenommen hatten. Ja, also ich muss jetzt unterteilen. Als ich mit dem Buch anfing, da hat man schon eine klare, oder hat sich die These schon rauskristallisiert gehabt. Aber als der Anschlag passiert ist, und ich habe da jetzt nicht damals gleich aktiv recherchiert, aber auch verfolgt, da hatte ich auch andere Thesen. Also ich konnte mir das mit False Flag und Russland sehr, sehr gut vorstellen. Aber das, als mir dann wirklich in die heiße Phase mit dem Buch kam oder überhaupt zum Buch kam, war die Geschichte für mich schon abgeräumt. Also da musstet ihr nichts Grundlegendes revidieren? Nee. Also da nochmal Kompliment an viele Kollegen, bei aller Konkurrenz manchmal, aber da wurde einfach schon so der Anschlag deren passiert. Arbeitsergebnisse ihr übernommen habt. Ja, oder konnten drauf aufbauen. Habt. Die haben da einfach schon viel abgeräumt. Und ich meine, es war einfach, es war ja, als wir angefangen haben, war es ja klar, es waren Ukrainer. Ja. Und es war klar, es war nicht Russland, es war keine False Flag. Auch wenn das einige immer noch glauben. So kam eben noch eine spontane Nachfrage rein. Ja. Was könnte das heutige Kanzleramt eigentlich tun zur Aufklärung, zur weiteren? Der Ball liegt jetzt bei der Generalbundesanwaltschaft. Das ist ein Kriminalfall, das ist ein Verbrechen und das ist jetzt nicht die Politik gefragt, sondern wirklich Ermittlungsarbeit. Allerdings ich widerspreche mich jetzt gleich wieder, je nachdem, was rauskommt beim Prozess, schlägt es natürlich auch politisch durch. Also wir haben jetzt gerade problematisiert. Wer wusste was wann? Wenn der damalige militärische Oberbefehlshaber tatsächlich involviert war, ist der Staat, selbst wenn er seinen Präsidenten hintergangen hat, ist es Staat. Und dann ist ja auch die Frage, wie gehst du dann klar mit dem Staat um, der gegen uns einen Anschlag verübt hat. Oder im weitesten Sinne gegen uns ist es nach wie vor eine Pipeline, die überwiegend Gazprom gehörte. Aber das sind... Mehr offene Fragen als Antworten manchmal. So ist das. Die letzte Frage, die kam relativ früh rein. Okay. Die geht sozusagen eine neugierige Frage an den investigativen Journalisten. Ist das nicht eigentlich stressig, so arbeiten zu müssen? Oder ist das Teil deines Naturells, dass du so arbeiten musst? Dass du gar nicht anders kannst? Es ist stressig. Ich habe ja eingangs erzählt, dass überhaupt, wenn es dann zu juristischen Auseinandersetzungen noch kommt, und die sind fast gang und gäbe, das wird richtig Stress. Es ist Zeitdruck, es werden Fristen gesetzt. Und wenn dann so eine Lawine reinkommt, dann holst du schon mal tief Luft. Aber ich relativiere das dann für mich dann auch immer. Was heißt das? Naja,
welchen tagtäglichen Stress und Verantwortung hat eine Krankenschwester auf der Intensivstation? Welche Verantwortung und Stress hat ein Unfallchirurg? Welchen Stress hat ein Polizist oder ein Feuerwehrmann in Berlin, der vielleicht 3-mal am Tag ausrücken muss? Und es geht immer um Leben und Tod. Weil das dann auf meine Situation runterbrechen und sage, okay, es ist stressig, aber hey, Schröm. Gab es schlaflose Nächte? Kurze Nächte. Ich frage das durchaus auch vor dem Hintergrund. Ich bin ja kein investigativer Journalist. Ich habe großen Respekt vor Kolleginnen und Kollegen, die das machen, weil das ist wirklich das Bohren, wie Max Weber sagte, das Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. Aber bei komplizierten Geschichten, die man ja auch außerhalb des Investigativen hat, ist es mir manchmal wirklich so gegangen, dass ich in den Tagen vorher, vor einer Veröffentlichung, ich habe dann manchmal wirklich schlecht geschlafen, weil im Kopf, es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie erzähle ich jetzt die Geschichte, was ist die beste? Du hast ja immer das, was du nachher schreibst oder sagst, ist die Variante, für die du dich entschieden hast. Es gab aber immer im Vorfeld ein halbes Dutzend andere Möglichkeiten, das zu erzählen. Und mir zumindest ist das so gegangen, dass dann manchmal das innere Umwälzen und Komponenten anders anordnen, das hat bei mir auch mal für kurze Nächte gesorgt. Ist das bei dir auch so? Na gut, jetzt mache ich mich nackig. Ich habe manchmal auch Albträume. Ja. Aber da geht es dann eher darum, habe ich jemand Unrecht getan? Also habe ich irgendwas übersehen, irgendeinen Fehler gemacht, irgendeinen Bock geschossen, habe da jemand dargestellt, was dann halt doch nicht so war. Also es hat ja auch eine Prangerwirkung, wenn du irgendwas enthüllst und sagst... Also eine Frage der journalistischen Redlichkeit? Was? Albträume? Also das, was du hier beschreibst, was dich da das ist Angst. Also stell dir vor, die Vorstellung, du hast da so einen Fehler gemacht und jemand Unrecht getan. Ich habe es eingangs erzählt, weil Thilo das mit einem anderen Buch verglichen hat, gesagt, nee, wir nennen halt Ross und Reiter. Das habe ich immer so gemacht, weil ich finde es schon wichtig, nicht in Abstraktung zu erzählen, also insbesondere bei Cum-Ex, sondern sagen, das ist die Bank und der Banker und die haben das gemacht und der hat so viel Millionen geklaut. Das finde ich schon wichtig. Nur willst du da halt auch nicht daneben liegen. Und zwar jetzt nicht nur aus juristischen Gründen, sondern weil da jemand, vielleicht die Vorstellung, da jemand zu Unrecht da einen Pranger gestellt hat. Das meinte ich mit Redlichkeit. Das ist manchmal, also ich habe jetzt nicht täglich Albträume, aber den Albtraum gab es schon, ja. Und zwar nicht nur einmal. Ja. Oliver, danke. Ich hoffe, das war jetzt kein Albtraum für dich heute hier. Du machst, und das Gespräch wird hoffentlich auch keinen solchen erzeugen. Danke für deine Offenheit, für das, was du gesagt hast und auch für die Grenzen, die du benannt hast, des Wissens. Das ist eben auch wichtig zu wissen, wo hört das Wissen auf. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Thilo hat es schon gesagt, ohne die gäbe es das Format überhaupt nicht. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann und wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Tschüss. Ich bedanke mich.